Da steht da. Ja, die üblich 30 Verdächtigen vorm Stream. Dann darfst du nicht so schreien in die Streams. Das kann mein Hirn nicht. Da reden wir gleich drüber. Reden wir mir gleich drüber. So, schauen wir erst einmal, was da los ist. Geht da schon was? Ja, tatsächlich. Wunderbar, YouTube hat sich einer bequemt. Schauen wir, ob im Chat überhaupt irgendjemand was schreibt. Ich meine, es ist Montag. Die meisten Leute werden wahrscheinlich wieder arbeiten müssen, ist ja klar. Jetzt ist 10 vor 1. Da habe ich jetzt warten wir erst einmal. Du erst mal genüsslich an meinem Heißgetränk zuzeln. Leider ja Stimmen beieinander wie nach 3 Tagen Festival. Köstlich. Grüß Gott beieinander. Herr Kaip, Gustl, Schraube, Irrsinn, Hans, Steffi, Fabi, Wulfeck, Küsschen aufs Nüsschen. Wifin, grüß Gott beieinander. Der Nico, der ist auch da. Der Nesta, der ist auch da. Das ist gut. Oh, jetzt schreibt es ein YouTuber wegen einer, der Basti, der Harry, der DM. Die Schweiz, die ist auch dabei. Der MRC, der ist auch dabei. Der Hupsi, der Massi, der Hans Xaver. Mehr Raucher, das trainiert die Stimme. Am Raucher liegt es nicht. Ich hab schon in kürzerer Zeit 4-mal so viel geraucht, hat auch nichts gefällt. Aber, ja, da schmerzen wir jetzt gleich wieder mit Leuten dran. Hast du mir gerade gedacht, 14 Stunden ohne Stream, was da los? Das geht mir gar nicht. Ja, kommen wir jetzt gleich dazu. Der Titel verheißt nichts Gutes, zumindest der auf YouTube. Und die Leute, die es im Discord gelesen haben immer noch nicht alle im Discord. Warum haben eigentlich nicht alle im Discord? Sag mal, was ist denn da eigentlich los? Die Lea, der Turtle, der Lautenschlauer, der Andal, der Herr Volk, der Mr. L, der Herr Gren, der Herr Weniger. Man hört die nicht. Das ist gelungen. Das ist gelungen. Ich glaube, man hört, auf was hinausläuft. Oder? Ich glaube schon. Der Bornelkammer, der Francis. Wäre ich lieber dir zuschauen als hackeln. Gut, das ist gut. Jetzt ganz ehrlich, mal unabhängig davon, ob einem dieses Programm gefällt oder nicht, was darfst du lieber mir zuschauen oder hackeln? Weiß ich nicht. Ich darf sogar lieber am Drachenlord zuschauen, bei egal was er tut, als hackeln. Der KDB schreibt, servus alter Mann, Stank Zigaretten, dann kommt die Stimme auch wieder. An der liegt's nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Also, so. Wie lang los von uns Zeit? Das werde ich sowieso jetzt im Laufe des Nachmittags ungefähr 25 Mal erzählen. So, wenn wir nach 1,5 Stunden so ein Päuschen machen, gibt es kurz einmal die 2-3 Minuten Ansage, weil man das, es ist nicht ganz leicht, sich nun die Blöße zuzugeben. Ich halte es nicht aus. Ich sag das, was ist. Also, jetzt trinken wir mal nochmal schnell. YouTube weiß nicht, wie Discord funktioniert. Dann erkundigen sie sich. Es ist wie WhatsApp, bloß in gut. Ich darf am liebsten dir beim Hackeln zuschauen. Das ist noch drückender als Diablo, trust me. Klosterfrau Melissengeist beruhigt die Stimme, ja, stimmt. Vielleicht sollten wir uns aber auch nicht den ganzen Tag eiskalten Cherry Coke und Dr. Pepper noch zusätzlich ins Maul gondeln und dann 13 Stunden Streams machen. Wie war's gestern nur mit deinen Spätzl beim Zocken? Sehr gut. Sehr gut, geht da hin. Ich hab gestern in 2 Stunden 3 Level gemacht, wo wir gestern über den ganzen Tag im Stream 2 gemacht haben. Das geht dann schon ein bisschen mehr so. Ja, es ist halt auch wahrscheinlich für euch unerträglich, sobald ich kann halt mein Maul nicht halten. Ja, es ist halt, ich weiß auch nicht, mein Hirn ist da so, hey, da haben Leute, die schauen zu, sag wenigstens irgendwas. Auch wenn in 8 Stunden Stream wahrscheinlich 7 Stunden Lauberei absoluter Bullshit sind, aber ich muss was sagen. Das machen wir schon immer so, das bin ich einfach gewohnt, das kann ich mir nicht an, ich kann mich nicht hersitzen eine Stunde lang und nichts sagen. Es geht einfach nicht. Und bevor ich nichts sage eine Stunde lang, gebe ich mir lieber die Blöße und gebe zu, dass es nicht der Bock ist. Ich glaube, man hört es in meiner Stimme. Und ich sage jetzt, Timmy Boy, servus wieder, ein Grüß von mir daheim, Hashtag für neue Stimmen. Merci dir, das wenn so schön einfach war. Ja, da hätten wir Vorbereitungen kehren. Gibt's das Begriff, ich glaube nicht. Da hätten wir Vorbereitungen treffen müssen. Nämlich eben nicht eiskalte Sachen trinken, sondern ein wenig allein Heißgetränk, in der Pause nicht so viel schmatzen und so weiter. Und natürlich macht das Raucher das nicht besser, das ist schon klar, aber das tue ich ja sonst auch. Und also, folgendes, auch wenn es mir jetzt überhaupt nicht passt, aber so leid es mir tut, ich muss mir jetzt leider Gottes die Blöße geben, ich habe 6 Tage Stream angekündigt und ich fürchte, das hier wird jetzt erstmal der letzte.
Ja, wir ziehen jetzt Nachmittag noch durch, schauen wir, wie es wird. Das passt mir ehrlich gesagt gar nicht. Ich mag nicht der Typ dafür sein, ich kündige Dinge an und dann mache das doch nicht. Ich habe es versucht, ich habe das auch noch nie da, dass wir so lang streamen. Jeden Tag 8 Stunden und dann nochmal 5 und dann 13 Stunden und nochmal 5. Wenn wir über 30, ich habe eine Stimme beieinander wie nach 3 Tagen Festival. Beim nächsten Mal weiß ich ein paar Sachen, zum Beispiel Heißgetränke dazwischen saufen. Und vielleicht ein bisschen weniger schmerzen. Aber dann wird es kein Bierger-Stream. Ja? So kann ich mich weiterhin lustig machen über die in einem Stream nicht gesungen. Das ist absolut langweilig. Gut. Meine absolute Hochachtung an Fulltime-Streamer. Die einzige Gewissheit, die ich jetzt habe, Leute, die sagen, dass das keine Arbeit ist, halt deine ahnungslose Fresse, du Trottel. Halt deine... Außer du sitzt 8 Stunden da und sagst nichts. Okay? Dann war eine Telefonistin im Callcenter, ist das auch keine Arbeit. Ist im Büro in seiner Excel-Listen umeinander hacken 8 Stunden, ist das auch keine Arbeit. Aber gut, wieder ein anderes Thema. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es tut mir sehr, sehr leid, aber ihr Herz ist selber, ich hab kein... Normal war es mir wurscht, ich sag das, wie es ist. Aber wir fliegen mal am Mittwoch in Urlaub, Mittwoch in der Nacht, und ich hab keinen Bock, ohne Stimme in den Urlaub zu düsen. Okay? Das möchte ich nicht. Und es ist, ich sag das ganz ehrlich, wenn ich jetzt da sitze und schmerze, es ist einfach jedes scheiß Wort ist pure Anstrengung. Aber es geht schon noch. Aber wenn wir das jetzt nochmal 3 Tage tun, dann war's das. Spätestens morgen war's das. Und das tue ich mir nicht an. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich hoffe, da ist mir jetzt niemand todesbäß. Ich hab's versucht. Fazit, der Fulltime-Stream, na, das tun wir halt nicht. Nee. Nicht währenddessen ich sag, wir hören auf. Schluss. Birger, was heißt denn das? Und ich heute gut, ein 50er ist einfach zu famous, der Cybergamer. Nur dazu, währenddessen ich gerade da sitze und mir das gar nicht passt, dass ich gerade sagen muss, wir müssen mal aufhören. Aber gut. Alter, merci dir, 50er ist einfach zu viel. Das ist wie 14 Stunden Teams-Meeting, habe ich erst gehabt und habe danach 2 Tage nicht mehr reden können. Ja, sagst du das? Und das mache ich seit 3 Tagen jetzt hintereinander. Und ich habe wirklich viel geredet. Ja, hoffe ich zumindest. Ich hoffe, es war dennoch einigermaßen unterhaltsam. Ich hätte einfach beim nächsten Mal, wissen wir es, ein Wochenende, das halten wir durch. Flippt man vielleicht am Freitag nicht ganz so krass aus. Nachmittagsstream, Abendstream, dann geht das. Dazwischen ein heißes Getränk und dann geht das locker flockig over. Aber 6 Tage ist zu viel. Wie viel haben wir jetzt eigentlich gestreamt die letzten Tage? Jetzt, da können wir ja noch schauen, lol. Ich hab da eine lustige Liste. Hashtag lustige Liste. Seit Freitag waren jetzt das 1, 2, 3, 4, 5, 6 Streams. 9 Stunden, 3,5 Stunden, sind wir bei 12,5, dann 5,5, dann sind wir bei 18, dann sind wir bei 22,5, 27,5, 28, 29,5, ungefähr 30 Stunden. Es waren in den letzten 3 Tagen, wir haben in 3 Tagen 30 Stunden gestreamt. So. Ist schon krass. So viel streamen wir normal im ganzen Monat nicht. Es geht halt einfach nicht. Ich hoffe, da ist mir niemand böse. Trotzdem versuche ich jetzt einigermaßen die Stimmung und die Stimme zu halten über den Nachmittag. Aber ich fürchte, nach diesem Nachmittagsstream ist der Marathon leider Gottes vorzeitig beendet, weil ich nicht mehr kann. Ich glaube, man hört es vielleicht auch ein bisschen. Und was ist ein Birger-Video und ein Birger-Stream ohne... Was ist das? Nein, du ist nicht Birger, du ist nicht halt einfach den Mal. So. Nochmal, Cybergamer, merci dir. Bussi aufs Nussi. Also, hätten wir das auch geklärt. Lustige Liste, ihr seid lustig. Ist das die Schwester von der kistigen Kiste? Ja. Der Creep-Fan hat es 86 Tage geschafft und dann ist er zusammengebrochen. Ja, ich habe 3 geschafft. Gut, ich brich jetzt nicht zusammen. Ich weiß, es war natürlich eine Frage, wie lange darf man es aushalten, bis es gar nicht mehr geht. Natürlich kann man das rausfinden, aber will ich das rausfinden? Ich glaube nicht. Wann kommt Diablo 5? Also meinen Berechnungen zufolge 2035. Ja, wenn es so dahin geht. Ja, was labert man jetzt lang? Ja, wir Viecher zerpimmeln. Wenigstens haben wir im Stream alles gesehen. Sagen wir es fast alles gesehen. Wir haben im Endgame. Jetzt machen wir heute noch ein paar Aktivitäten hier und da. Salve, hörst jetzt du auf! Kruzifix, das heißt Kroatien auf Ach so.
Dubravka, jetzt was du das sagst, habe ich schon irgendwo einmal gelesen. Wahrscheinlich in Kroatien. Vor 20 Jahren. Kroatien auf Kroatisch. Danke dir. Schluss jetzt. Schluss jetzt, bitte mit Donations. Auch gerade ihr, wo nichts mehr geht, was das was ist. Starten wir mal gemütlich als Spey. Ich bin für den Kani als Kommentator. Der Fettsack, der sitzt wahrscheinlich wieder im Fitnessstudio und flext umeinander. Kann ich einmal ein paar Flexerbeutel schicken, die er uns beschickt. Mit nachdenklichen Sprüche. Das tut er übrigens wirklich. Wir haben einen Discord zu dritt und da schreiben wir drin. Und er geht halt umeinander flexen und dann fotografiert er sich, wo er irgendwo peinlich umeinander postet im Fitnessstudio und schreibt mir irgendeinen nachdenklichen Scheißdreck dazu. Ironischerweise natürlich. Er ist ein Vollidiot. Es ist ein Vollidiot, dass es spät ist. So, Kinder. So, Kinder. Fotobuch wo? Du, ich hab alle archiviert. Wenn man der Kani Langblade kommt, ist gleich ein Instagram-Account gemacht. Der heißt Kani Flext. So, da sind wir. Kinder, ich hab gestern ja noch ein bisschen mit meine Spätzin gespielt. Elisabeth ist jetzt Level 55. Das ist halt auch ein lustiges Zeichen. Ich hab gestern in 2-3 Stunden Solo-Play oder halt mit Spezi-Play, wo wir richtig reinsuchten, noch schnell 3 Level gemacht. Und gestern über den ganzen Tag um mich haben wir 2 gemacht. Ja. Heißt, wir könnten eigentlich schon lange Level 70 sein. Aber gut. Außerdem haben wir eine nette Information. Wie ich es mir schon dachte, es gibt sehr wohl eine weitere Stufe von Edelsteinen als die Viereckerten. Das hätte mich ja ganz stark gewundert. So, was haben wir denn da? Ich habe ein paar Albtraum-Dungeons gemacht, es gibt Fett XP. Wir haben... Was haben wir denn? Wir haben das Paragon-Board aufgefüllt. Ich habe ein paar Glyphen gesammelt. Das finde ich alles ein bisschen unübersichtlich, weil man kann nicht wirklich auf den ersten Blick erkennen, was für Glyphe was ist. Das stört mich ein wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss jetzt mal den ganzen Scheiß da durchlesen, aber gut. Und wir haben das erste Paragon-Board. Und vielleicht, ja, da habe ich auch schon ein bisschen hineingeskillt. Es gibt dann für bestimmte Skillungen verschiedene Paragon-Boards und dieses Paragon-Board geht jetzt ganz speziell auf Diener. Das heißt auf den Golem, Skelett, Magier und Skelettkrieger. Und da sind halt die verschiedenen Nodes und meine erste Idee ist jetzt einmal folgende, schnellstmöglich dort zu dem Legendary Knoten zum kommen. Eure Diener verursachen 15% mehr Schaden pro aktiven Dienertyp. Dies gilt nur für folgende Dienertypen, Skelettkrieger, Magier und Golem. Mehrere haben wir sowieso nicht. Das heißt, unsere Viecher machen 45% mehr Schaden. Und das ist halt ordentlich. Und Viecher machen auch richtig ordentlich Damage. So. Ja, jetzt müssen wir uns erst einmal fangen, was wir überhaupt haben. Neue Waffen habe ich gekriegt. Wir haben mittlerweile 3200 AP und das Ganze unbufft. Neue Waffe. 850 DPS mit wirklich diesmal mittlerweile brauchbaren Stats drauf. 16% Kontrollverlusteffekte, 21% Schaden gegen Gegner in der Nähe, 20% Crit Damage und 63 Intelligenz. Das kann man alles brauchen. Und es war ein nativer Legendary Trait drauf mit kritische Treffer mit Kernfertigkeiten erhöhen eure Angriffsgeschwindigkeit 5 Sekunden lang um 17%. Der war schon drauf. Da werfen wir noch was anderes drauf oder mehr lassen wir das dabei. Ja. Die Frage ist, lassen wir jetzt das dabei? Schauen wir mal, was wir in der Kiste haben. Oder weißt du was? Wir lassen es so, wir sind uns bewusst darüber, die Waffe hat einen Legendary Trait, der uns absolut nichts bringt. Damit haben wir noch Luft nach oben. Das heißt, wir haben noch, genau. Ja, wir haben einfach nur ein Item, wo wir noch einen Legendary Trait zu unserem Gunsten drauf da kommen. Und wenn wir jetzt da hier leveln, merkt man langsam, geht uns der Schaden aus oder geht uns die Überlebensding aus. Und dann suchen wir uns einen Legendary Trait, der uns da rausreißt. So, ich laber schon wieder sauber zu viel. Ich sage, es ist um 2 können wir nicht mehr schmerzen. So, was machen wir zum Warmwerden? Ich würde fast vorschlagen, ich hab wirklich haufenweise Keys für Albtraum-Dungeons. Und da darf ich jetzt halt einfach einmal sagen, wir machen mal... Oh, ich hab einen Level 10 Albtraum-Dungeon. Die kann man sich craften, diese Keys. Übrigens beim Okkultisten. Ich weiß nicht, wann man es kriegt. Ich glaube, noch die ersten 3, wenn du 3 Albtraum-Dungeons gemacht hast, kriegst du die Quest, dass du das selber craften kannst. Wir machen jetzt einmal einen Level 4er. Sag ich dir, was ist. Schauen wir, was da so kann. Das Schlimmste ist der treibende Schatten. Das machen wir nicht. Das ist das allerbehindertste, was da ist. Magiefundbonus. Sturmfluchszorn, was auch immer das ist, und Monster machen Blitzschaden, den machen wir jetzt einfach mal gemütlich. Rechtsklick drauf, jawohl. Dann aktiviert sich dieser Schlüssel.
Und da ist unser Dungeon, wo wir hin müssen. Das ist sehr bequem. Neben mir haben wir da direkt daneben einen Teleportstall. Jetzt gehen wir mal da rein und machen wir mal ein bisschen Zerpimmelung. Der Steambrick schreibt, Alter, ich scheiß mich an. Ich hab's jetzt die letzten Tage auch unendlich viel gespielt für meine Verhältnisse, aber trotzdem bin ich erst Level 33 und hab nicht mehr als 700 Schaden, trotz Legs und Gems. Da kann ich dir jetzt leider auch nicht recht für helfen. Manche Leute sprechen halt anders. Es gibt auch Leute, die haben schon Level 80 aufwärts, da bin ich mir sicher. So, es ist ja schon seit 4 Tagen heraus, so indirekt heraus. Mich wundert es, dass noch keiner Level 100 ist. So, dieser Scheißkristall, der fährt uns jetzt da die ganze Zeit nach und macht immer wieder mal Schaden. Der ist ein bisschen nervig, aber nicht so nervig wie der geschissene Schatten. Werden wir schon hinkriegen. Was müssen wir da? Tötet alle Gegner im vermoderten Zuchthaus. Da steht zusammenziehen. Da, scheiße, Viecher schmelzen einfach. Wir haben richtig stark. Also ich glaube wirklich, ich habe gestern auch mal ein bisschen nach Guides gesucht und habe mal so nachgeschaut, ob es meine Spielweise so irgendwo gibt. Und habe dann festgestellt, nö. Also ich habe keine Ahnung, ob ich vielleicht meinen Guide mal veröffentlichen soll, wie man das Spiel spielen kann, weil der wirklich extrem gut funktioniert, habe ich das Gefühl. Vielleicht, wenn wir jetzt nicht in jedem zweiten Scheiß direkt drin stehen bleiben, dann funktioniert das sogar noch besser. Aus dem Kristallding sollte man vielleicht rausgehen. Was ist da oder los? Wer ist denn das wieder? Da, Viecher, Fass. Jawohl. Also, und wir glauben die Storner wieder auf. Storner können wir brauchen. Razy, Birger, weißt du oder deine Spezi, was die höchste Gegenstandsstufe auf Albtraum ist, die ich droppen kann? Gestern hast du im 100er gekriegt, aber irgendwo muss ein Limit geben, damit es auf Qual weitergeht. Das darf ich dir jetzt auch gerne in Ruhe sagen. Es gibt irgendwo ein Skill, aber ich kann nicht stehen bleiben, weil mich sonst der Kristall killt. Razy, merci für deinen Euro. Bitte nach dem Dungeon im Chat Bescheid geben, dass ich euch das schnell zeige. Da gibt es eine Liste. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du meinst das Item-Level, oder? So, können wir jetzt da mal... Ich weiß es auch nicht. Jetzt machen wir mal schnell den Dungeon. Ja, meine Flieger hauen wieder irgendwo umeinander. Der Kristall killt uns. Komm jetzt! Ja, natürlich portst du da aus, du Drecksau. Wir kurz noch Shit-Button eingeschissen. So, haben schon tot. Ring, Trüber, Kristall. Ja, wir können da jetzt gerade nicht stehen bleiben, weil ihr seht ja, dieser Kristall verfolgt uns da und der trifft uns zweimal, dann sind wir tot, wenn wir nichts tun. Das machen wir jetzt aber folgendermaßen. Das machen wir so, dann machen wir so. So mit denen zusammenziehen, Golem drischt rein. Wo ist der Golem? Wir buffen unsere Mobs. Und dann gibt es ein Schlachtfeld. Den Kristall kann man übrigens nicht töten, war ja einfach. Das sind jetzt eine von den Negativ-Dingen, die auf so Albtraum-Dungeons drauf sein können. Da werden wir heute Nachmittag einmal gezielt rausfinden, wie weit das wir kommen. Oh, der Shit-Button muss einmal schnell. Was mir sehr positiv auffällt, unsere Skelly Boys halten ziemlich viel aus, also die scheinen nicht viel Schaden zu bekommen. Was haben wir da? Okay, passt schon. Was hinten ist was gespawnt oder was? Skelly Boys, Fass. Besser Schaden, also Bockfurzen. Leute, jetzt hagelt's aber Schaden. Ja, also ungelogen. Ich hab mein Bild so nicht wirklich irgendwo in Form eines Guides gesehen. Er spült sich aber super cremig. Never touch a running system. Wir halten ziemlich viel aus, wir haben ziemlich viel Damage. Das ist alles, um was es geht. Und vor allem, er spielt sich cool. Das kommt auch noch dazu. Wir haben eine gute Clear Speed. Was mir vielleicht noch ein bisschen abgeht, ist Run Speed. Wir haben momentan auf unseren Stufen fast schon ein bisschen stark. Also ganz ehrlich, es ist extrem selten, dass ich stirb. Wenn dann nur durch so Explodieridioten. Da kannst du aber nichts machen dagegen. Musst jetzt schauen und aussehen. Oh, Verbindungsbug, das ist der Gute.
Der Verbindungsbuff, den können wir brauchen. So, da ist der. Was ist da? Sehr schön. Töte die Viechers. So, haben wir es schon. Oder irgendwas zum Zusammenklauen? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Mal kurz die Zwischenansage für alle, die gerade einschalten. Liebe Freunde der Sonne, meine Stimme ist weg. Das ist der letzte Stream fürs Erste. Wir müssen leider den Marathon abbrechen. Wir haben einen Paragon-Punkt gekriegt, ich hab's schon gesehen. Ich warte da aber ein bisschen, weil die einzelnen Punkte bringen es jetzt auch nicht so fett. Aber wenn du mal 2, 3 hast, dann wird es schon langsam. So. Haben wir mir immer noch den Kristall am Sack? Ja, tatsächlich. Der fährt uns da schön brav hinten nachher auf der Minimap, sagt man. Da, was haben wir da? Ja, der Ding-Event, wie immer. Alles jetzt zusammenziehen. Aus dem Kristall raus. Der macht doch da jetzt mal 50% Damage. Möppis buffen. Ja, natürlich haben wir wieder irgendeine Blindscheiße da. Aus dem Kristall. Passt schon. Und ab zum Boss. Wenn man. Nein, tötet die siechenden Leichen. Wo waren da siechende Leichen? Wieder ein neuer Kristall. Sehr schön. Haben wir da. Oh shit, Button eingeschissen. I'm not ready. Ja, dann werden die Flecken am Bonfire schon. Schon ein wenig viel, gell? Da brauchst du halt nicht mehr drin stehen bleiben dann. I'm not ready yet. Der Basting. Stirb, Birger, stirb! Ich stirb nicht, Basting. Hätte mir Maul halten sollen, glaube ich. I'm not ready yet. Hätte mir Maul halten sollen. Außer aus dem Kristallsieb. Außer aus dem Kristallsieb. Da hinten haben wir noch eine Sicht, da haben wir eine siechende Leiche, die müssen wir killen. Und so, warten wir bis er gestanden ist und dann prügelt man rein ins Viech. Scheiß Kristall kann uns dank oh shit, oh. Nicht mehr umlaufen. Oh, der explodiert, weggehen. Okay. I need more So, time. wir brauchen noch 2 noch, dann ist der Dungeon abgeschlossen. Haben wir noch eine siechende Leiche. Los geht's, da gehst her. Da haben wir noch Shit-Button, was hat mir da jetzt gestunt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, 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 oh. I'm not ready. Warum kommen denn da keine Leichen raus? Kann man das etwas sagen? Jetzt werden meine Skelette wieder da hinten. Sind schon, wir nehmen nur noch heilige Sachen mit und Storner glauben wir ab jetzt. Auch wieder zusammen. Weiter geht's. Wo sind Gegner? Da sind Gegner. Dann haben wir unser Standard-Kombi eingeschissen, dann stirbt alles am Pfleg. Und gleich nochmal. Oh, jetzt reißt es 3. Das kann sehr unvorteilhaft enden. Oh, das ist auch ein bisschen eng. Machen wir noch Shit-Button, damit nichts passiert. Dann buffen wir unsere 4, damit sie die ein bisschen heilen. Jetzt Ruhe ist da. Alles. Toll. Haben wir eine Glyphe, die können wir auch noch alle brauchen. Das Glyphensystem ist eigentlich auch ganz geil. Fügt sich ganz gut ein in die typischen Tätigkeiten, dass alles so einen Sinn ergibt, wenn man so will. I'm not ready yet. So, reinhauen. Reinhauen. Warte, meine Vieh. Haben sie irgendwas? I'm not ready yet. Hat es einen Patch gegeben? Mir kommt es vor, als hätten wir nicht so viele Leichen zur Verfügung wie gestern. So. Und, sehr schön, Dungeon ist abgeschlossen. Jetzt haben wir da noch schnell eine kistige Kiste, da ist natürlich nichts drin. Und wir haben was gekriegt. Was haben wir gekriegt? Wir haben einmal eine Hose gekriegt.
Eine heilige Legendary Hose. Schauen wir mal, da haben wir Shift zum Vergleich. Dornen, okay, Rüstung, okay, 4 Sekunden lang 14% Schaden nach Töten eines Elite-Gegners, das ist scheiße, aber plus 2 Ränge auf Leichenexplosion und 2 Sockel. Und langsam aber sicher werden die beiden Sockel tatsächlich relevant. Und sogar, wir haben da sogar denselben Trade drauf, bloß mit 3,5 Sekunden. Aber die ist mir zu schlecht gerollt, sag ich dir, was ist. Max Life, da fein einfach die 22,6% maximales Leben für die Diener. Es ist vielleicht ein Scheiß-Affix laut sämtlichen Guides irgendwo. Habe ich jetzt nirgendwo gelesen, aber ich vermute es, weil irgendwie glaube ich, weiß ich nicht, ist das wahrscheinlich falsch, da gibt es bessere. Aber unsere Viecher sterben einfach nicht. Ich habe jetzt kein einziges Mal Skelette nachcasten müssen. Und ein gestungenen Zauberstab, der ist absoluter Schrott. Passt. Und jetzt halt am Schluss, das ist wie bei den Grifts in Diablo 3, kannst du da hergehen und kannst deine Glyphen upgraden. Du kriegst halt je nachdem, wie hoch die Stufe von dem Albtraum-Dungeon ist, kriegst du XP am Schluss, die du in den Store stecken kannst. Du siehst, welcher das gesockelt ist, seht ihr jetzt nicht hin, das ist der da. Ich habe jetzt einfach einmal, ich weiß noch nicht einmal, welche Glyphen das gibt, aber mein erstes Paragon-Board wird auf alle Fälle in Richtung Diener, also skillen wir mal die typischen Diener-Glyphen. Da habe ich jetzt bis jetzt nur die Magier-Glyphe, für je 5 in Reichweite erworbene Intelligenzpunkte verursachen Skelettmagier plus 3,2% Schaden. Skelettmann, wenn du dann Bonus erfüllst, halten Skelettmagier 25% mehr aus, also haben hier einen Widerstand gegen alle Schadensarten. Kann nicht schlecht sein, einfach mal eine skillen, jetzt ist er Stufe 3, jetzt machen wir 3,7% mehr Schaden, dann merkst du schon, das ist so ein permanenter, ja, wird halt immer stärker, Scheißdreck. So, und dann mache ich so, geh außer, mach sofort den nächsten Albtraum-Dungeon und ja. Was ist nach Level 100? Nix mehr. Dann gibt's nur noch die fettesten Items farmen, die es gibt und ein Bild zum Dingsen. Aber ich glaube, es gibt auf World Tier 4 gibt's dann wahrscheinlich einen Endboss oder so, und wenn du den geschafft hast, hast du es im Prinzip durchgespielt. Was auch vollkommen ausreichend ist mal, by the way. So, jetzt schauen wir mal, ob wir irgendeine brauchbare Waffen gekriegt haben. Nö, minus 2. Nö. Der Ring. Oh ja, der kann gut sein. Schaden gegen entfernte Gegner, Schaden gegen Gegner, die von Schattenschaden über Zeit betroffen sind. Plus 8 Essenz, hilft uns leider alles gar nichts. Können wir alles nicht brauchen. Wir verteilen unseren Paragon-Punkt. Wir haben einen. Wir gehen so schnell wie möglich in Richtung von legendärer Knoten-Kultanführer und skillen wir einfach da die schlausten Punkte Vierer. Und das ist in unserem Fall, genau, Int, Geschick, Int, Stärke passt mir gar nicht, weil Stärke gar nichts gibt. Geschick, Wille, Int und dann in den letzten. Wie viel brauchen wir da noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, wir brauchen 2,5 Level, dann kommen wir zu dem Legendary-Button und dann machen unsere Viecher 45% mehr Schaden. Und das ist ordentlich. Und das ziehen wir jetzt durch. So, reingeskillt. Verbrauchsgegenstände, sortieren. Wir machen gleich den nächsten. Treibender Schatten, Dreck. Vulkanisch, Monster, Verbrennungsschaden, Kampf gestellt. Was ist das? Eine Stufe 3. Der ist Stufe 4. Wir machen Stufe 4 mit dem treibenden Schatten drauf geschissen. Aufgemacht, annehmen. Irgendwo geht der Dungeon auf. Okay, da waren wir noch nicht. Gleichzeitig decken wir Gebiete auf. Wir porten uns daher und los geht's. Ab Level 15 erweitert sich auch der Radius der Glyphen. Hast nicht Kassen, es wird endlos vom Leveln her? Weiß ich nicht. Ich glaube, bei Level 100 ist Schluss. Dann kriegst du keine Paragon-Punkte mehr. Weiß ich nicht. Aber du spielst doch Totenbeschwörer und nicht Magier, oder ist das da wurscht? Das ist wurscht. Das bufft ja nicht mich, sondern meine Skelettmagier, die ich dabei habe. Falls es jetzt nicht, ich hoffe, ich habe es verständlich genug ausgedrückt. Ich habe ja Minions dabei, also Skelettkrieger und Skelettmagier, und diese Glyphe bufft die Skelettmagier, die machen dann einfach mehr Schaden. Cool war natürlich, mittlerweile casten unsere Skelettmagier ja so Blizzards, ob die auch von dem Schaden betroffen sind, aber normalerweise schon. Da habe ich übrigens gestern einen krassen Dings gefunden, mit 1400 Blizzard-Schaden, anstatt 700, also einfach doppelt so viel. So, jetzt gehen wir mal da oben. Da ist drauf geschissen. Wir rosten in unseren Albtraum-Dungeon hinein. Und da hocken wir uns rein. Und los geht's. Minions in Diablo. Ja. Diener halt. Oh! Razy.
Jetzt pass auf, hoffentlich kommt der Schatten nicht. Schauen wir mal, ob der Schatten da daherkommt. Bevor wir anfangen. Der Razy hat noch eine Frage gehabt. Nochmal, Birger, weißt du oder deine Spätzchen, was die höchste Gegenstandsstufe auf Albtraum ist? Die droppen gehabt. Gestern an Sim 100er gekriegt, aber irgendwo muss es ein Limit geben, damit es auf Qual weitergeht. Ich weiß nicht, was du mit Qual meinst. Die erste Stufen bis 50 ist einfach nix. Die zweite Stufen ist von Level 50 bis 70, die ist heilig auf Deutsch und ich glaube sacred auf Englisch. Deswegen heißen die Items ab Level 50 auch heilige Sense oder sonst irgendein Scheiß. Und die nächste Stufen ist ab Level 70, da heißen diese Gegenstände dann Ahnen. Weiß der Teufel, was das auf Englisch heißt. Ich weiß nicht. Ancestor irgendwas. Was mir obacht. Bei mir hat im Discord nämlich der Maxi was geschrieben. Jetzt pass auf. Der good old Max hat mir da was geschickt. Breakpoints give huge stat level ups. Breakpoint Tier 1. Item Power Range 1 bis 49. Item Power is certain tiers of breakpoints which are invisible to the player. Upgrading an item past a certain breakpoint will bring all stats and skills up. Nein, das ist was anderes. Dann weiß ich es nicht. Dann weiß ich es nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Jetzt erinnert es mich nochmal dran. Es gibt 4 verschiedene Stufen von Albtraum-Keys. Jetzt in der Level-Range zwischen 50 und 70. Ich glaube 4 Stück. Macht nur Sinn, dass das alle 5 Level ist. Heißt, Albtraum-Key Stufe 1 bis 5, Schmarre, wart. 1 bis 5 ist Spielerstufe 50 bis 55. Und in der Range können halt Item-Level droppen, wahrscheinlich so um die 700 rum. Das ist jetzt eine Level 55er Waffen, die hat 700 Item-Level. Aber ich kenne die Staffelung natürlich nicht. Aber ganz ehrlich, ganz banal, je her, desto gut. Habe ich das Gefühl. Nehmt den makellosen Schlüssel von irgendeinem Affenarsch. Ach Gott. Hätte man den scheiß Schatten-Key mal nicht gemacht, der geht mir jetzt schon auf den Sack. Ja. Da zerbröselt alles bloß. Achtung, der explodiert, glaube ich. Ja. Gerade noch schnell einen Oh-Shit-Button drückt. Aber wir kommen richtig gut mit. Weißt du, wenn der Schatten wenigstens 10 Sekunden eine Ruhe geben darf? Tut er aber halt nicht. Du bist alle... Was willst du denn überhaupt tun? Nehmt den makellosen Schlüssel. Ach, die scheiß Waves da interessieren mich einen Scheißdreck. Verpisst euch. Aber Schaden macht der schon auch ganz schön. Ja, da brauchen wir mal nicht schmerzen. Ja? Kommt der Schattensepp wieder. Und wenn er wenigstens, der trifft die halt auch immer. Blizzard, das ist echt unangenehm. Meine Viecher bleiben 10 Sekunden lang da hinter dem Schatten stehen. Weiß irgendjemand, ab welcher Stufen das die nächsten Storner gibt? Ab wann sie das einmal... Oh, das ging schnell mit dem makellosen Schlüssel. Qual ist erst auf Weltrang 4, oder? Ich glaube, das Wort... Ich weiß nicht, ob es das Wort Qual überhaupt gibt. Gibt es das Wort Qual im Zusammenhang? Nein. We have a bingo! Aber es ist leider nicht. Er ist leider nicht Holy, der Fokus. Das war nur ein Legendary, nativer Holy Fokus. Der war Legendary natürlich. Der war stark. Der wäre sehr stark. So, was haben wir jetzt da? Und selbst da sterben unsere Diener nicht. Ja, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Tun Sie sich nicht die Unter. Was das schwer? Jetzt stehen jetzt alle in dem scheiß Schatten drin und wichsen sie an, oder was?
Servus Birger, wenn dir hau ich mir's jetzt da kauft, das Depper die Spül und hat mir 3 Tage Urlaub genommen. Grüße aus dem verrenkten Linz und natürlich wird Necro gezockt. Ich wünsche viel Spaß. Habe jetzt eher weniger schlechtes Gewissen, sag ich dir, was es ist. Tötet die Blasphemiker! Eigentlich sollte man die Blasphemiker eigentlich huldigen, wenn es mir kommst. I need more time. Wo sind Blasphemiker? Wo? Nein. Scheiß behinderter Schatten, du kannst an mir mit dem Arsch lecken. Was mir auch aufgefallen ist, der Splash vom Eisengolem macht für ganz schön viel Schaden. Jetzt pass mir auf. Jetzt schicke ich da in den Haufen schicke ich nur mal einen Golem rein, zum Zuhauen. Okay, die sind gestellt, da fällt nicht so auf. Ist egal, auf alle Fälle, es steht in die Patch Notes drin, den Angriff haben sie um 175% passt. Heißt, Golem Damage ist durchaus reliable. So, was haben wir da? Einfach mal da stehen bleiben und reinpimmeln. Einfach mal reinpimmeln. Ich kenne mich keinen Stecker nicht aus. Ich sag das, was ist. Ich sag bloß Stuff. Ich sag bloß Lebensleisten, die dezimiert werden müssen. Ich bin eingesperrt. Hallo, darf ich irgendwas da, bitte? Danke. So, haben wir es jetzt, ja. War da kein Blasphemiker dabei? Ja, herzlichen Glückwunsch. I need more time. Haben wir da, tödlicher Schrein. Schauen wir mal, was kommt der tödliche Schrein. Schäbraft Storndal mitnehmen. I'm not ready yet. Wir haben noch keinen einzigen Blasphemiker gefunden. Wo sind denn die? Like a boom boom boom. Everybody say eyo. Eyo. Machen wir noch einen Shit-Button, damit nichts passiert. Wo haben meine Viecher schon wieder benannt? Ah ja, die stehen in dem Schatten. Was war das? War das der Schatten? Wichser den. Mikey Boy, wann abbrechen? Momentan kann ich noch schmatzen, aber ich... Gut, kommt vielleicht nochmal die Ansage, es schalten ja immer wieder Leute ein und aus. Das tut mir unfassbar leid. Wer eine etwas detailliertere Aussage dann haben will, schreibe ich euch dann ins Discord, warum wir abbrechen müssen. Ich meine, man hört es vielleicht an meiner Stimme. Jedes einzelne Wort ist Qual 16. Nur Programmer wissen, was ich meine. Ich hoffe, da ist mir niemand böse, aber ich würde gerne in meinen Urlaub fahren und nur reden können. Das war voll super. Wir haben jetzt 30 Stunden hineingestreamt. Meine Hochachtung an alle Fulltime-Streamer. Ich hab's für mich rausgefunden, das ist nichts für mich. Das, der bock ich nicht. So, ja, wie viel Elite wollen Sie denn bitte auf einen Haufen? Ja, das war eine scheiß Frage der Zeit, dass wir in so einem Batzen drin sterben. Dreck. Nochmal. Wie weit haben wir jetzt da gestorben? Da unten, das ist nicht der Teufel. Ja, jetzt brauchen wir aber irgendwie unseren Escape. Ah ja. Gut, dass die Leichen liegen bleiben. Jetzt kommt noch eine Elite dazu, Mann. Und das Ding unter 4. Ja, Kim, Alter! Es war halt so toll, wenn meine Skelette von selber mal was dort hatten und nicht einfach bloß behindert um anstehen. Das war einmal eine richtig geschmeidige Sache, aber nein. Ganz ehrlich, die Minion-KI, die kann nur hausig besser sein. Das ist ein Kritikpunkt. Den, glaube ich, darf man sich erlauben. Haben wir mir alle Skelette? Nein, haben wir nicht. Nö, haben wir nicht. Aber jetzt haben wir alle draufhauen. Dankeschön. So.
Oberflächen bleiben wir natürlich nicht stehen. Singen sollten wir es natürlich schon. Der Riese Mike schreibt, die Erfahrung ist alles. Was? Ja, schon, das stimmt, keiner ist der Beste. Das ist schön, wenn das Leute schreiben. Ganz ehrlich, mir tut es ja auch leid. Ich mag nicht irgendwann als der Trottel bekannt sein, der irgendeinen Scheiß kündigt und dann macht das nicht. Aber ja, ich meine, ihr Herz ist ja vielleicht selber. So, wir müssen noch einen Blasphemiker töten, der wird wahrscheinlich dann da oben sein, ja. Zwei, das weggeholt worden, sonst. Aber es geht halt einfach nicht. Erstens, ihr Herz ist, zweitens, ich merke es halt auch, es ist wirklich anstrengend zum Schmatzen. Es geht schon noch, aber ich weiß nicht, was passiert, wenn wir jetzt heute wieder Nachmittag 5-6 Stunden streamen und auf die Nacht wieder 3-4-5 Stunden streamen. Dann ist es gut. Dann ist es vorbei. Dann wird es richtig ekelhaft und da habe ich keinen Bock drauf. Das ist halt einfach ein Witz. So, Blasphemiker Sepp, wo? Wo ist der Blasphemiker Sepp? Da geht's mir jetzt aber dann ins Maul. Wir laufen meine Viecher hin. Die haben viele Viecher. Dann machen wir es so. Ich habe irgendwie das Gefühl, die spawnen nicht mehr so viele Leichen. Höhlenhauer, nehmen wir mit. So, und jetzt kommt noch ein Boss am Schluss, glaube ich. Dann wird es ein stiller Urlaub für die Bierge. Ja, kann natürlich auch vom Vorteil sein. Habt ihr doch schon mal gesagt, deine Skelettkrieger haben im Schädel kein Hirn drin, deswegen sind sie halt so dumm. Ja, das stimmt schon. Der Grabesfürst, was kannst du? Du kannst nicht viel, das weiß ich. Weil der eine Schatten noch nicht gelangt. Macht der andere auch noch einen. Ah, jetzt halt. Macht's einmal ein paar Leichen, Kinder. Meine Kinder, macht mal ein paar Leichen. Ah, Menschen. Man kriegt auch fast immer ein Legendary da raus. Müsste jetzt da nicht eigentlich so eine Kuppel um unsere... Ja, das wollte ich aber jetzt auch hoffen, weil sonst killt uns jetzt langsam der Dings da. Haben wir wieder einen Paragon-Punkt, wo der wir den eine, den der wir in Int Geschick... Den der wir in Int eine, warum nicht? Wir nähern uns langsam. Und dann haben wir das Ding da gekriegt. Was haben wir da gekriegt? Der ist nicht heilig. Das Verbrauchen einer Leiche erhöht den Schaden eurer nächsten Kernfähigkeit um 5% bis maximal 25%. Es war ja damit toll, das Verbrauchen einer Leiche, dass das was anderes bufft, nämlich zum Beispiel den Verbrauch von Leichen. Das Ding haben wir noch gekriegt. Was haben wir da? Legendärer Fokus. Er ist nicht besser. Die zentrale passive Fertigkeit, knöcherne Essenz, erhöht euren kritischen Trefferschaden eurer Knochenfertigkeiten. Ja, haben wir nicht. Das glaube ich haben wir auch noch nicht, das Legendary. Das müssen wir uns einmal behalten. Und das glaube ich haben wir auch noch nicht. Und das können wir generell brauchen. Die kommen alle in die Kiste, die werden da rein verstaut und gut ist. Wir leveln einfach stumpf mal unseren Skelettmagier. Oder wir haben glaube ich auch ein Golem. Was ist ein bisschen? Nicht physischen Schaden. Nein, wir haben glaube ich auch eine Golem-Glyphe gefunden. Da können wir auch ein paar XP ein, was deren die. 5 in Reichweite Wille. Macht der Golem 4% mehr Schaden. Also wenn du da 20 Willenskraft im Umkreis hast, dann macht er halt... Das Hirn stehen bleiben. 16% mehr Schaden und der Golem kriegt 25% mehr maximales Leben. Er stirbt echt extrem selten, aber ja. Glühwe aufwerten. Hau einfach einmal eine, ist wurscht, bis wir mir die zweite Glühwe einstecken können. Da rinnen sowieso noch viel Wasser, dieser alle. Ja, dann gehen wir raus. Und machen wir den nächsten. Ich sag das, was ist. Sollen wir mal einen 10er probieren? Sollen wir mal den 10er Dungeon probieren? Den ich mal gecraftheiset hab. Dann porten wir uns einmal schnell zurück, machen wir einen Stash sauber und... Der Mr. L sagt, Mr. Bierer, warum hast du eigentlich Elden Ring nicht durchgespielt, wenn es eines der besten Open Worlds für dich ist? Weil ich mich innerhalb von 150 Stunden einfach abgespielt habe und dann keinen Bock mehr gehabt habe, mich nochmal 10 Stunden mit einem gewissen Boss auseinanderzusetzen, bis ich ihn schaffe. Ganz einfach. So, wo gehen wir hin? Da gehen wir hin.
Mit Erfahrung meine ich, dass du jetzt weißt, dass du einfach nicht mehr so viel auf einmal streamen kannst. Wir sind dir nicht best, deswegen, wenn du einfach sagst, dass du vorher abbrichst. Ja, schön. Das wollte ich hören. Ja, meine Krise, Dankeschön. Ich hab's ja auch nicht gewusst, um Gottes Willen. Wir haben es auch noch nie gemacht, woher soll ich es wissen? So, die normaler geben werden sofort disst. Nicht Holy Items brauchen wir gar nicht mehr anschauen. Dreck, Dreck, Dreck. Schon mit dem Schattenschaden über Zeit, maximale Essenz, Dreck, Schild, Dreck. Heilung durch Blutkugeln, Schadenfügung der Basis, Dreck. 2 Hansas, Dreck, Schild, Dreck. 3% eurer Dornen, kritischer Trefferschaden, Knopf, Dreck. 2 Hansense, Dreck. No. Kann mir jetzt nochmal, da ist der MRC da, der hat vorher mal ein Battle gepostet mit der nächsten Stufe von Storner. Wann kämen denn die? Ab 60? Geht sich das hin? Das können wir brauchen. Ja. Und das sind allgemeine Legendaries, brauchen wir nicht. Zersetzen einer Leiche, Maximum an Skelettkrieger. Das haben wir jetzt schon wirklich 5-mal. Verleihen Basiswert, Schadensreduktion, können wir brauchen. Und da, der ist krass. 1300 Damage machen unsere Blizzards. Und wir haben. Mal kurz schauen. Wo ist denn das drauf? Auf dem Kopf, glaube ich. Da. Und unsere Skelettmagier machen 700 Schaden mit den Blizzards. Und da machen es 1300, fast das Doppelte. Beschworenen. Jetzt muss ich kurz schnell schauen. Die Blutkugel scheint. Blutkugel brauchen wir nicht. Nicht für unseren Bild wie geplant. Solange Armee der Toten, wir halten eine Retina 73% Angriffsgeschwindigkeit. Die wir auch nicht brauchen, das ist essentiell für ein Minion-Bild. 1300. Jedes Mal, wenn einer Person Schaden zufügt, haben wir. Was ist das? Das ist der Blizzard. Das ist der Blizzard. Den Blizzard haben wir auch schon ein paar Mal öfter. Da, wir haben da sogar schon 2 mit dem Blizzard mit 700 und mit 200 Schaden. Das heißt, die 2 Dinger können wir einmal dissen, die brauchen wir nicht. Unsere Storner, die haben wir da einer. Sehr schön. Mit Weltstufe 4. Also dann wahrscheinlich ab Level. Bist du schon World Tier 4? Mr. MRC, was ist mit dir? Du hast irgendwas anderes da die letzten 4 Tage. Was ist mit dir? Ist dann einmal irgendwo gesehen, dass du 5000 AP hast? Bist du für Level? Schon über 70. Hast du aber sauber angezogen, muss ich sagen. Auch wenn der Marathon kürzer ist als gedacht, waren aber einige Tage mit guter Unterhaltung. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Das beruhigt mich jetzt, ich sag das jetzt auch, das beruhigt mich ungemein, dass da nicht einer schreibt so, was soll denn das? Gut, das sind meistens dann stille Zuschauer, mit Sicherheit wird das irgendjemand anfacken. Da bin ich mir sicher. Mir tut es trotzdem leid, ich kann es auch nicht ändern, ich bin auch bloß ein Mensch. Sowas haben wir noch nie da, sowas habe ich noch nie da, in diesem Ausmaß. Ja, was ich jetzt sage. Sortieren. Albtraum Stufe 10. Da bereitet man uns aber ein bisschen vor. Wir machen uns einen Trank mit Blitzschaden. Zombies und Geister, gefallene Fliegen, Elixier des Tierschlachtens, Ressourcenreichtum, Akrobatik des Angriffs, Kältewiderstand, Schmetterns. Gehen wir schnell mit zum Alchi und bauen unser Blitzwiderstand-Getränk. Das schaut überhaupt nicht. Weiß der Teufel, wie viel Damage das die Viecher da drin machen. Wir werden sehen. Vielleicht werden wir müssen wir auch mal irgendwann scheitern. So ist es nicht. Das, was wir jetzt gerade gemacht haben, war Stufe 4. Jetzt machen wir Stufe 10. Heiltrank machen wir so. Blitzwiderstand, oder was war es? Blitzwiderstand, gell? Monster Blitzschaden, jawohl. Gehen wir auf Blitzwiderstand und herstellen. Den Trank, den gondelt man uns eine. T11 zum nächsten Heißgetränk. Was? It is what it is, bis du immer sagst. Ja, ich hab's auch nicht besser gewusst. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Selbst wenn die Leute grantig sind, irgendwo haben sie auch recht. Ja, du Trottel, kündigst irgendeinen Scheiß und dann hältst du nicht, was soll die Scheiße, fick dich. Ja, müsst ihr die mein Maul halten. Müsste ich die Fresse halten, hilft nicht. So, jetzt macht den. Ihr habt noch keinen Zugang zu Schattenfall? Müssen wir mir den erst aufdecken oder was? Okay, jetzt müssen wir schnell auf Diablo Map schauen, wo Diablo 4 Map. Da muss ich jetzt schnell schauen, wo Schattenfall ist. Die 4 Builds, suchen wir da mal. Shadow. Wollen wir mal schauen. Ancient's Lament.
Arkans Guest, Shadowed Plunge. Ist es Shadowed Plunge? Kann das sein? Goa Ruins. Und das da oben Twisted Hollow. Mein, wenn das wieder alles auf Englisch ist da. Schattenfall. In Habsa. Habsa. Shadowed Plunge. Dann ist er das da unten. Okay, muss ich kurz abgleichen. Schauen wir mal schnell, das ist doch hier unten irgendwo. Verseuchtes Anwesen ist es nicht. Blindhöhlen ist auch nicht. Da hätten wir sogar noch ein paar blaue Quests. Da müssen wir sowieso, aber jetzt muss ich mal schnell schauen. Die Map ist halt auch so schwierig zum Außersehen. Shadowed Plunge. Aspect of Branching Volleys. Dann geht da so ein Ding rein und ich habe keine Ahnung, wo das sei. Da weiß kein Mensch, was das sei. Das ist die Hauptstadt. Das ist die Hauptstadt, da oben geht es da durch. Da ist der Waypoint. Und dann ist irgendwo da herunten. Ich glaube irgendwo da. Da oder da. T-11 ist gleich Zeit plus 11 Minuten. Ist es nicht T-? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich port mir jetzt einmal da oben, weil ich glaube, dass er da unten ist. Ein paar Gebiete aufdecken. Schaut sowieso überhaupt nicht. Und in dem Gebiet da unten markieren wir das einmal. Was wir nehmen da auch die Nebenquest mit. Das schaut auch gar nicht. Habe ich gestern auch ein paar gemacht, so Stützpunkte befreit. Und so Geschichten. Was wir die Viecher sein da. Ja, Praise. Wo ist der fette Mann? Schauen wir mal. Da von die Viecher weg. Ja, wo geht's denn da aussehen? Kruzifix. Halt, stopp. Ist wieder drin, was bei. Aber was müssen wir da wahrscheinlich wieder? Ist es wieder ein Dungeon oder was? In zweite Hallen haben wir noch nicht gemacht, gehen wir rein. Machen wir halt die zuerst. Ist ja eh scheiß wurscht. Ist ja eh scheiß wurscht, Leute. Servus Birger, jetzt schon im Voraus schönen Urlaub mal schauen, ob die mein Bruder am Flughafen kontrolliert. Sagst du ihm einen schönen Gruß, dann darf er dieses Jahr meine Hosen halten, wenn ich den Gürtel aber tun muss. Aber letztes Jahr habe ich lachen müssen. Und der meine Hosen halten müssen hat, der hat Gott sei Dank auch lachen müssen. So. Dann haben wir eine Quest-Steuerin, die machen wir natürlich schnell. Bla bla bla, laber keinen Scheiß, gehen wir nicht auf den Sack, müssen wir da irgendwelche Sachen anschauen. Was müssen wir da tun? Was muss ich da tun? Zerstört der Teppich. Findet die Quelle der Verderbnis in den versiegelten Gemächern. Der Teppich war's nicht. Da ist was blau. Gibt's wieder Schlägerei. Was haben wir da? Müssen wir irgendwas klicken? Nein. War das Nehmen sammelt. Ah ja. Jetzt brauchen wir noch ein Quest-Item. Richtig aus, das ist recht. Duplo schreibt, finde ich auch, dass du auf deine Gesundheit schauen solltest, waren geile Streams, hast mich sogar getriggert, bin überlegen, ob ich mir das Spiel zulegen werde. Gut, irgendwo muss man da als Streamer dann, glaube ich, auch fast stolz sein, weil dann habe ich es offensichtlich so gut präsentiert, wie es irgendwie geht, damit ich dich dazu bringe, dass du das kaufst. Ich habe natürlich da nichts davon, also ich mache das nicht irgendwie mit einer bösen Absicht, das mag ich immer dazu sagen. Was tue ich da eigentlich? Wir haben einen Elite-Gegner und mir triggert das nicht so, wenn wir das triggern sollen. Das ist mit dir schon wieder Vierer. Mach die Viecher jetzt weg. Oh, haben wir uns wieder vieren lassen. Scheiß Noob. Aber es freut mich sehr. Dankeschön. 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 Und sorry, ich kann nicht mehr. Ich bin alt, fett, heiser und grau. So. Aber Gott sei Dank nicht plattert. Was ist jetzt da wieder? Jetzt einmal den Schunterweg. Oh, der holt ein wenig was aus. Ah, Kinder, der holt ein wenig was aus. Was ist mit ihm?
Was ist mit ihm? Wo ist er jetzt I'm hin? not ready yet. Finden wir ihn. Gib ihm sauber. Sag mir, reißen meine Skelette weniger Leichen aus? Da kann das sein. Ich kann da nicht mehr explodieren drücken an Single Targets. Haben sie da was geändert? Oder habe ich vielleicht aus Versehen was umgestellt? Das kann natürlich auch sein. Muss ich sicher. Das fällt schon gescheit auf. An die Single Targets ist nimmer so viel Dings drin. Jetzt warte mal, da muss ich jetzt mal schnell nachschauen. Fertigkeiten bauen, Buch der Toten, Skelettkrieger, Schnitter. Schnitter verfügen über eine Chance von 15%, das Fleisch von den Knochen ihrer Gegner zu schälen, wodurch eine Leiche entsteht. Waren das nicht vorher sogar nur 10%? Kommt mir vielleicht bloß davor. Sammelt Elisars Wahl, was auch immer das ist. Bei mir sind es auch weniger Leichen seither. Gell, kommt mir so vor. Und das sage ich deswegen so bewusst. Ich habe nämlich gestern eine Kleinigkeit umgeskillt. Nämlich, ich habe da in meiner Basisfertigkeit, wo der erste Schlag alle 5 Sekunden eine Leiche hätte, habe ich da 4 Skillpunkte außer da, weil man mir mit unserer scheiß Sense machen keinen Schaden. Das ist bloß wirklich dafür da, dass eine Leiche außerfällt, die erste. Und hab dann da eine geskillt. Euer Schaden verfügt über eine Chance von bis zu 12% an der Position des Ziels, eine Leiche zu erschaffen. Das heißt, es müsste eigentlich doppelt so viele Leichen geben wie vorher. Es fühlt sich aber an, als droppen weniger. Und zwar ganz gewaltig. Naja, ist der neue Patch schon drauf? Es kämen ja immer wieder so kleine Patches. Das kommt da jetzt. Vielleicht ist es ein Fehler. Ich weiß es nicht. Da, für die eine Leiche ist wichtig. Und dann habe ich halt einfach in der Muscle Memory schon, dass ich da einfach viel früher schon draufdrücken habe können. Da, ich hab die jetzt. Ja, das geht schon noch, um Gottes Willen, das ist nicht kaputt genervt. Aber mir kommt es vor, als warten es weniger Leichen, die ganze Zeit schon. Was haben wir jetzt da oben noch für einen Spaten? Weg mit dem. Was ist denn überhaupt da? Wie heißt das Walsammeln? Das ist da herunter wahrscheinlich irgendwo. Da geht's noch weiter. Ah, da I haben wir's. need more time. Außer mit dem Mistviech, Kim. Da. Ich kann nicht mehr klicken. Das haben wir gestern nicht gehabt. Gut, die ganzen Leichen hängen aus irgendeinem Grund da hinten. Aber es geht schon. So ist es nicht. Da muss man kurz mal auf Shit-Button rein tun. Der generiert eine Leiche, haben wir ein bisschen Zeit und dann kann man wieder rechts klicken. I'm not ready yet. Warte mal kurz. Bin mir nicht sicher, ob da gerade eine Katze randaliert. Bin mir nicht sicher, ob da gerade eine Katze umeinander randaliert. Sucht nach dem Ursprung des Fluchs. Ah ja, da oben haben wir schon. Ich glaube, dass tatsächlich Bestandteil eines Patches war. So ähnliche Nerfs haben sie zumindest angekündigt. Ja, ich habe aber nichts gelesen. Noch nicht. Aber es ist immer nur 15%. Ich sag das, es ist 15% sind nun mal 15%. Wieso sollen das jetzt 15% halt weniger Leichen sein wie gestern? Das doesn't make a sense. Nur dazu müssen es eigentlich halt mehrer sein, weil ich extra nur einig Skill da war. Vielleicht müssen wir uns einfach bloß ein bisschen mehr Zeit lassen, bis wir anfangen mit der Leichenexplosion. Einfach, also, da geht's um Sekunden. Da stirbt auch keiner. Aber es unterbricht so ein bisschen den Spielfluss meines Bilds. Das merkt man schon. Dann machen wir uns mal. So, zack, zusammenziehen. Golem, Waffen, Leichenexplosion. Und dann fallen nur aus. Nein, nicht. Oh, nicht der explodiert, Depp. Ab. Ja, das war natürlich ärgerlich. Dieser kleine Nerv, dass da jetzt 20% weniger Leichen rausfallen, könnte dafür sorgen, dass der ganze Bild im Arsch ist. Das ist halt extrem ärgerlich. Was muss ich da? Ah, jetzt muss ich die verfluchten Schwerter da reinstecken. Aber die Ehre schaut aus wie ein Andrang auf der Wiesen, wenn das Italiener-Wochenende ist. Explodieren die auch in der Blutwolken. Babeni, die Puppi.
Good. The spirits will cling to their hatred. I am trusting you to defend me. So, was ist mit dir? Bring these paladins peace. Okay, seien wir uns ehrlich, der Boss schmutzt wie ein Stückerl Viech. Außer da kommt jetzt kommt noch sein großer Bruder, weiß ich nicht. War's das? Glaube ich schon. Was haben wir gekriegt? Eine Holy Waffen. Wow! Wow, danke! Wow, danke, Nebenquest für eine Questbelohnung, die für meine Klasse ist, die ich nicht benutzen kann. Gut, war was sowieso eine Scheißdreckswaffen gewesen, aber trotzdem. Lol. Was der mal? Aussupporten. Haben wir schon gesehen. Machen wir den 10 Ultra am Dungeon. Müssen wir erst mal hinfinden. Wo waren wir? Not while I'm in town. Achtung. Machen wir es so. Wo haben wir da einen haben wir müssen, gell? Ja, gehen wir mal da zu der Nebenquest hier. Ach, nicht vom Pferdl Oberstein, du Trottel. Jetzt. Gas. Brief aufheben. Was für ein Brief? Lord City, ich hab's einfach übersehen. Ich hab keinen Brief gesehen. Was für ein Brief, Alter. Ich mag nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Wann gibt's denn das Pferd direkt nach Akt 3? In der Hauptstadt. Wirst aber darauf hingewiesen, also da kriegst du eine extra Quest einfach so, musst nicht zu einem bestimmten Ort. Das kriegst du einfach so nicht. Was ist das jetzt? Bändigt die verängstigten Priester. Da hätte ich auch Angst, wenn er vor mir heute neben mir steht mit 15 Skelette. Hätte ich auch gesagt so, oh, my time has come. Was ist jetzt da? We have been tortured. Ja. They were friendly with one. Simon tried to convince. Was muss denn das sein? Nur mit denen schmatzen oder was? Simon should have been the other one. His name? Riesenstoßzähne. Elias. Betretet Maugers Werk. Elias. Okay. Wie weit haben wir denn da mit die World Quest? Ja gut, da kriegen wir noch Trankkapazität. Also nur mal kurz, gehst dann in Gebiet 2. Habe ich mir den Skillpunkt geholt. In Gebiet 1 haben wir sogar schon im 4. Und das darf ich jetzt gerne mit den anderen Gebieten auch so dahin. Das werden wir mir im Stream nicht mehr zum Sehen kriegen, aber so mein Plan, falls irgendjemand interessiert, was so die nächsten Schritte sind. Moment, machen wir noch schnell so. Ja, die nehmen wir natürlich mit. Ab jetzt nehmen wir Steine natürlich wieder mit. Jetzt schauen wir mal, ob wir den Dungeon finden. Es ist allerdings interessant, dass... I need time to do that. Wie soll ich sagen, ich nicht in den Dungeon reingekommen, weil er nicht aufdeckt ist. Ich habe schon ein paar Albtraum-Dungeons gemacht, wo ich das Gebiet dazu noch nicht aufdeckt habe. Bin ich die Riesenstoßzähne markierte Zufall. Nein, das wollte ich nicht! Meine Güte, verklickt. Ja, irgendwo da, glaube ich, ist er. Da hätten wir sogar auch noch einen, der von Bam ist und was bringt. Passt schon. Da durch. Vielleicht ist da auch irgendwo ein Waypoint herunter, den ich noch nicht habe. Oder vielleicht braucht man den. Oh, da ist ein Stützpunkt. Ah, deswegen komme ich noch nicht rein wahrscheinlich. Ja, wir kommen nicht. Was ist da? Mal die Tür auf jetzt, du Arschloch! I need more time. Genau, wo hinten die jetzt da von mir? Komm ich da irgendwie rein? Giftblockersteh ist meistens schlecht. Ja, dann machen wir jetzt schnell den Stützpunkt, wenn wir ihn freischalten müssen. Was müssen wir da? Findet und zerstört die Schlangenaugen. Wenn die irgendwie anzeigt. Weiß ich nicht. Ja, lassen wir die Viecher erledigen, die gar nicht einmal Teufel da, die kennen überhaupt nichts. Machen wir sie so. Das schaut doch nach Schlangenauge aus. Das schaut doch ordentlich nach Schlangenauge aus, hä? Da liegen keine Leichen mehr an die Gegner. Ja gut. War das ein Schlangenauge? Nein, war's nicht. Muss ich irgendwas anklicken?
Und das Schlangenaugen. Und das Schlangenaugen, die da einer. Must be here for a reason. I should see if there are more like it. Die werden nicht angezeigt. Okay. So. Kommen wir nicht durch. Kommen wir auch nicht durch. Da ist nix. Ich reite jetzt da gemütlich durch, weil es mir wurscht, da haben einen Haufen Viecher, die kann können wir mal schnell ein kurzes Massaker anrichten. I need more time. Schlangenauge, wo? Schlangenauge da drin? Ja, da drin ist eins tatsächlich. Was ist denn da draußen wieder? Wie kommt so eine Zeit da? Ich brauche einen Schaden da herin bei den Fetten und nicht da draußen bei den komischen Schlangen greift, weil die keine Sau interessiert. Hier willst du, Kasper. Jetzt watsch. Irgendwas schäbert da umeinander wie Sau, keine Ahnung. Und da noch irgend so ein Trottel drin. Wo sind schon? Da bist der Extremmann beschäftigt sich gerade damit, was für ein. Da war noch eins. Irgendwie muss man doch da hinten, da kommt man nicht hindrehen. Vielleicht ist da herunten noch eins. Jetzt, warum wird es nicht auf der Minimap angezeigt? Blöse, ich mag da jetzt nicht 15 Mal durch das Gebiet durchlaufen. Hat irgendwann das Ding noch gesehen? Da herunten ist es nicht. Da unten geht's aussehen. Ein kleiner Schlangenthron-Dings brauchen wir noch. Da haben wir eine kistige Kiste, die nehmen wir schon mit. Der Einfachbrunn hat es irgendwo gesehen. Wo hat er es denn noch gerade gesehen? Hat da irgendwie eine? Nö. Nö. Da oben auf in die Hütten. Da waren wir schon drin, oder? Ja, natürlich waren wir da schon drin. Da habe ich noch nicht gewusst, wie es ausschaut. Jetzt geht die Tür da wahrscheinlich auf, dann gibt es wahrscheinlich wieder irgendeinen Boss zum Ja, mach ein bisschen schneller da, wie lange brauchen wir jetzt da zum Tür aufsperren? Achso, ich muss währenddessen Viecher zerpümmeln, das ist okay. Mehr Viecher zerpümmeln, mehr XP. Sag ich nicht, nein. Bevor wir uns vieren lassen. Oh, schon. Oh, jetzt können wir fett. Oh, da ist die Größe. Schieb auf Stern gehen. Schieb auf Stern gehen. Nicht vieren lassen. Nein. Erkunde Tempelruinen. Boah, leck. Da steht der Bär. Haben wir schon noch genug Leichen? I'm not ready yet. Sagen wir uns ehrlich, haben wir schon noch genug Leichen. Ist da oben besser?
Du hast mich einfach gebissen jetzt. Arschloch. Da gehen wir. Welche Monitore hast du, Birger? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ich habe irgendeinen LG, der ist aber schon 5 Jahre alt. Den habe ich mir damals mit meinem damaligen alten PC gekauft. Das ist ein WQHD-Monitor. Ich frage mich nicht. Ganz ehrlich. Er ist super. Super Monitor. Und übrigens, ich hab ja 3 Monitore. Ja, Alter. Da kannst du ein Stück rausbüssen. Brauchen wir nicht schmerzen. Mal kurz mal schnell aufpassen und den Boss schmelzen lassen. Was ist denn da hinten los? Holy Ring. Den kann man eventuell brauchen und eine Sense. Aktiviert den Schrein des Wanderers. Wo ist der Schrein des Wanderers? Müssen wir jetzt da wieder zurückgucken. Ich habe da noch 2 Monitore. Das sind 24 Zoll Curved Samsung Monitore, 60 Hertz, so billig. Ich glaube, die haben 120 Euro gekostet. Einer. Das sind die billigsten Monitore, die umeinander gehen, weil ich die zweiten Monitore nicht brauche für Auflösung. War da gerade ein Goblin? Da war doch gerade ein Goblin! Hab ich da gerade einen Goblin hinter mir auf der Minimap gesehen? Belohnungen verfügbar. Oh, schau hier. Hat gelangt. Bam, haben wir Tankkapazität mehr. Easy. So, haben wir jetzt da Schattenfall. Schau hier, deswegen haben wir nicht reingekommen. Interesting. Jetzt holen wir uns die 2 Nebenquests da. Nicht, dass wir da zufällig in dem Dungeon Schattenfall eine Nebenquest kriegen. Müssen wir nicht doppelt rein. Mal. Findet von Riesenschatten mit Zuflucht. Merci fürs Gezetten. Level Up haben wir auch gleich. Schauen wir mal. Als hätte es grohe. Jetzt müssen wir da rein. Haben wir Nebenquests zum Erledigen. Super, machen wir den Dings-Dungeon. Und dann ist das ein schöner Progress. So mag ich das. So mag ich das. Da stellen wir uns jetzt davor hin. Und dann habe ich eine lustige Nachricht. Weißt du, was richtig gut hilft? Wenn du heiser bist. Jetzt, da haben jetzt so schön Feuer vom Haufen. Da habe ich jetzt einspringen müssen. Es tut mir leid. I'm a simple man. I see more than 5 mobs. I have to... Ping, ping. I need more time. Oh, nix. Jetzt haben wir unseren Oh-Shit-Button. 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 Ich hätte gerne schnell das Level up, bevor wir reingingen, damit ich den Paragon-Punkt dabei habe. Schauen wir, ob da noch Viecher sind. Viech. Viech wo? Kein Viech, Boss Arena. Klosterfrau Melissengeist, richtig. Und vor allem ganz viel Rauchen. Die wir jetzt den Level up haben, immer noch nicht. Echt. Danke. I'm not ready yet. An da Viecher herum. Wenn nicht, können wir da schnell stehen bleiben. Und dann gehen wir schnell in die Rauche. Friends of the Sun. Lalalala. Wo sind wir? Wo sind wir? Das ist falsch. Aber das kann ich euch eigentlich auch mal nicht sagen. Das können wir zu mal, das können wir zu mal. Das kann ich euch aber eigentlich auch mal nicht sagen. Hat. Wieso sagst du da nichts? Jetzt. Das ist die Diablo-Map, die ich aufhab. Ich kann, es ist einfach die Vorbilds.gg/map. Ich kann das mal posten, wem das hilft. Mir hat es schon ein paar Mal geholfen. Da kannst du an der Seite, da kannst du nach Dingen suchen, ist zwar auf Englisch, aber hilft nicht. Und da ist alles markiert, was es gibt. Da kannst du dir alle Waypoints markieren lassen, alle Nebenquests, alle Lilith-Statuen. Wenn du die einloggst und registrierst, kannst du sogar markieren, was du schon hast und was nicht. Ich hab da ganz am Anfang immer gedacht, da fange ich oder mit. Ja, kannst vergessen, da kriegst du einen Vogel. Aber es zeigt halt zum Beispiel die Stützpunkte, die roten, die Waypoints und so weiter. Und ja, die sind schon nicht ganz unwichtig, glaube ich. Wir haben das da gerade freigeschaltet und was mir da das als erstes ins Auge springt, da ist ein Waypoint. Da muss ich jetzt kurz einmal schnell schauen, ob wir den schon auch haben. Ja, den haben wir jetzt da auch herunten. Das ist gut für uns. Ja. Bloß damit ihr Bescheid wisst. So. Wo ist übrigens #Map? Ich bin enttäuscht. So.
Selbes Spielchen wie immer. Ich gehe kurz 2 Minuten eine rauchen, holt euch was zum Trinken, geht's bieseln oder schaut euch dabei folgende Podcast-Folge an. Ich lasse jetzt einfach irgendwas laufen, ich vergiss nicht auf Play zum Drucken und bis gleich. 2 Kandidaten. Tschüss. Ich weiß nicht, ob es ging, ich glaube aber schon. Die haben sprichwörtlich, da war Wohlstorfer Volksfest, und die haben sprichwörtlich, glaube ich, einen Molotow in Seiselandenheim geworfen. Also das ist richtig krasser Scheißdreck. Also es ist jetzt kein Kindergeburtstag nicht und so, sondern richtig übler Scheißdreck. Damals war ich auf meinem Hip-Hop-Trip, Hosen unterm Arsch, hab ich bis heute noch, weil die Hosen blau, Kappe, was weiß ich. Und wir waren da alle. Und die 2 aber nicht. Deswegen haben wir das, ja, im Asylantenheim, haben wir mit den Asylanten ein sauberes Gegenfest aufgezogen. Ja. Kann ich dann auch verstehen, dass man dann einen Molotow einwirft, wenn ich da drin bin. Ja, das war nicht. Und auf alle Fälle waren wir halt alle. Und dann heim, irgendwann kommt ein Brief von der Polizei. Und zwar von der Kriminalpolizei. Oh. Mach ich das so auf, liest es so. Blablabla, Versuch der Brandstiftung. Was? Ich bin wirklich da. Was? Hey, ich hab das gar nicht versucht. Was hat das nicht hingehauen? Ich habe mal so einen Straßenschädel rausgerissen und bin damit davor gelaufen und der Polizistenmann ist mir nachgelaufen, aber ich habe quasi Leute nein, und dann habe ich eine Vorladung gekriegt. Kriminalpolizei, irgendwas, Landshut, was weiß ich. Da habe ich schon gedacht, Alter, was zur Hölle passiert denn jetzt? Dann bin ich halt da rumgegangen. Und dann haben die da drin gehabt, ein netter älterer Mann mit Schnauzer und so ein junger Polizist. Ich mag jetzt ganz bewusst nicht Bulle sein. Mit der Knarre da an der Seite, der wo halt dann da sitzt und hat mir das Ausfragen angefangen. Und so richtig schlecht. Richtig schlecht so. Er so richtig direkt und dann so, ich bin drin, Freunde der Sonne, um was geht's hier? Ich habe halt nicht gesagt, da war ich 17 oder so, und dann habe ich die Hosen geschissen. Um was geht's? Ja, du, Asylantenheim, bla, Brandstiftung. Molotow eingeworfen, ich gesagt, spinnt's ihr? Wie kommt's ihr da? Wo überhaupt? Und so, ja, zwecks Outfit, und dann haben da Leute befragt worden und dann ist einer Name gefallen. Outfit? Ja, zwecks die Hip-Hop-Szene, bla, irgendein Scheiß. Zwecks Outfit, und da ist einer Name gefallen. Da hab ich gesagt, sind sie komplett wahnsinnig. Schau, ja, sind da die Asylantenheim, was? Und dann habe ich so ein richtig geiles Foto machen müssen, wie das in die Dinger kennt, was so eine Nummer holst von vorne. Ja! Und dann habe ich aber nie wieder was davon gehört. Nie wieder. Haben die doch nicht Im Nachhinein habe ich dann herausgefunden, wer die 2 waren. Weil man denkt, ihr dreckigen Wichser, das wenn ich gewusst hätte, hätte ich euch verraten. Ja, dann hätte ich gesagt, so, aber sofort auf der Stelle. Das ist aber ein Witz. Das war mir auch wurscht, wer Gott, das dass er Knall nicht auszieht, mir einen Shell und ich will. Genau. Wer war da? Weiß Weiß ich nicht, ich hab schon 4-mal eingesucht, lass den Knarre stecken. Was brauchst du? Bitte, ein Schlagstock schon die ganze ins Maul gesteckt drin. Riechst du das? Genau. Can you smell it? Pain! Die Schminke schon verlaufen. Hab mir schon 4-mal aufgeschnitten und so. Ja, komm schon 3-mal in einem Eimer Wasser hab kochen. ich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. Ah, schön. Krass. Aber es ist im Wohlstoff. Eigene Polizeigeschichten? Schon mal erlebt so? Nein. Stinknormale Kontrollen. Da hab ich noch keinen Oh ja, doch. Keinen einzigen. Ach, irgendwo haben sie im Wohlstoff an der Schule haben sie mal irgendeine Parkbank zusammen drin. Und irgend so ein Rindviech hat dann gesagt, ich war das, obwohl ich da, keine Ahnung, wie viel 1000 Milliarden Kilometer weit weg war von dem Ort. Aber sie hat einfach nur gesagt, ja, das war wahrscheinlich der Kant. Das ist halt also geil, den ersten Namen, den sie hören, der irgendwo drauf. Ja, schickt in meinen Briefladen, nein. Und das Geile war, die waren dann also sie haben meinen Namen und nur einen Namen gesagt, dann waren sie erst bei dem Spätzle von mir. Und dann hat es gesagt, ja, sie fahren jetzt weiter zum Kanter, weil das ist auch eine gute Adresse. Da denke ich so, warum eine gute Adresse? Ich habe noch nie Kontakt mit der Polizei, konnte nie irgendwas tun, was ist mit euch? Ich bin mal mit dem Roller von der Realschule damals gefahren. Hast du einen Roller gehabt früher? Ja, und nie! Also, Mit 16, ja. Vom Papa habe ich mal in Dänemark genommen, wenn ich zu spät dran war. Oder? Also Dann bin ich um 13 Uhr von der Schule heimgefahren und ich habe wirklich nur. Doch. Und dann bin ich wirklich ja nur. Florian, jetzt hört er mir den Maul. Sind wir da? Sind wir ready? Sind wir ready to go? Achtung. Oh, wir haben ja irgendeinen. Den haben wir gar nicht angeschaut, oder? Stellt 1 eure Primärressource wieder her, wenn ihr einen Gegner mit Kontrollverlusten belegt. Schaden gegen Gegner in der Nähe. Sehr gut. Knochenfertigkeiten. Dreck. Den haben wir auf die Habenseite. Auf die Habenseite. So. Verbrauchsgegenstände. Rein damit. Schattenfall aktivieren. Jawohl. Eine ins Viech. Los geht's. Ist überhaupt nicht mehr da. Oder habt ihr auch vorzeitig abgebrochen?
So, da sind wir nun. Unser Blitzwiderstand. Haben wir eine. Jetzt bin ich gespannt. Freunde, das ist eine Stufe 10 Key. Ja, wir werden sehen. Bin ich gespannt, wie schnell dass wir da jetzt aufs Maul kriegen. I need more Müssen wir time. vielleicht auch ein bisschen vorsichtig spielen. Schauen wir mal. Schön neben der Arbeit halt. Wandelgraben, so ist recht. So ist recht. Schauen wir, wir fallen die zusammen. Oh, sterben schon. Laufen wir mal ein I wenig. need more time. Gut. Haben auch noch normale Mobs. Explodiert. Was ist denn überhaupt da? Befreit die Gefangenen. I need more time. Okay, alles klar. Die fallen schon zusammen. Einen. Wouldn't have made it without you. Wouldn't have made it without you. So, erste Elite setzen. Schauen wir mal, was passiert. Ja, war nicht direkt Elite. Boah, die sind Stufe 63. Okay. Okay, jetzt kommt die erste Elite. Vorsicht. I need more time. Brauchen wir noch Shit-Button. Brauchen wir ein paar mehr Leichen. Diesen hier. Ah, der holt schon ein wenig was aus. Brauchen wir uns mal nicht an wieder. Der holt schon ein wenig was aus, aber er stirbt genauso wie alle anderen. Oh, der explodiert, das ist natürlich nichts. Oh, Verbindungsbab, der kommt gerade recht. La 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 la. Der kommt mir gerade recht. Ja, ja. Stirbt es aus, stirbt es aus, stirbt es aus, stirbt es I'm aus. not ready yet. Stirb halt! Stirbt es aus, da haben wir nichts. Achso, im Verbindungsbuff kann man keine Türen aufmachen. Sehr gut. Oh, Stab, heiliger Stab, nehmen wir mit. Gehen wir I'm mal. not ready yet. Das mal, brauchen wir noch 4 Gefangene, dann geht die Tür wahrscheinlich erst auf. Wie gesagt, es sind schon noch genügend Leichen, brauchen wir uns nicht wieder, aber es ist jetzt da wieder. Ja, Damage langt leicht, Survivability fühlt sich auch gut an. Die Dicken halten natürlich ein bisschen auf. Die haben fast 10 Level über uns. Das ist schon eine Hausnummer. Aber es geht. Gehen wir da dementsprechend XP, glaube ich. Easy. I need more time. Oh, also jetzt ist es nicht gegangen. Ist schon gegangen. Oh, und Nebenquest nicht vergessen. Das ist halt so krass, was der Golem eigentlich Schaden macht. Und für den gibt es eine eigene Glyphe, dann macht er nur mehr Schaden. Dann kann man mal ausprobieren. Da bin ich auch gespannt, mit den Glyphen ein bisschen umeinander experimentieren. Das bringt doch sehr viel an Komplexität hinein. Was ist denn jetzt da? Tim? Haben wir jetzt da noch irgendwo? Da oben ist noch was. Amethysten, Mitnehmer, Handschuhe, Heilige brauchen wir nicht. Der ist Quatsch, die Chris vom Frauenarzt. Was vom Frauenarzt? Was? Arsch und Titten. Arsch und Titten. Arsch, 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 Arsch und Titten. I need more time. Ist irgendjemand da, der das noch kennt? Irgendjemand, der genauso kaputt ist wie, ja, weiß das schon. Haben wir noch was? made it without you. What time it is? Pain time. Durchpimmeln. Porno Party. Ah, good old times. I'm not Good ready old yet. times, Kinder. There they are.
bitte einmal sterben, schwere Helm. So, da ist unser Nebenquest. Da müssen wir ihn jetzt befreien da, oder wie sehen das? Müssen wir da damit? Quest aktualisieren! Das ist der Lord Helmchen! Das ist aber ein mutiger Kultist. Was muss ich jetzt tun? Findet die... Müssen wir doch... Wo ist denn Habeser? Habeser! Haben wir das jetzt erfüllt oder was? Was müssen wir da? Kehrt zu Martin zurück. Okay. Wir haben es schon erfüllt. Okay, passt. Begebt euch nach Brutkammern für Eier. Schlangeneier, pfui. Wobei mit Schlangen habe ich eigentlich kein Problem nicht. Das sind immer nur Spinnen. Ich kenne das aber im einen Jahr Gaudi Nockerl haben. Was Gaudi? Depp von Dosen, Depp von Dosen, Depp. Da sollte man eigentlich mal ein Lied draus machen, 5 Jahre später. Depp von Dosen, Depp von Dosen, Depp. Depp. So groß wie ein Kipp. I'm not ready yet. Von Erwachsenen. Das ist das beste Lied ever. Was soll man sagen? Depp, so groß wie ein Kipp, aber nicht von Säuglingen. Sehr schön. So, absolute Zerpümmelung. Ja gut, dass die ein bisschen was auswirken, das ist eh klar. Das sind jetzt die absoluten Todeselite-Setten. Ja, aber er schmutzt schon. Geht schon dahin. Damage haben wir genug. Und wie gesagt, wir haben noch ordentlich Luft nach oben. Wir haben nur einen Legendary Trade frei. Da werden wir uns um Survivability oder was auch immer kümmern. Was müssen wir denn überhaupt dort hören? I'm not ready yet. Zerstört Talisman der Augen. Wieder diese komischen Dinger da. Ja, meine Sense ist zu kurz. That's what she said. Hab ich gesehen. Muss ich lieb machen, nein, es hilft nicht. Aber kann ich gut mehr, jetzt kommt bloß ein Blödsinn. Oh. Ah, die Eiswichser sind... Eiswichser sind einfach Eiswichser. Du kannst sagen, was du magst, Eiswichser sind Eiswichser. Da bomben wir jetzt von außen ein bisschen ein. I need more time. Shit-Button. Oh, Shit-Button. Oh, der ist dick. Der ist sogar gescheit dick da. Was halten die aus? Was haben die 4 Lehnen? Das ist ein Wahnsinn. Du Wichser, du! Au, nein, nicht sterben! Ich mag nicht sterben. Wir sterben nicht. Zero Depth, Kinder. Sagst du dir, jetzt geht's dir hin. Wiederhole, die 4 sind Level 63. Das ist ordentlich. Oh, wir können da was einskillen. Was nehmen wir da? Geschick oder Wille? Geschick nehmen wir. Prächtige Mehr Leichen! Mehr Leichen! Warum droppen da jetzt keine Leichen aus? Das darf mich jetzt einfach interessieren. An 25. Glyphe, territorial, okay. Robuste Handschuhe, können wir alles brauchen. Gehen wir. Shitty Fuck Button. Geht schon noch. Heiliges Item übersehen. Naja. Passiert. Erst mal noch Shit-Button, weil da geht schon wieder was. I'm not ready yet.
Oh nein, Schlüssel, oh, heilige Handschuhe, da war ein Schutzding gewesen. Hätten wir auch nicht mehr kennen, wir Vollidioten, aber gut. Oft einmal, da hast du B. Jetzt können wir voll reinrennen. Oh, leck. Jetzt haben wir es aufs Mal. Ja, dann halt unser Schutzding noch. Golem, reindreschen. Solange wir unseren Schutzding haben, weit nichts. Diesen hier, oh Shit-Button, den Auslauf. Nur Fett. Oh, jetzt kommt noch Fett. I need more time. Nie wieder hauen, geh weg. Geh weg. Olsen Joe. Robuste Handschuhe. Auf ein Schund. Schauen wir mal. Und jetzt müsste es gewesen sein, oder? Was müssen wir jetzt da? Zerstört. Ach, da ist immer noch. Einer ist noch da. Bang, 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 bang. Ja. Haben wir da noch was übersehen? Muss eigentlich fast da sein, gell? Jetzt da sonst irgendwo hin? Großer Dungeon. Leg mir am Arsch. Leg mir am Arsch hin! Großer Dungeon. Was haben wir da? Da ist der letzte. Haben wir es geschafft! Den fickt man natürlich nur schnell aus sicherer Entfernung. Sehr schön. Haben wir noch einen Heil. Nein, nicht! Mei, wie ich diese verfickte Scheiß-Explodiererei hasse. Ich raste komplett aus. Es haben wir mir schon einmal irgendwie normal an. Nice. Aber jetzt darf er bis Jahresende, bis zum Merch nicht mehr sterben. Aber jetzt ist Hardcore. Aber jetzt spielen wir indirekt Hardcore. Na, aufziehen müssen wir. I'm not ready yet. Haben wir mir schon jemals anders gestorben als durch genau diese Explosion? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, haben wir mir irgendwas Tolles gekriegt? Oh ja, ein Amulett, glaube ich, haben wir gekriegt. Oh. Da hätten wir drei Skelettkrieger drauf. Ja, schon. Nur ein Skelettkrieger mehr, nur ein Skelettmagier mehr. Weiß. So, was skillen wir? Unerschrocken oder ein Golem? Können wir da überhaupt auf Stufe... Ach, die Balkenanzeige ist, wie weit wir kommen. Okay, also es gibt wahrscheinlich 22 XP für Stufe 10 Ding. Das heißt 2,2 XP pro Stufe. Okay. Levelt man einen Golem? Keine Ahnung, oder? Nein, nicht unerschrocken. Wir levelt man einen Golem, Glühwe aufwerten. Jawohl. Und dann können wir nochmal EP verteilen, glaube ich. Wie viel noch übrig? 7 EP sind noch übrig. Ja, einigen Golem ist eh wurscht. Wissen wir noch gar nicht so hundertprozentig, was wir tun. Jeder weitere Tod ist 69 plus 1. Aber dort muss auch mal eine schauen. Herr Lugrain, Zeit ist one. Haben wir verteilt? Ja, haben wir. Ja, dafür hat es jetzt da nicht gegeben. Aber ja, so fast ein Paragon-Punkt pro Dungeon. Porten wir uns zurück. Porten wir uns nach Hause. Machen wir mal das Inventar leer. Schauen wir, was wir haben. 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 Können wir irgendetwas brauchen. Ja, aber ich sag's auch ganz ehrlich, was kann man jetzt da als Legendary noch einbauen, damit wir ein bisschen schneller durch die 10er durchkommen. Irgendwas haben wir schon. Da schauen wir jetzt einmal. So, den wir mal wieder dissen. Ja, sortieren wir es rein. Disenchanten, was haben wir da?
gut, 2 Ringe, eiserne Jungfrau, können wir nicht brauchen. Max Life ist gut, Widerstand gegen Kälte ist gut, Widerstand gegen Feuer ist gut, aber... Ja, warte mal. Die 2 Ringe für die eiserne Jungfrau. Gut, hilft uns nichts, wir können es nicht umrollen. Weg. Weg. Und oh, was haben wir denn da? Alten Heilung, Kontrollverlust da, Wille, Angriffsgeschwindigkeit. Können wir nicht brauchen. Können wir nicht brauchen. Dreck, 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 Dreck. Handschuhe, Blutwoge, Blutlanze, Pest, Schaden gegen verletzte Gegner. Für unseren Bild Dreck vielleicht so ganz gut. Glückstreffer, kritische Treffer, Knochenfertigkeiten, Wille und Int können wir nicht brauchen. Unsere Handschuhe sind eigentlich ziemlich brutal. Orange Schnitter, Attack, Speed und Pest können wir nicht brauchen. Stellungserzeugung, ja, möglich. Schaden durch Gegner, die du kontrollierst, ja. Schaden gegen folgende Gegner verlangsamt. Okay. Der schaut nicht schlecht aus. Was haben wir für 2 Ringe? Diener Life, Schaden des Typs Schatten und Gegner verlangsamt. Glückstrefferschaden, Überwältigungsschaden, Schaden gegen verwundbare Ziele, Schaden gegen entfernte Gegner. Wir haben eigentlich 2 richtig gute Ringe. Aber da oben warten halt auch nochmal 2 andere Resis drauf. Feuer, Schatten, Blitz und Gift. Anstatt 18 und 15% halt schon 22,5. Schauen wir uns erst einen Legendary Ring an. Gegner Nähe, super. Knochenfertigkeiten, können wir schon wieder vergessen. Überwältigungsschaden, Schaden gegen Folgen, wird gedisst. Wie schaut's da aus? 2 Ränge für die passive Fertigkeit verstärkter Schaden. 2 Ränge für die Fertigkeiten des Typs Fluch. Boah, leck, dies wenn wir umwerfen könnten in Leiche. 5%. Was ist da denn los? Geil, Bisse! Hab ein Geld gefunden! Fein. Freundschaftsschlupperl. Ich weiß nicht, was ein Freundschaftsschlupperl ist, aber ich frage lieber auch nicht nach, Alter. Merci dir. Plus 9% Schaden für die Fertigkeit des Typs Dunkelheit hat sich schon erledigt. Weniger Schaden durch Gegner, die von Schattenschaden über Alter, das können wir hinten und vorne können wir das nicht brauchen. Aber den Trade, der drauf ist, den können wir brauchen. Was ist mit dem Ring? Ja, Kontrollverlusteffekt und Stellungserzeugung. Ist halt auch 5% mehr Schaden auf verlangsamt. Er hat auch einen Sockel. Eigentlich ist er besser als der, den wir haben. Aber wir haben den Trade, glaube ich, nicht mehr, den wir auf dem Ring drauf haben. Das heißt, da müssen wir erst danach suchen, bis dahin werden wir ihn dissen müssen. Hilft nicht. Hilft nicht. Aufheben tue ich ihn sowieso nicht, weil bis dahin müssen wir das Ding finden. Dabei Not while I'm in town. ist wieder alles beim Diving. So, jetzt gehen wir wieder auf. Machen wir diesen hier. Das wirft wir jetzt da. Einer, das können wir brauchen. Skelettkrieger. Maximum an Skelettkriegern. Haben wir jetzt dann schon langsam. Der wir mal alles da oben. Das ist überall derselbe Trade. Den können wir gar nicht oft genug haben. Dass wir einfach so oft umzaubern können, wie wir wollen. Schauen, solange ihr eine aktive Barriere habt. 6 Sekunden lang 12 kritische Trefferchance. Den können wir irgendwann auch mit draufzaubern. Ja. Was da noch? Nö. Jedes Mal, wenn einer beschworenen Diener den Gegner Schaden zuhält, hält er 3 Sekunden lang 40 Minuten Attacks. Moment mal. Verdammte Scheiße. Wir haben ja den Trade, bloß sogar Welten besser wie den. Dumm, 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 dumm. Basisfertigkeiten, Blutnebel. So, die Blutnebel-Dinger, die haben wir da oben. Dann auch wichtig, Basisfertigkeiten und dieses Def. Ja, dumm. Das war jetzt dumm, den Ring hätten wir umzaubern können. Sag ich dir, wie es ist. Aber wir können auch immer noch den Trade, da einen Trade drauf tun. Ich glaube, das ist eine richtig gute Waffe. Schaden gegen Gegner in der Nähe, Kontrollverlustschaden, kritischer Trefferschaden und 63 Int. Und 850 DPS. Das ist eine richtig gute Waffe, die haben wir noch eine ganze Zeit lang. Und da haben wir jetzt irgendeinen Damage Boost drauf. Ganz einfach. Je mehr Damage, desto gut. Die Frage ist, welchen? Verursacht 25% mehr Schaden, solange ihr eine aktive Barriere habt. Sag ich dir, und genau den haben wir da jetzt drauf. Haben wir sonst noch irgendwie was? Basisfertigkeiten?
Genau den wir da jetzt drauf. Sorry, aber es sind einfach 25% Damage, wenn unser Schüttel prockt. Und unser Schüttel prockt, wenn wir Elite-Gegner Schaden zufügen, dann haben wir 10 Sekunden lang eine Barriere und machen 24% mehr Damage. Das ist eine Ansage. Den Trade haben wir bloß einmal, aber gut, den finden wir auch wieder. Legendaries hagelt's eh wie Sau. Und weißt du, was wir jetzt auch tun? Einfach um schneller vorwärts zu kommen. Wir haben doch. Ja, genau. Wir überzaubern unseren Trade mit dem Blizzard von 700 Schaden auf 1100. Nehmen wir den kleinen, den zaubert man auch drauf. Gibt einen ordentlichen Damage Boost und dann passt das. Schau aber, ob es auch drauf geht. Wenn es schon mit drauf war, dann geht es auch wieder drauf. Geht jetzt mir schwer davon Not aus. while I'm in Wenn town. nicht, dann haben wir was zum The Hard Way lernen. Also ich überschreibe jetzt die Sachen bloß. Seht jetzt gleich. There's something out Also, there killing us. Phase No 1. one will do anything. Wir extrahieren. Achso, du meinst, okay, ob verursacht mehr Schaden, solange dass dies auf die Waffen drauf geht. Berechtigte Frage. Na, nicht umwürfeln. Was war's? Das war's. Einhandwaffe. Ja, geht drauf. Ich glaube, ich hab's auch schon einmal drauf gehabt. Vorgestern, glaube ich, habe ich genau den Trade schon mal auf der Waffen gehabt. Du kriegst auf Handschuhe, Helme ziehen. Also, hast du absolut recht. Also das da kommt auf die Waffe, Einhandwaffe, Hammer, passt. Und das Ding, zack, kommt einfach wieder auf den Kopf. Also da überzaubert ich einfach das, was da eingeprägt ist, damit es doppelt so viel Schaden macht. Ja, nicht ganz, 80% mehr Schaden macht. Raus extrahieren That's how that's done. und dann extrahieren wir wieder rein in den Kopf. Aspekt. Kälte, Skelett. Warum ist denn jetzt da so ein goldenes Ding dran? Weiß ich nicht. Egal. Pflanzen wir wieder rein und dann machen die Blizzards von den Skelettmagier halt einfach 80% mehr Schaden. Base Damage. Prägen wir ein. Jawohl. Und in die Waffe prägen wir ein. 25, was haben wir da sonst noch? 6 Sekunden lang Leichenranken. Fertigkeiten verursachen bis zu 12% mehr Schaden. Basierend auf der zur Wirkzeit verfügbaren Primärressource. Bei voller Primärressource erhaltet ihr den maximalen Bonus. Oh, auch interessant. Das warten, wir verbrauchen ja keine Essenz. Nie. Das heißt, wir haben immer 100%. Das heißt, wir haben immer 12% Schaden mehr. Oder wir haben, solange wir eine Barriere haben, 25% mehr. Was nehmen wir jetzt da? Ich sag das, wie es ist. Unsere Barriere kriegen wir, wenn wir auf eine Elite draufhauen. Und die Zusatzschaden hätte ich auch gern primär bei Elite-Gegner und bei Bossen natürlich. Das heißt, wir nehmen die 25%, weil die hauen wir drauf und dann schaut das gut aus. Ich bin ein Freund von Passiv. Ja, ich normal auch. Konstant 12% Schaden bringt es wahrscheinlich, aber die normalen Mobs fallen ja sowieso einfach um. Aber der Elite muss sterben. Das ist der uns aufhält. Da bleiben wir einfach manchmal ein paar Sekunden stehen und prügeln wir auf den drauf. Und wenn wir in der Zeit 24% mehr Damage haben oder 25% mehr, dann bringt das wahrscheinlich mehr. Drauf damit. Sehr schön. Not while I'm in Achtung, town. Nebenquest. Nimm mal. Der wurscht ist. There's a power. So. Wo haben wir überhaupt? So sind wir. Da hätten wir auch noch was. Zurück, da müssen wir noch hin. Warte mal, können wir uns da... Haben wir Town Portal auf? Ja, schauen wir mal, wo uns das hinbringt, dass es uns vielleicht direkt I hinbringt. cannot do that here. Gehen wir mal rein. Müssen wir nicht laufen. Ja, ist beides gescheit stark. Ja, glaube ich auch. Ich habe auch noch, ich glaube, auf was am Schluss hinauslaufen wird. Ich habe noch einen ziemlich coolen Trade, nämlich dass unsere Diener, wenn wir mindestens 7 Stück am Start haben, ich glaube 25% Damage Reduction kriegen. Das heißt, sobald wir mir wieder gespannt, dass unsere Viechersverrecker anfangen, dann tausche ich den durch den ein. Oh, I can't believe it. Ja, ich kann es auch kaum glauben. Es ist nicht zu fassen. Was haben wir? Haben wir jetzt was gekriegt? Ja. Was kriegen wir da? Silberherz und Eisenbrocken. Herzlichen Glückwunsch. Ja, was der wir jetzt? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Das ist mir zweit zum Reiten, das sagt er ich. Haben wir gerade so ein Blut... Oh, was ist da? Die versammelten Legionen. Weißt du was? Da, den Ding machen wir. Das ist eine Gruppengeschichte. Und die machen wir schnell mit. Gibt's einen Haufen XP. Die nehmen wir mit. Und den drüben ein paar Level hast neue EQ wieder mit Qual 4.
Neues Equipment wieder mit Qual 4. Ja, ab Stufe 70. Droppen dann nicht Heilig-Items, sondern Ahnen-Items. Und die sind wieder genauso krass wie der Sprung von 1 bis 50 auf 50 und drüber. Birger, tut mir narrisch leid, mein Internet selbst spielt nicht mehr mit. Ich lasse einen Like da und verbrenne mich. Viel Spaß noch im Stream. Merci. Du, absolut kein Stress. Wir haben du hast 30 Stunden Stream dann nachzuholen bis um 6 Uhr. Und ich werde mich dann auch in meinen hoffentlich wohlverdienten Urlaub verpissen. Was haben wir jetzt da? Minuten 35 haben wir noch. Kann man dabei da irgendwie 4 zerpümmeln? Keine Ahnung. Ah, da schon. Müssen wir noch ein paar Skelly Boys herstellen. Da, Skelly Boys. Skelly Boys. Haben wir wieder alle Skelly Boys. Mehr Skelly Boys, mehr gut. Ja, dann sind die 4 Mann schon ordentlich Damage. Und was war unique, oder wie das heißt? Die sind ganz komplett einzigartige Items. Das heißt, die gibt's nur so. Die haben, glaube ich, auch immer dieselben Affixe und immer denselben Legendary Trait. Und die können halt extrem krass sein. Viel stärker wie normale Legendary. Also gehe ich mal davon aus, sonst war es ja nichts Besonderes. Wann geht jetzt der Urlaub los, genau? Wir fliegen mal Mitte dieser Woche. Ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Ich muss leider Gottes, ich hab's schon ein paar Mal gesagt, aber ich kann es jetzt nicht oft nur sagen, es schalten immer wieder Leute ein. Wir müssen leider den Marathon auf halber Strecke abbrechen. Ich meine, ihr Herz ist vielleicht an meiner Stimme. Ich habe einen Hals beieinander wie nach 3 Tage Festival. Wir haben jetzt fast 30 Stunden gestreamt und ich bin halt nicht wie die anderen Streamer und sitze dann noch mit 3 Stunden da und sag nichts oder 3 Wörter, sondern ich habe permanent mein Maul auf und es ist nur noch anstrengend. Und anstrengend war jetzt nicht der Stress, aber es ist halt einfach nur noch unangenehm. Wirklich nur noch unangenehm. So geil das Spiel ist, etc. und so leid es mir tut, das, was wir da gerade machen, jetzt Nachmittag, das ist der letzte Stream, dann begebe ich mich in die Sommerpause. Wir machen heute bis um 6 Uhr jetzt. Ich versuche es bis um 6 Uhr, es geht ja jetzt noch. Es geht auch allgemein noch, aber wenn ich jetzt nochmal 3 Tage durchstream, am Tag 8 bis 10 Stunden, dann ist es gut. Und dann kann ich ohne Stimme in Urlaub fahren. Herzlichen Glückwunsch mir selbst. Zappemelung. So, und da müssen wir jetzt 4 zerpümmeln. Ganz was Neues in Diablo. Dann spawnen immer wieder Bosse. Und je nachdem, wie weit das wir kommen und wie stark das wir sind. Ich lasse meine 4 die Arbeit mal. So, wie das ist. I'm not ready yet. Und dann bin ich nächste Woche nicht da. I need more time. Gibt's keine Streams und nix. Bin dann auch außer Landes. Oder was passiert denn jetzt? Und am heute in 2 Wochen bin ich dann wieder da. Gibt's ganz normale Streams. Gibt's wahrscheinlich jetzt mal einen Urlaubsschmerz-Stream. Und ja, I need more time. wie jedes Jahr haben die meisten nicht lang nur dabei. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Und das werden wir natürlich auch beibehalten. Ich brauche auch irgendwann einmal komplett Urlaub von allem. Und ich muss auch ganz so ehrlich muss ich auch sein, ich freue mich auch so ein bisschen jetzt richtig ohne Stream, ohne Gelaber, in Ruhe, zurückgelohnt, bis in die Puppen, allein zum Spielen. Ich sag's auch, wie es ist. Dauerstreamer, also war nichts für mich. Das ist was, ich dachte, das ist mal versauen, da bin ich mir sicher. Da wird meine Stimmung jetzt natürlich vom Spiel gecarried. Das Spiel ist unfassbar gut, ich kann es nicht oft genug sagen. Blizzard hat abgeliefert. Ob man es jetzt als Fanboy, merkt man es natürlich, nein, nicht sterben. Als Fanboy merkt man es natürlich gern. Fanboy bin ich nicht mehr seit 2018, aber man muss einer, wenn es was richtig machen, dann auch so ehrlich sein und sagen, hey Alter,
Sie haben fucking nochmal abgeliefert. Es gibt extrem viel zum Tor, es ist nicht langweilig, es spielt sich super cremig. Ganz wenig Bugs, ich hab nicht viel gesehen. Einmal ist unser Spiel abgehackt. KI ist ein bisschen dumm von den Mobs, ja. Mei. I'm not ready yet. Kinderkleinigkeiten. Es fühlt sich relativ balanced an. Der Spielfluss ist geil. Grafik ist der Oberhammer für ARPG. Und das muss man noch nicht einmal dazu sagen. Für ein ARPG ist einfach gut aus. Und für ein ARPG ist doppelt so gut. Oh, jetzt aber eine große Zerbümmelung da. I need more time. Die Viecher fallen nicht da so schnell zusammen mit den Leuten, dass du gar keinen Plan mehr hast, wer überhaupt auf was drauf haut. Ich glaube, was muss ich mal. Also irgendjemand noch irgendwas kapiert da. So. Okay, oh, nicht explodieren, ja, danke. Okay, jetzt zu dem scheiß Affenstall, Alter. I need more time. Und Boss-Time. Haben wir da. Haben wir drauf, Kinder. Immer feste drauf. I'm not ready yet. Müssen wir überhaupt da oder müssen wir nur irgendeinen anderen killen am Eck hinten, ne? Was möchten jetzt jeder? Weg damit. Oh, jetzt müssen wir da I aufhängen. need more time. Oh, jetzt geht uns die Zeit langsam aus. Oh, jetzt glaube ich kommt der Endboss des Events. Welche Version hast du dir gekauft? Die 90-Euro-Version. Weil ich bin kein Noob und zahle 20 Level für einen Battle Pass 10 Euro. Warum tut man das? Ich weiß es nicht. Ja, weil bei 10 Euro ist eh schon wurscht. Bla bla bla. I'm not ready yet. Wie der Boss stirbt. Totaler Köder. Haben 15 Leute drauf. Hosenschutz zerfickt. Oh, well done. Das ist K16 Legendary. Okay, nicht mehr her. Okay, nicht mehr her. Was soll denn der Scheiß? Da ist ja gar nichts drin gewesen. Da ist gar nichts drin gewesen. War bloß Schund. Na gut, dann machen wir wieder Ultram Dungeons. Sie was sein? Sagt man sonst? Kann man natürlich Doppellock. Geil für sie. So sehr dir den Urlaub gönnt, kann ich es nicht in Worte fassen. Lass uns baumeln, vor allem dein Kopf. Ihr hebt meine Tasse Kaffee auf deine Gesundheit. Ich bin ja nicht krank, Leute. Es ist jetzt nicht so, dass ich im Bett liege und tu umeinander mimimin. Ja, um Gottes Willen. Aber ich habe halt keinen Bock nicht, dass ich stimmenlos in meinen Urlaub fahre. Hebet den Kaffee, Prost auf die, merci dir. Die geschmeidigste für Sommerpause in seniler Seitenlage, Hashtag Biergerlaub. Es ist ja bloß die kleine Sommerpause. Es ist ja bloß die kleine Sommerpause. Die große kommt erst im August. Da ist ja wieder noch mal ein bisschen hin. Müssen wir noch irgendwie ein Sommerloch umbringen. Hey, und wer weiß, ich werde sicherlich nach dem Urlaub, werde ich weiter Diablo spielen. Und wenn wir dann wieder streamen, vielleicht haben wir am Wochenende, Freitag, Samstag einmal einen längeren Stream, dann eine wieder mit Diablo. Für das ist da. We will see. Wir fliegen mal übrigens, weil der Suna gerade war, wir fliegen mal eiskalt nach Male. Aber nicht im Ballermann. So viel dazu. So, wir schauen uns jetzt da mit dem Gebiet eigentlich aus. Das ist das zweite Gebiet. Da haben wir einen Skillpunkt schon. Machen wir in dem dritten Gebiet, schauen wir, dass wir uns den Skillpunkt holen. Was ist denn das überhaupt für Gebiet? Das dritte Gebiet ist Habsa. Was kann man da so machen?
Nebenquests zum Beispiel. Da müssen wir da so auffahren. Da so, ja, wo haben wir einen schneller? Wahrscheinlich da. Ja, da haben wir 3 Dungeons. Machen wir die 3 Dungeons und den Nebenquest. Sommerloch, Diablo, Marathon. Ja, einen Marathon machen wir nicht so schnell. Oh, Kaffee ist gut, Stichwort. Gleich mal nur eine Tasse rauslassen. Außer aus dem Automaten. Mistklumpen. So, den haben wir auch noch nicht gemacht, die standhafte Kaserne. Jetzt machen wir mal die Nebenquest da unten. Schauen wir, was die bringt. Und dann machen wir die 3 Dungeons da, weil warum nicht? Machen müssen wir es sowieso. Bei mir sind gerade 2 Unix dropped. Sag ich, GZ, ja, Francis. Ich hab gestern habe ich auch noch mit 2 Unique Drops gekriegt. Zweimal wieder den Kopf, der uns schon droppt ist. Ich glaube, für den Necromancer gibt's nichts anderes. Wo müssen wir hin? Ich hab kein Waypoint eingeschaltet. Waypoint, wo irgendwo grob da in die Richtung. Wo müssen wir hin? Da müssen wir rein. Okay, da ist auch irgendwo ein Live-Event. Was ist da für ein Event? Befreit die Gefangenen. Ja, das machen wir schnell, wenn wir schon da sind. Rubine wieder zusammenklappen. Den können wir auf alle Fälle brauchen. Ja, ich hau wieder ans Holztür, Loni. Mächtiger Nekromant aufgehalten von der Holztür. Oder jetzt reißt wieder irgendeinen Scheiß. Holen wir ihn da aus der eisernen Jungfrau raus. Eingefrieren lassen wir uns nicht. Gute Sau. Stirbt's alle, ihr Schweinl. Und der letzte, jetzt kommt wahrscheinlich in der Mitte der Boss. Ja, natürlich, wie es alle ist. Du gehst her, dann gehst du ins Stun ins Maul. Und dann musst du Dreckert sterben. Sehr schön. Kistige Kiste, Oberlusse und ein paar Heiligteile, die können wir brauchen. Nimm die Steine mit. Gewohn die wieder dran, dass wir die Steine mitnehmen, weil wir es brauchen. Da, sogar Dungeon mit Nebenquests. Das sind die besten. Die geben Ansehen in der Umgebung. Mal 25. Hieß es mal nicht, dass was droppt auch vom Dungeon abhängig ist, oder täusche ich mich da? Ja, habe ich auch mal gelesen so, aber irgendwie nicht. Also irgendwie nicht. Ich glaube eher, das war die Endgame-Mechanik vom Baum. Da kannst du dann eine Kisten aussuchen, gezielt mit, je nachdem was du den angeboten kriegst, das ist ein bisschen unterschiedlich. Du kriegst 3 Angebote, wenn du eine Baum-Quest fertig hast. Beispiel, eine Kiste mit Brustrüstung, eine Kiste mit Ringe, die kann Legendary sein und so weiter. Was müssen wir überhaupt machen? Warte mal. Was müssen wir überhaupt machen? Ja, werden sie uns dann schon sagen. Kim, ein paar Gegner mehr brauchen wir schon. Können sie wieder nicht durch dir durchgehen. Und da kannst du dann einigermaßen gezielt aussuchen, was du haben willst. Da wird jetzt schon wieder der Hand gehabt. Aua, was auch immer das war. Jawohl. Oh, jetzt droppt aber ein Haufen Heiligszeug. Gefangene befreien. Dann darf sich der alte mal anschauen lassen, weil gesund ist das meine ich nicht. Was habe ich jetzt gleich wieder gesagt, auf was der Satz... Dass der mächtige Nekromant aufgehalten wird von Holzzaun, oder was war's? Ich weiß nicht mehr, was gesagt worden ist. Oh, bless you. I'm not ready yet. Das hellblaue, die hellblauen Zahlen, die aufploppen, habe ich übrigens gelernt, das Überwältigungsschaden. Habe ich gelernt gestern, habe ich mir ausnahmsweise was gelesen. Da kommt der Fette wieder raus.
war's mit dem Fetten. Ich hab den einer Gefangenen da oben schon gesehen. Tun sie sich nicht hinunter. Ja. I Für need was ich die more scheiß time. Kisten aufmache, weiß ich auch nicht. Da kommt so selten was raus. Das hält eigentlich bloß auf. Bürgerin, geht's auch gut? Ja, ja, der geht's auch gut. Freut sich auch auf den Urlaub, die ist noch ein wenig lästig, die muss nämlich heute Morgen noch arbeiten. Währenddessen ich schon da sitze und mir in Diablo anschleidet. Another poor Ah ja, jetzt wird's langsam unangenehm. warrior. Wie lange haben wir nicht schon wieder da? 2 Stunden gerade, also es wird einfach langsam unangenehm. Das muss ich so ehrlich sein, so wieder wie es ist. Ich bin auch so ehrlich, ich freue mich drauf, wenn ich auch ein bisschen in Ruhe sprechen kann. Ohne dass ich. Wo ist jetzt der letzte scheiß Gefangene? Wo ist denn jetzt der? Muss ich jetzt wieder die ganze scheiß Bude nach dem. Ach, da unten wahrscheinlich. Da war ich auch lästig, ja. So ich auch. Sagen wir es, wie es ist. Da ist das ist immer so, auch innerhalb einer Partnerschaft ist man immer lästig, wenn der Partner Urlaub hat und man selbst nicht. Noch vielleicht schlimmer, wenn man denselben Film macht. I'm ja. not ready yet. Saphir vergessen, verdammt. Lord Sid, du schaust aber auch verfickt genau hin. Oh, da kommt der Dicke. Ja, ein paar Leichen erzeugen, pusten und dann fick dich, du Wichser. Schlüssel des Dingsbumsmeisters. Hier buffen, los geht's. Oh, Paragon-Punkt haben wir auch gleich wieder einen, beziehungsweise wahrscheinlich sogar I gleich need 2. more time. Leute, sind ja für das hocke ich da. Spielst du nicht auch neben mir? Du hast doch auch gesagt, du spielst nebenher, oder nicht? Warst das nicht du? Für das, und falls nicht, für das hast du ziemlich viel Ahnung vom Spiel. Das ist auch interessant. Echt nicht, ne? Das ist lang bist du drauf. Allgemein ein bisschen mehr zusammenklappen. Und wenn wir die anderen Items bloß verkaufen, na, es ist einfach ein Haufen Gold, jetzt, da ist unser Nebenquest. Was muss jetzt da? We found it. I'm not ready yet. Da haben wir schon. Yes. Notiz My vergessen. Ja, für master's das hab ich da Notiz vergessen. Here, like common Was für loot. Notiz? Was für Notiz? Fools and Ich weiß nicht, was thieves ist have denn no Notiz? idea what they have. Weiß nicht, was sie jetzt da für einen Scheiß labert. I was worried we Ja, I was worried, bla bla bla, der fette Mann. Haben wir da was gekriegt? Oh, Brustrüstung, nicht heilig, am Arsch. Da ist eine Notiz gedroppt. Oh. Lass mich nicht schauen. Wo ist denn die gedroppt? Notiz hat sich oben was zum Lesen. I'm not ready yet. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Bild. I'm not ready Es yet. freut mich sehr, dass da einige zugeschaut haben dabei. Recht fair. Also es wird, weißt du, was richtig eklig wird? Wenn wir irgendwann im Late-Game rausfinden, der Bild funktioniert nicht. Ich glaub's zwar noch nicht, aber wenn er irgendwann zu schwach wird im späteren Spiel und dann komplett umskillen. Nach 40, 50 Stunden Muscle Memory, wie er sie spielt, sie dann umstellen, das wird eklig. Das wird richtig ekelhaft. Was haben wir da? Ich hab's nicht mehr gelesen, was wir da haben. Fühlt sich noch ein bisschen mehr Schaden an. Was haben wir da? Schutz. Müssen wir überhaupt da? Begib dich nach Rat der Diebe. I'm not ready yet. Jetzt schon gehen wir Vollgas. Gib Elite. Da schaut's doch gut aus. Vor allem müsstest du neue Items wieder perfekt rollen. Alles kommt dazu. Alles. Oh. Okay, interessant, interessant, interessant.
Axt sterben. Ja. Guck da unten, da hinten. Mein Golem, wir wissen, wenn du nicht einfach bloß in der Weltgeschichte umeinander stehst, sag's. Haben wir jetzt da alles abgeschossen da drin, oder was? Ah, die Nebenquest. Wo gehört denn die Nebenquest hin? Ach, die haben wir herin abgeschlossen, ne? Ja, passt. Ja, passt. Dann. Greetings. Hoppala, verdruckt. Greetings. Birger, ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Servus beieinander. Herr Mini Cooper, merci dir. Bussi auf Susi. Ich wünsche auch jeden einen schönen Urlaub. Es sind ja einige, habe ich am Wochenende gelesen, fliege nach Rhodos, fliege da hin und so. Ich hab richtig Bock, Alter. Ich hab richtig Bock. Ich bin sehr, sehr gespannt. Freue mich schon auf morgen. Was ist morgen? Ach, da morgen ist Release. Okay, für euch, Wifen. Ich wünsche dir viel Spaß. Kommt das nur mir so vor oder ist Schreiben hier bei so wenig Leid tatsächlich angenehmer? Wer hätte das gedacht? Da, Achtung, Paragon-Punkte. Wo gehen wir hin? Richtung Int. Mehr Int. Wir haben ja generell relativ wenig Int. Oh, das ist jetzt massiv mehr geworden. Ah ja, durch die Waffen gestern, da ist 63 Int drauf. Vorher haben wir relativ wenig Int gehabt. So, was wollten wir mir alles da? Jetzt wollten wir Dungeons machen, oder? Was du, jetzt machen wir noch die Nebenquest da, wenn wir schon in der Natten sind. Und die da unten kann man dann eigentlich auch machen, je nachdem, wo der ganze Scheiß da ist. Nebenquests macht sonst auch keiner. Und dann einfach langsam die Dungeons clearen, dass wir den Fertigkeitspunkt da rauskriegen. Ich weiß zwar ehrlich gesagt gar nicht, wo wir den hinskillen, aber scheißegal. Schauen wir mal, da ist was. Oh, fertig gestorben. Oh. Das hören wir uns jetzt einmal an. I was on my way to my parents' farmhouse. I thought it'd be fine, but, well, you can see my horse. Oh. I haven't heard from my parents since they sent me away 10 years ago. I just need some answers. Would you accompany me? I don't think traveling through the swamps alone is smart. Ja. Press F ist Pferdal. Wo müssen wir hin? Da rauf müssen wir. Da. Auf, aufs Pferd. Muss ich die jetzt beschützen oder kommt die von selber? Die kommt von selber, gut. I need more time. Hey, seit wann hauen denn Skelette auf Mauern? Seit wann hauen Skelette auf Mauern? Das ist neu. This is it. Part of me hoped they would just be here. Lass mich raten, wir müssen in den Keller hinten rein. Open. No letters, no visits. I don't even know if they're alive. Kann der Chief etwas mal zu unüblichen Zeiten streamen? Nein, werden wir nicht mal. Wie soll ich sagen? Kann ich noch am Urlaub auch gar nicht. Und will ich auch noch am Urlaub gar nicht. Es bleibt, nach dem Urlaub ist wieder alles wie gewohnt. 2 Streams die Woche. Natürlich ist alles ein wenig ruhiger jetzt im Sommerloch. Nach der Sommerpause ist dann wieder volle Kanone rein ins Viech. Look around, will you? There's got to be an answer here. I've dreamed of coming home for so Das ist mir jetzt wieder long. irgendwie sagen, mal da. But there's nothing here. That's my mother's chest. Warum durchsucht denn eigentlich das nicht selber? Was muss denn ich da jetzt umeinander suchen? Strange. My father's pipe. It was practically a part of him. We spent so klar, dass many es im nights letzten Ding carving drin these ist. together. Durchsucht das Ball. Gibt es dann noch was zum Durchsuchen, oder was? They're on Was my... ist Notiz? He just... Er hat aufgegeben. Sucht beim Fluss nach Khans Überresten. Kann der mal das doch? Das schaut doch nach Überreste I aus, need hä? more time. Oh, Schildkröte! Oh. Okay, wichtiges Detail. Es gibt Schildkröten in Diablo. Das ist natürlich wichtig. So, nach was soll ich denn jetzt da suchen? Da ist doch der Typ. Da ein Überrest wahrscheinlich. Hm? Ist auf der anderen Flussseite noch was? Da liegt der Tote. Oh. He's really dead. Oh. I just wanted us to be a family again. I just wanted... Can you see? What is that in his hand? Was ist denn in seiner Hand? Woher möchten Sie jetzt das wissen, ist das, dass es sein Skelett ein Windspiel haben? I was so angry for so long. Helft Junker, das nächste Windspiel zu reparieren.
Was ist denn das für eine lange Nebenquest, Alter? I helped my father You hang loot. these up when I was small. He held me on his shoulders just so I could reach. Ja, lauter kleine Nebengeschichte. Wer das mag, in Diablo interessiert es mich jetzt nicht so viel, muss ich sagen. Aber wenn du es auf RPG-Basis spielst, glaube ich, kann man da auch sehr viel Spaß haben. Wenn man sich wirklich mit den kleinen Geschichten auseinandersetzt und so. Was genau muss denn hier beschützt Jonker? Da haben meilenweit entfernt dann irgendwelche Drecksviecher. Und was soll denn das? Did you hear that? Ach, wir brauchen mehrere Windspiele. Okay, hab ich schon verstanden. It almost sounded like my mother. Herr Geibiffe, das merkt man auch ganz krass. Schäbet, wie du das jetzt sagst. Hast du auch recht. Sonst ist nichts Besonderes mehr, wenn man es öfter macht. Genau. Erstens, mir vergeht Lust. Ich habe jetzt immer noch Lust zum Streamen. Ich hätte, aber ich kann nicht mehr gescheit schmerzen dann später. Darum werden wir das frühzeitig ab. Ich werde das übrigens auch überall posten heute auf die Nacht, im Discord. Facebook habe ich Bescheid gegeben. Gut, wen interessiert Facebook, aber da haben einfach auch ein paar Leute, die meine Streams da und die News verfolgen. Und wo noch im YouTube-Beitrag, dass so viele Leute sehen, wie es irgendwie geht. Auch nochmal mit der Information, dass man dann Mini-Sommerpause ist. Und ja, wieso bin ich so grün? Und wenn ich jeden Tag streamen darf, dann war es nichts Besonderes mehr. Auch nicht mehr für mich. Und für euch auch nicht. Irgendwann schaut es euch ab und dann, ja, schaut es mir bla bla bla. Und man merkt das auch ganz krass jetzt. Freitag waren wir dreimal so viele Leute wie jetzt. Samstag waren wir schon 20% weniger. Gestern waren wir wieder 20% weniger und heute sind wir bloß noch die Hälfte. Nicht mal mehr die Hälfte. Man merkt das einfach. Das ist, machen wir was Besonderes, was Neues, Haufen Leute, bla bla bla, und dann baut das langsam ab. Das ist ja ganz normal. Aber da habe ich lieber meine Montag- und Mittwoch-Streams, da dreschen wir richtig rein und es ist hoffentlich immer noch einigermaßen was Besonderes und es macht immer noch Spaß. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Paragon-Punkt. Was ist jetzt da? Haben wir da jetzt was gekriegt dafür? Quest abgeschlossen, Fleisch und Blut, jawohl, ein paar XP und ganze 2 trübe Kristalle. Dankeschön, machen wir den Keller da hinten noch schnell. Aber nur bei den YouTube-Setten, Twitch ist konstant. Ja, Twitch ist auch ein bisschen eine andere Community in der Community. Das sind so die Leute, mit denen ich auch da in diesen Streams rechne, da wo nicht bloß Halligalli Blödschiss-Party ist. Und ich kann sie auch verstehen. Wenn jetzt gerade jemand zum ersten Mal einschaltet und sagt, jetzt hätte man fast wieder explodiert, weil ich nicht aufgepasst habe, und sagt dieses Rumgepimmel da. Der denkt sich erstmal so, was zur Hölle ist denn das? Moment mal, wie lange machst du das? Ja, die letzten 3 Tage, 30 Stunden. Ach so. Herzlichen Glückwunsch, das muss ja super toll sein. X-Button. Und so will ich auch nicht werden. Außerdem versaue ich mir dann selber meinen Spaß an sehende Spiele, wenn ich da dann Streams mache, die so lange dauern. Sag ich dir, wie es ist. Ich weiß genau, dass ich irgendwann keinen Bock mehr habe. Weiß ich ganz genau. Jetzt machen wir die 2 Dungeons, 3 Dungeons da oben. Wie spät ist? 5 nach 3 ist eigentlich schon wieder Zeit zum Monitoren. Heute mal keine Überstunden und ich kann endlich mal live zugucken. Jetzt tut's mir wieder, jetzt habe ich wieder schlechtes Gewissen, wenn ich sage, dass das heute der letzte Stream ist, weil ich nicht mehr kann. Weil ich nicht mehr schmatzen kann. Eine inkassieren. Das Einzige, was schade ist, wobei es mir aber wurscht ist auch irgendwo, ich meine, natürlich war es nice to have, ihr kennt's mich, es ist mir egal, dass ich auf Twitch nichts davon habe. Das ist das bitte nicht, dass ich von der Hardcore-Community in der Community auf Twitch nichts habe. Und wenn es bloß der eine Cent Werbeeinnahme ist, die mir scheißegal sind, nochmal, nicht, dass es jetzt falsch verstanden wird, aber mir ist der YouTube-Kanal einfach wichtig und je mehr Aufrufe, je mehr Watchtime etc., desto besser für den YouTube-Kanal. Und so, der mir nichts außer Twitch im Prinzip Watchtime schenken und Werbedings schenken. Kommt vor Twitch eigentlich eine Werbung? Kriegt sie auf Twitch, bevor es einen Stream macht, eine Werbung? Das darf mich jetzt schon interessieren. Nö, okay. Nein, okay. Ja, wenigstens Epsi. Das war noch das Allerhexte.
Also ganz ehrlich, Twitch schaltet Werbung vor, ich sage jetzt mal so klar, auf Twitch sind wir auch nicht mehr, da sind auch zu die Primetimes zumindest 200-300 Leute am Start. Und dann Werbung schalten und ich habe halt einfach gar nichts davor, das war halt schon frech. Muss man einfach sagen, das wäre frech. Liest ja YouTube-Kommentare, Luo, ja. Aber was soll ich denn auf Franziska sagen? Ich weiß nicht, 2017 möchte sein Witz zurückkommen. Was ist mit... Was? Haben wir aber auch schon lange nicht mehr gehabt, muss ich ganz ehrlich. Oder wann war der letzte Wo ist ein Heisel Franziska-Kommentar irgendwo? Weiß nicht. 2017 möchte sein Witz zurückkommen. Und bedelt, lass mich in Ruhe. Da laufen. Was ist überhaupt more? Blutobelisken töten. It's Bloodbath time. Bloodbath time! Mr. Lua! Was ist jetzt da los? Jetzt tut es mir schon fast leid, dass ich dich so hübsch eigentlich angemalt habe. Aber du weißt ja, bei wem du im Stream bist. Seid mal froh, dass ich eine flächendeckend durch die Bank den ganzen Tag beleidigt. Ihr fetten Wichser! Ja. Oder was war denn das? Ja, ich bin der herzieht. Lua, merci dir. Schluss mit Donations! Nur am Tag meines Versagens, wenn man so möchte. Ja, schrei nur wegen mir und dann Bürger, dann wird's besser. Hab ich gern. Schreist ein wenig, beit nicht so viel. Tu dich nicht ab, Bürger, tu dich nicht ab. Haben wir ihn da wieder. Da hat jetzt der Golem-Set drauf. Easy. Dann, wir brauchen einen Blutbatzen. Wir haben noch keinen einzigen Blutbatzen gefunden da herin jetzt. Traurige Kasperlerei da. So, haben wir jetzt mit drauf. Dann haben wir das hier, dann haut der Golem drauf und dann eskalieren. Sollte mit der Elite kommen, da herum. Hotzen schon, der wutzelt. Der Bürger kann's wissen. Was ist das? Ja, ich bin nicht mehr sicher. Kann auch deiner sein. Was? Nein, ich glaube Belästigung, weil das von South Park. Was? Bei dir läuft deswegen keine Werbung, weil du eben kein Affiliate bist. Aber wer weiß, was denen noch einfällt. Bringen wir es nicht auf dumme Ideen. Das, ja, mein Gott, ganz ehrlich, Twitch ist sowieso ein bisschen gerade am Rumfacken und macht sich gerade ein paar Feinde. Das interessiert mich als Nicht-Partner jetzt natürlich nicht so. Aber ganz ehrlich, wer das machen will mit dem Sappen etc., der kann das auf YouTube machen. Das machen auch wirklich einige auf YouTube, da brauchen wir nicht schmerzen. Das ist jetzt auch kein Rumgejammer von mir, ich bin sehr zufrieden mit allem, wie es ist. Also mit dem Content dann, dass die Ansage funktioniert, dass es weniger Videos gibt, das interessiert offensichtlich keine... Oh, 2 und Schwert, Legendary. Interessiert offensichtlich absolut überhaupt gar keine Sau. Außerdem haben wir gerade erst wieder ein Video gemacht. Ich habe tatsächlich Bock gehabt, mir ausgeschissen. Das funktioniert auch immer noch. Das hat über 20.000 Aufrufe. Und ansonsten kann ich bei bestem Gewissen sagen, soll jetzt irgendwann einmal vorbei sein, Spaß zum Machen oder zum Funktionieren oder was auch immer. Dann glaube ich, kann ich besten Gewissens sagen, ich habe in der bayerischen YouTube-Szene alles erreicht. Ich wüsste keinen, der in dem, was ich da mache, auch nur ansatzweise mehr erreicht hätte als ich. Oder was noch zum Erreichen gab. Natürlich kann man da noch versuchen zum Eskalieren. Ich sag bloß Gronk-Reaction etc. und nur ein paar andere. Niemand macht seine Gaming-Streams, niemand. Ich wüsste da keinen, wer dazu in der Lage ist, ich sag das ganz ehrlich, wenn mir länger zuschauen kann, mit 2 Minuten. Die ganzen anderen, ich sag jetzt mal Social Media Bekanntheiten, siehe von TikTok, Facebook und wo, Fickfuck und Facebook und was weiß ich, wie soll ich heißen, diese Content Creator ins Gesicht schreiben, da wo ich sage, Gott im Himmel, seid ihr voll Spasten, verpisst euch, wenn dann gewisse Leute versuchen, anzufangen zum Streamen und sie dann wundern, warum es nicht funktioniert. Ja, Fettsack, vielleicht, weil, weiß auch nicht, weil die Leute auf 3 Kilometer rühren, dass du mit Gaming so viel zum Tor hast, wie der Papst mit erwachsenen Frauen.
Du kompletter Volltrottel. Und es hat jeder versucht. Es ist ja das Geile. Und das soll sie jetzt nicht arrogant oder hochnäsig oder sonst irgendwie an, aber ich hab so ein bisschen den Eindruck. Schnauze jetzt, ich verzeihe gerade mehrere Monologe. Das soll jetzt nicht arrogant werden, aber ich hab, sie haben es alle probiert. Der Fahrer, der Porsche Vollidiot, Trottel hat's versucht. Wie heißt der andere? Da hast du seinen Namen schon wieder vergessen, weil er so peinlich ist, dass das ganze Haus ist. Alle haben sie versucht zu streamen. Alle. Oder spielen wir ein bisschen Call of Duty, das kann ich auch. Ja, und ich möchte mich aus dem Fenster lehnen. Und da braucht mir keiner was anderes verzeihen. Sie kennen mich alle. Sie kennen mich alle. Durch die Baude. Du hast ja schon mal gesehen, wo der Biergeld nochmal, der wird den ganzen Tag mit Geld zugeschissen, das müssen wir mir auch machen. Das tust du mal. Fetter Trottel, dann kannst du hier sitzen und Minecraft spielen, du Spast. Und weil du mehrere nicht kennst und Candy Crush, du alter Candy Crush Pro-Gamer. Oder spielen wir ein bisschen Call of Duty, das hab ich schon mal gehört. Ja, viel Spaß. Das läuft dann genauer so. Da kommt ja jeder, der Fan ist, der kommt kurz einmal einer so, der Porsche, irgendwelche Spalt, der ist online, schon der ist live. Um Gottes Willen bist du schlecht, du hast absolut keine Ahnung, was du da tust, X-Button. Und dann wundern, warum es nicht funktioniert, das ist so geil. Das ist so geil. Es ist so geil, ich liebe es. Ich liebe es. Und bei Kormut funktioniert. Das kann ich auch. Ja, geil, kannst du. Alles, was du kannst, ist, dass du den Noten in den Tosen suchst, du unlustiger Vollidiot. Ist einfach geil. So, jetzt bei sowas. Lua, Dankeschön. Die Franziska ist mittlerweile auch schon 15 oder 16, das kann man sich nicht ausdenken. War die nicht damals schon? Die waren, glaube ich, gar nicht so jung. Ich glaube, Franziska war damals schon so 12, 13, 14, keine Ahnung. Insgeheim war es aber eine 40-jährige unterfegelte, mit 40er unterfegelte Veganerin. Das hat bloß noch keiner gewusst. Herr Schall, merci für den Sechser. Kauft ihr aber ein Bier, dann wird's besser, hab ich auch gehört. Der Datenfach ist aber auch die fleischgewordene Definition von einem Boomerhump, das stimmt auch. Sehr schön ausgedrückt. Ich hab mir mal mit einem Spätsee per YouTube Watch Together, weil man nie was angeschaut hat von dem, nie. Also ich kenne natürlich seine komischen Kurzvideos und so, aber man denkt, ja, die Lache ist halt lustig, okay. Auf der basiert übrigens sein gesamter Erfolg. Und dann haben wir gesagt, was macht denn der eigentlich? Was macht denn der? Gibt's auf YouTube irgendwo was, wo man sein Live-Programm anschauen kann? Ja, leck mich am Arsch, Alter. Ich bin aus dem Fremdschammer überhaupt nicht rausgekommen. No front, ganz ehrlich, es gibt offensichtlich genügend Publikum, die sich diese Scheiße antut. Und ganz ehrlich, mein Anfangs-Content, der war auch, Alter, das sind Videos über Leberkäse. Ich bin der Leberkäse mit Ketchup essen. Ich bin der Radler trinken. Das ist einfach es ist einfach Humor auf einem geistigen Niveau von einem Vollbehinderten. Es hat halt bei mir funktioniert. Am Anfang war ich dankbar dafür, aber sowas mache ich halt schon lange. Und was die labern, Alter. Oder die bringen seit Jahren dieselben Witze, denselben Content. Der andere Vollspaß auf TikTok, das 400. Video. Ich habe lieber Gäste gegessen mit, hast du gesehen, hat der Remoulade auf du. Oh Gott, Alter, ich flipp aus. Das kommt zurück. Wir sollen sagen, der Black Backlash wird kommen. Er ist auch bei mir gekommen. Irgendwann kommt der Tag. Da wird's dir auf den Sack gehen. Und du musst das aber trotzdem weitermachen, weil du nichts anderes kannst. Und dann sitzt halt ich da und hab mir gedacht so, hey bevor der Zug abgefahren ist und du dein Leben lang Weißwurstwitze machen musst, probier mal was anderes. Mach mal Musik. Mach mal Absagevideos. Fang mal zum Streamen an. Du bist, ich dachte mir jetzt selber schon als Hardcore-Gamer vielleicht nicht, irgendwo, manchmal aber auch schon. Als Gamer wird sein, du hast Ahnung, du liebst es, keine Ahnung. Stream hast auch schon mal, ich glaube, das kannst du hinkriegen. Bam, funktioniert. Und Gott sei Dank bin ich aus dem verfickten Weißwurstloch rausgekommen. Und wenn die Trottel noch 400 Mal sagen, es wird einer nicht spät.
trust me, hinter den Kulissen wird es ihnen zu blöd, dass sie den ganzen Tag denselben Scheißdreck machen müssen, weil sie nichts anderes können. Und wir sitzen da und loben uns. Ja, Streamen wird nicht langweilig. Das wird nicht langweilig. Gibt immer andere Spiele. Aber wenn dein Publikum nur lacht über Trinker und Weißwurst noch, Zweifelesser und ja, gute Nacht, Alter, dann kannst du dich erschießen gehen. I need more time. Amethyst vergessen. Ist mir wurscht, ich bin im Rage-Mode. Muss andere nicht Trottel sein. Gibt's eigentlich irgendeinen anderen Dialekt-Content-Creator, der nicht absolut peinlich ist? Gibt's irgendwann? I need Vielleicht bin more ja time. absolut peinlich und merk's nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Seien wir uns ehrlich, ich weiß nicht. Vielleicht bin ja absolut peinlich, vielleicht merke ich es selber nicht. Kann ja auch manchmal vorgeben, jetzt der Schluck den Trottel gehen. Was ist mit euch? Kim, das muss schneller gehen. Ich sehe gerade 2 Leichen umeinander liegen. Wollen wir das auch nicht? So, Schluss. Abgeschlossen. Raus. Aber der Makrei ist Österreicher. Das ist richtig. Aber er redet nicht bayerisch, er kommt nur daher. Berger, ich darf halt nicht so laut sein, auch wieder 5 Minuten Rage down. Ja. Shit happens. Ich zähle jetzt da Österreicher auch mit dazu. Weißt du, wenn nicht absolut peinlich gut, der ist ja eine ganz andere Hausnummer, mit dem Vergleicher ist absolut utopisch, das ist lächerlich, der Arbeitslos. Ah, mit seiner Band und mit dem, was macht er eigentlich Arbeitslos noch? Weiß ich nicht, ich verfolge das nicht so. Eine in den nächsten Dungeon, eine damit. Wenn du deine Spuren einen Ticken leiser machst, musst du nicht so schreien. Das stimmt nicht. Die 10.000. nicht lachen Challenge, wie einfallsreich. Ja, und ich hab mich immer, und ich hoffe, das wird aktiv registriert, ich hab mich immer ferngehalten von diesem Billo-Scheiß-Content. Immer. Gut, in gewisser Weise ist Streamen auch Billo-Content. Da habe ich versucht entgegenzuwirken, eben mit diesen Einspielern, die doch sehr aufwendig waren und sie haben gut funktioniert, haben sogar einen Gronk und einen LeFloid und seine Spätzchen zum Loch gebracht, etc. etc. Natürlich haben wir auch mal Video-Review gemacht. Okay? Natürlich einmal eine Reaction auf ein Video. Und ich hasse es. Habe aber sehr schnell verstanden, okay, es ist easy Content und es macht Spaß. Ich rede halt ziemlich viel, ich mache halt aus einem 20-Minuten-Video, mache ich ein 2-Stunden-Video. Und nicht wie die anderen, die sitzen 20 Minuten also da, drücken alle 5 Minuten auf Pause, ja, das sehe ich auch so. Und weiter geht's. Pity Boy! Soll Bürgerin auf dem Heimweg ein billig Flaschen Sambuca mitnehmen, soll gut für die Stimme sein. Auf dem Heimweg ein billig Flaschen Sambuca mitnehmen, soll gut für Du Stimme Zip für Adam. PS, Du Zip für Adam. Zünden und Bohnen nicht vergessen. Pity Boy, merci dir. 10er ist zu. Küsschen aufs Nüsschen. Ich glaube, dass ich mir... Da kein Stress kochen. Ist auch nicht peinlich. Das stimmt. Aber er hat es auch versucht mit Streamen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Funktionieren seine Gaming-Streams? Nicht, oder? Da habe ich einfach immer das Gefühl, dass ich hier im Mundartbereich der Erste war. Und dass sie mich alle kennen. Da braucht mir keiner was dagegen schmerzen. Wer von den Content Creator im Dialektbereich erst Videos macht und dann anfängt versuchen zu streamen, sie kennen mich alle. Okay? Und ich glaube, ich bin auch der Grund dafür, dass sie es alle tun. Das ist vielleicht ein bisschen arrogant, ja, ich weiß, aber ich irgendwie glaube es. Irgendwie habe ich das... Ich wusste gar nicht, dass der KSK überhaupt streamt. Seine Kochvideos sind absolut oberstes Regal. Das ist absolut richtig, um Gottes Willen. Seine Gaming-Streams kenne ich nicht. Und ich habe mir halt auch von Anfang an immer gedacht, so, die Gaming-Streams, die ich da mache, das soll dann halt gescheit sein. Man soll mich sehen, das soll sauber ausschauen, der Sound soll einigermaßen passen. Das passt oft nicht, wir wissen es. Und es soll dann unterhaltsam sein. Lieber 2 Stunden Vollgas, als dass ich mich da 5 Stunden hinsitze und dann und das dieselbe träge Scheiße ist wie bei allen anderen. Das ist jetzt da auch ein wenig so. Ja? Es ist jetzt da auch, ich habe auch gesagt, das ist eine andere Art von Stream. Das ist eine Art von Stream, die ich normal nicht machen will. Diablo, da ich nie für meine normalen Streams als Spiel einnehmen. Niemals! Das ist absoluter Bullshit zum Zuschauen. Für Leute, die nichts damit, die es nicht kennen und nichts damit zum Tor haben und entweder eine gute Geschichte erwarten, wo auch Leute was damit anfangen können, die
die nicht selber spielen, nehmen wir mal The Last of Us. Weißt du, ich denke da immer an meine Mom. Das kann sich meine Mom anschauen. Die hat von Gaming absolut keine Ahnung, aber sie kann sich das anschauen, sie kann das nachvollziehen und sie kann was anfangen. Neben andere reden, spiel weiter, Metamor. Nix, wir gehen jetzt raus. Was hast du gemeint, Alter? 20:03, Zeit für Kippen, Alter. Freunde der Sonne, ihr wisst, was geschlagen hat. Ich hätte einen verdammten Podcast, ich trinke was, jetzt drehen wir und so eine, geht's aufs Klo, bla bla bla. Ja, oder mit deiner Musik, Podcast, etc. Man merkt halt, dass du was drauf hast und nicht so wie bei einigen anderen YouTube-Leuten, die scheißen nur Reactions raus und machen nichts mehr selber. Gut, die sind auch da irgendwie hingekommen, die kennen schon was. Ja gut, auch nicht alle. Auch nicht alle. Ja, dann können wir uns gerne weiter unterhalten, was so. Wir haben ja die absolute Hardcore-Community gerade da. Können wir uns gern. Über das rede ich auch gern. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Über das da. Sonst interessiert es auch keine alte Sau. Und meine Spätzchen mache ich nicht nerven damit. Die fragen schon, wenn es interessiert. So, jetzt gehen wir schnell in die Raucher. 2 Minuten, bin wieder da. Ich vergiss das mir nicht auf Play zum Drucken. Bis in 3 Minuten. Küsschen aufs Nüsschen. Okay, tschüss. Ja, das ist ein Kilometer. Wie ich von der Schule aussehe, direkt Polizei hinter mir. Sagt, oh ja, rechts rausfahren. Ich so, ja, witzig. Von dann rechts raus und dann, ja, ich unglaublich nervös. Ja, haben Sie was drungen? Ich so, Gerade aus der ich bin gerade aus der Schule raus. Ja, und das eine schließt ja das andere nicht aus. Und ich so, hä, sind Sie verrückt? Ja, wo er recht hat eigentlich? Wir sind in Dingelfing. Ja, und einmal habe ich noch ein kleines Meeting mit der Polizei gehabt, aber das war zum Glück, das gleiche habe ich sowieso schon erzählt. Da, wo wir mal im Kirder waren und da hat es mega gestürmt. Da war im Kirder auf die Nacht und habe richtig getrunken. Und zwar richtig. Mir ist am nächsten Tag so schlecht gegangen, dann bin ich ins Auto gestiegen in der Früh und es hat geschneit ohne Ende. Es hat da geschnitten und ich habe halt das Auto nicht sauber gemacht. Nur vorne das Nötigste und kein Eis nicht und dann haben sie im Kreisverkehr drin gestanden und haben dann rausgewunken. Dann fährst du ja normal rechts raus und da hat es gestanden in der rechten Ausfahrt. Da bist du nicht gescheit rausgekommen. Und dann bin ich halt besoffen wie ich war, praktisch in die, wo die andere Spur einfährt, bin ich außen rum da rausgefahren und dann habe ich mir gedacht, scheiße, was ist jetzt los? Weil ich war bombennervös, weil ich hab bestimmt nur 3 Promille gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße. Dann hat der zum Glück nur gesagt, ja, mach jetzt bitte eine Scheiben frei. Und ich so, gut, gerne. Sofort hey, ich habe noch nie so freie Scheiben gehabt. So bin ich auch schon oft in die Arbeit gefahren, ja. Mit wie das schneidest du 10 cm, aber kommt nicht mehr oft, wenn es vorkommt. Und dann bist du schon spät noch. Ja. Klang schon. Und hinten noch einmal, ja, das Den Rest macht der Fahrtwind und Heizung. Bis ich da. Wir haben es jetzt ist ja noch relativ kalt in der Nacht und dann bin ich vom Spätzl heimgefahren und haben ein Bier getrunken, tatsächlich nur eins. Genauso wie muss ja, dass die Polizei irgendwo steht und wir haben uns einen Teil genau gegenseitig über den Mund gespuckt. Und das Bier. Also so wie jetzt gerade. Genau, ekelhaft, das Sau hier. Da liegt der Ski, da liegt der. Voll Teufel! Jetzt verschmierst du ihn noch! Was soll ich machen? Ja, nicht spucken beim Reden. Ja, auf alle Fälle holt es wieder auf, dann gleich die Frage, ob ich was getrunken habe. Dann sage ich, ja, Alkoholtest, ja, passt durch, okay, dann weiterfahren. Dann sage ich, ja, gerne duschen wir noch 2 oder wie. Dann der Polizist so, nein, reißen wir uns bitte zusammen. Und dann ist gleich jemand, nehmen Sie Drogen. Dann sag ich, warum haben Sie welche da? Gerne wie können wir abhüssen, Blut abnehmen, los geht's. Dann sage ich so, nein, nix. Und dann so, ja, machen wir mal schon so den Taschenlampen ins Augen leicht Trick. Dann macht er den, macht wieder aus. Also er macht den, ich soll die Augen aufmachen. Nochmal. Dann denke ich mir so Kruzifix, nochmal. Dann ist schon das 4. Mal, dass ich was auf was reagieren jetzt gerade meine Augen, ich immer noch nichts. Dann das 5. Mal, nein, es passt, ich sehe eine Augenlider flattern gerade, wegen friert sie vielleicht. Dann war es 11 Uhr auf die Nacht, arschkalt, war sie überall in der kurzen Hose und im T-Shirt, stehe ich so da und scheint so. Und Boko? Ja, okay, von 2 davon. Dann denke ich, was ist das für eine Frage? Friert sie vielleicht? Ja, Small Pipi. Ja, genau. Dann habe ich rausgeholt. Polizeigeschichten. Fällt mir aber sonst keine ein, muss ich sagen. Mit Sicherheit haben wir in unserer Sturm- und Drangzeit beim Furtgehen, beim Saufen, dann prügelt sich da oder irgendwie irgendein Vollidiot. Natürlich war da mit Sicherheit einmal irgendein Polizeikontakt, aber nie irgendwie ernsthaft. Das Einzige war nur, dass wir mir aufgearbeitet haben, weil ich irgendwo in sehr jungen Jahren sauvoll irgendwo im Kranken bin. Und da wollten sie mir dann heimfahren und ich habe gesagt, oh nein, ich habe gerade noch 1 Kilometer zu Fuß, lasst mir gehen. Das war nämlich am Anfang schon eine gute Idee anscheinend, dass ich zu Fuß gegangen bin. Und sie gesagt, ich darf mich nicht gehen lassen, es kostet mir 50 €, wenn sie mich heimfahren. Und dann fährt ein Taxi vorbei und bleibt stehen mit einer Freundin, wo damals drin, hey, kann ich was bei dir lassen? Ja, die wollen mich heimfahren und lassen mich nicht zu Fuß gehen. Kann ich mit dem Taxi mitfahren? Und also zum Taxifahrer fahren sie heim und sagt, ja, wenn er Geld hat, schon. Ich habe nur 5 €. Wie weit musst du? Ja, 1 Kilometer. Ja, dann kommst du rein.
Ja. Mehr fällt mir da jetzt nicht ein dazu. Ja, mit Ruhe und Gramm war gewesen. Kriminalpolizei aus Landshut nur bei mir. Ja, wegen der Vergewaltigung. Aber ich war nur Zeuge. Ja. Aber auch nur, schaut mich nicht so, da kann ich gar nichts dafür. Und die hören sich im Endeffekt. Fall um Werner. Ja, genau. Na, Kann ich gar nichts dafür, die hat gesagt, eine Mini-Rogo gehabt. na, die ist halt einfach nur Rollschuhe, ja. Diese geile Ausrede, ja. Nein heißt nicht nein. Genau. Nicht, wenn du Es kurz gibt Hosen einen an- Unterschied zwischen Nein und Panzertape. Panzertape heißt, Hilf Nein, Wurzel, das hilft dir Holer nach Chloroform. Floki, der Rapist Number 1. Was alle machen? Grüß Gott, bin ich wieder da. Das ging schnell. Ja, professionelle Actionraucher, weißt du, was ist. So, Themawechsel. WB, merci dir. Wo haben wir? Ja, Dungeon wollten wir mal, gell? Dungeon wollten wir mal. Machst du mal die Tür auf. Prügelt man die Prügeln aus. Schmeißt einmal die Prügeln, was wissen wir auf Tor, tötet, arglistigen, Schemen, sammelt Aufseherschlüssel. Das sollte man hinkriegen. Ja, gehen wir mal nach unten. Bing, 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 bing. Ja, meine vier haben wieder irgendwo umeinander. Kruzifix, wie wir hatten da liegen. Ey, Golem. Mach dem Spielchen da mal ein Ende. Aber. Weißt du, was mir gerade einfällt, was eventuell auch ganz mächtig wäre, wenn wir irgendeine Barriereerzeugung hätten. Das heißt, dass wir öfter eine Barriere haben, nicht bloß. Ich meine, das bringt ja natürlich auch Survivability, das ist ja klar. Und bringt uns aber halt auch gleichzeitig Schaden. War eigentlich mit Sicherheit nicht schlecht. Über Kristalle nehmen wir natürlich mit. Oh, gut, ein normaler Zauberstab. Jetzt haben wir schon so weit, dass uns die normalen Legendary Zauberstäbe gar nicht mehr interessieren, lol. Diamant um. Du wirst mich nur verfluchen, Alter. Der holt mich nur auf. Scheiß auf Diamanten. Zerkümmerung. Was ich auch oft nicht verstehe, ist, warum manche Viecher herzogen werden und manche nicht. Das kapiere ich immer nicht. Ich sehe sie. Was war denn das jetzt? Was war denn jetzt wieder? Was genau waren das jetzt drin? Was sind komische Sachen? Da was sind komische Sachen? Aufseherschlüssel, heilig, Schlüssel. Schlüssel brauchen wir um. Das ging schnell. Gehen wir da durch, noch ein paar Viecher mitnehmen. Okay. Easy. Hast du das auch gesehen? Ich hab ihn mitgenommen. Jetzt habe ich natürlich gewusst, dass wir da so rumgängen und das. So, begebt euch in den Hallen der Niedertracht. Passt einfach Richtung Boss. Kurzer Dungeon. So. Ja, was ist denn da herin schon wieder los? Krieg ich schon Epilepie, da sind nämlich hochgefahren. War kurzer Spaß. I'm not ready yet. Ja, ich bin ready. So, schleichen wir wieder guten Stream und looten ab. Birger, schönen Urlaub. Sollte ich es nicht mehr im Stream schaffen, haut's rein. Pitty Boy, ebenfalls. Merci dir. Und wir sehen uns spätestens in 2 Wochen wieder. Den hat's lustig zerrissen. Das Viech ist super, das hat so lustig zerrissen. Oh, jetzt haben wir einen Stress. Oh, meine Viecher sind nicht da. Meine Viecher sind ausgesperrt. Shit-Button. Alter, was ist denn da los? Baden! Damage-Eskalation. Während meine Viecher alles zerpimmeln, gehen wir mir schön brav einlooten. Damage goes. Ja, Damage haben wir wirklich nur. Also am Damage fight's wirklich nur lang nicht. Wenn, dann habe ich Angst, was das Überleben betrifft. So in 10 Level.
Oh, für das haben wir unseren Shit-Button. Da kann der Cooldown noch ein bisschen her sein. Dann haben wir noch öfter parat. Da runter. Ich hab da Menschen schon gehört. Sehen wir gleich. Bin gleich so weit. Ich muss da noch was zerpümmeln. Was werden die jetzt da so für aushalten? Was ist denn mit dem? Was wird dieser gern? Okay. Hat doch gar nicht so viel I ausgehalten. cannot carry more. Was? Ich bin voll? Scheiße, ne? Nicht das voll, was du meinst. Was haben wir da? Artillerieschrein! Volle Kanone! Diese scheiß behinderte Explosionsscheiße. Hat keiner gesehen. Was ist denn da jetzt für ein Fettsack vorbeigelaufen? Mit dem? Immer das Gleiche. Immer nur den heiligen Zauberstab nehmen wir natürlich schon. Oh, was haben wir denn da gekriegt eigentlich? Model haben wir auch noch nicht gehabt. Dieses Model haben wir auch noch nicht gehabt. Ja, wirf einfach irgendwas weg. Keine Ahnung. Warum sterben wir schon wieder währenddessen nicht hinschauen? Wir von weg gehen. I need more time. Was ist jetzt da herum? Der Blutstein. Was kann der? Bringt den Blutstein zurück zu dem Podest. Was für ein Podest, oder? Ah, das war der Fette, glaube ich. Ach, man muss zwar so Schlüssel sammeln. Okay. Ja, gute! Ring wir schon. I'm not ready yet. Aber einen Amethysten schon mitgenommen, stress dich nicht. Wo geht's? Wieder falsch gelaufen. Haben wir wieder falsch gelaufen. Das ist nix. Der Gustl schreibt, und wie viele Standardklassen gibt es eigentlich? Und ist es möglich, ganz eigene Metas zu erfinden? Also ganz ehrlich, ich habe meinen Bild, so wie ich da spiele, noch nicht nirgendwo in einem Guide gesehen. Ich habe auch keine Guides wirklich studiert oder angeschaut. Aber auf IC Wings zum Beispiel gibt es einen ähnlichen, aber er ist anders wie meiner. Und ich behaupte jetzt schon mal, ich habe mir es auch nirgendwo abgeschaut oder so, sondern ich habe einfach da hingespielt und habe das Beste draus gemacht, was droppt. Deswegen darf ich jetzt schon einmal sagen, man kann seine eigenen Metas machen. Achtung, Gold Goblin. I need more time. Bitte alle Skeletti-Boys da drauf hauen. Dankeschön, jawohl, heiliger Ring. Heiligen Ring nehmen wir natürlich schon mit. Blauer Schund weg, Ring rein. Und da haben wir den anderen Blutstein. Jawohl. So, dann nochmal. Oder ist es alles relativ auf die jeweiligen Klassen gesehen überschaubar? Ich finde, es ist schon nicht ganz einfach. Ich glaube vor allem, es ist ja die Frage, ob ein Neuling Diablo so spielt, wie man es mir jetzt da deren. Natürlich nicht. Es ist schon nicht ganz einfach, alle Zusammenhänge alle so im Kopf zu machen. Da tue ich auch teilweise hart. Wenn du um 3 Ecken denken musst, okay, bringt das jetzt mehr, bringt das mehr, bla, den ganzen Scheiß da. Aber so, mir kommt es jetzt schon so vor, die Synergien, die ich habe, die sind relativ überschaubar und es funktioniert ganz gut. Ich meine, wir sehen uns ja auch die ganze Zeit. Wir sterben nicht oft, wenn dann durch irgendeinen Explosionsscheiß. Und
Und es läuft ganz gut. Wir kommen zügig durch, sind wir Easy World Tier 3. Haben wir schon einen Dungeon gemacht, der fast 10 Stufen über uns ist. Sind wir auch gut durchgekommen. Wird schon. Das wird schon. Das sagt der was ist. Es kann schon funktionieren. Könntest du bitte nochmal den Link reingeben für die Map? Moment, habe ich den noch in der Zwischenablage? Ja, da, pass auf, da. Es gibt mehrere so Diablo-Maps. Könnt ihr einfach mal googeln. So, jetzt müssen wir mal kurz das Inventar leer machen. Ich glaube, das verkaufen wir jetzt einmal, damit wir ein bisschen Gold zusammenkriegen, weil wir haben 1,7 Millionen. Wo ist der Schwertmann? Schwertmann. So, das schaut jetzt irgendwie nicht so aus, als hätte er so viel Geld, aber ist so wurscht. Schauen wir mal kurz durch. Alle nicht heiligen Gegenstände gleich mal weg. Ja, droppt schon fast nichts. Gut, ich nehme fast nichts mehr mit, außer heilige Gegenstände. Und heilige Gegenstände mit nur 3 Affixe brauchen wir eigentlich auch gar nicht anschauen. Weg. Diebsfüße weg. Weg. Schädel. Alle Werte weniger Schaden über Zeit. Darf man da DPS kriegen? Weiß ich nicht. Angriffsgeschwindigkeit von Basisfertigkeiten, Dreck, können wir nicht nehmen, Dreck. Was haben wir da? Eure Skelette erhalten höheren Schaden, solange sie am Leben sind, bis maximal 52%. Das ist der selbe Trade, den wir da haben. Eure Skelette erhalten höheren Schaden, solange sie am Leben sind, bis maximal 30%. Haben wir einfach einen 20% Schadensbuff gekriegt. Lol. Lol. Okay, auf hin. Sehr gut. Einhandwaffen mit nur 3 Trades brauchen wir auch gar nicht anschauen. Brauchen wir nicht anschauen. Die hat 4 Trades, aber minus 200 DPS. Totaler Witz. 3 Affixe brauchen wir nicht. Ränge, Knochenspeer, Blutlanze nehmen wir beides nicht her. Geschick, kritische Treffer, Überwältigungsschaden. Dort nur 3. Alle Werte, kritische Trefferchance, ist gut. 19 Stärke. Ein Rang für Schnitter, können wir nicht brauchen. Schadensreduktion während der Gestellzeit, Lebensregeneration, Wille. Totaler Witz, wenn da nicht mindestens 2 Ränge für Leichenexplosion drauf sind, können wir es auch gleich komplett wegmachen. Geschick, bla, alles Mist. Da haben wir was Gutes. Max-Essenz. Aufheben einer Blutkugel. Totaler Schrott. Dann können betäubt werden, wenn sie euch treffen. Ihr fügt gegen den Bla. Golems erhalten 3,6% eurer Dornen. Können wir nicht brauchen, haben wir keinen Dornenschaden. Aufheben einer Blutkugel. Totaler Schrott. Der wird entzaubert. Und das Ding, Blutlanze, bla, auch totaler Schrott. Schaden Gegenfall, hat kein DPS drauf. Das ist auch totaler Schrott. Amulett können wir uns langsam mal anschauen. Da haben wir nämlich eins O mit nur 3 Trades. Das ist immer nur Level 43. Da ist sehr viel Potenzial drin. 6% erhaltene Heilung ist okay. Weniger Schaden durch Gegner in der Nähe ist okay. Schaden für Fertigkeit des Typs Dunkelheit, Scheißdreck. Und Schreien ist auch Scheißdreck. Weg damit. Ja, warum disst du die Items nicht für Mats? Ich mach das so 50-50. Immer ein ganz Inventar verkaufe ich und ein Inventar disse ich dann für die Mats. Immer so hin und her, damit sie das Gleichgewicht hält. Jetzt habe ich 2 Millionen Gold und Gold ist auch wichtig, ja, vor allem fürs Umrühren, fürs Craften und so. Das wird sehr schnell sehr teuer, damit ich halt nicht ohne Gold da stehe und nicht ohne Materialien. Also fitti. Aber, ganz wichtig, Legendaries immer entzaubern. Immer, wenn du das nicht brauchen kannst. Weil da haben deine Materialien drin, die wir brauchen können. Da das Blutlanzen-Scheißding, das haben wir schon 5-mal gehabt. Weg damit. Und da ist dann wichtig, das ist ja auch nicht immer gleich, da musst du ein bisschen Glück haben, dass dieses Material da droppt oder das andere. Warte mal, brauchen wir auch nicht, weg damit. Genau, das da. Das kriegst du nicht immer aus Legendaries und das ist relativ wertvoll. Birger, hilf mir, du bist ein Pro-Gamer. Was ist denn mit dem Gustl schon wieder? Er hat es ja noch gesagt, er liest gleich, aber dann ist er verreckt. Was wollt ihr denn gleich wieder lesen? Du hast einfach mal Donation übersehen. Holy shit, da habe ich tatsächlich Gustl. Okay. Wie kann ich Albtraum-Dungeons machen? Bin Level 50 plus in Weltstufe 3 und kann beim Okkultisten keine Siegel herstellen. Reiter nicht anklickbar und krieg auch keine. Quest habe ich auch keine mehr. Ich hab meine... Jetzt pass auf. Erstmal mir für den Euro. Ich hab meinen ersten Key gekriegt, wie ich für den Baum diese Gaben gemacht habe und hab mir dann eine Kiste geholt, dann waren die ersten Keys da drin. Wenn du so einen Key kriegst, machen wir einfach nochmal so einen Albtraum-Dungeon, machen wir nochmal einen 10er. Dann sind die in deine Verbrauchsgegenstände drin. Sortieren wir mal. Das sind die Keys. Die kann man übrigens später dann disenchanten, da kriegt man so einen Staub raus und dann kannst du welche craften. Das hab ich erst gekriegt nach meinem 3. Albtraum-Dungeon, glaube ich, oder nach meinem 4.
kriegst dann irgendwann automatisch eine Quest, der sagt, geh zum Okkultisten und dann wird der Reiter freigeschaltet. Und bis dahin, glaube ich, können diese Keys aber überall droppen. Ich habe schon 20 von den Bäumen gemacht und habe nichts gekriegt. Dann würde ich fast sagen, Pech. Einfach weitermachen. Die droppen absolut random, können die überall droppen, glaube ich. Mach mal vielleicht ein paar Random Dungeons irgendwo auf der Map, einfach so, die du noch nicht abgeschlossen hast. Da kann es auch drin droppen. Irgendwann muss er kommen. Ich muss jetzt leider los zur Arbeit. Viel Spaß noch an alle. Herr Gustelbeats, merci dir ebenfalls. Habe die Ehre. So, das können wir auch mal anschauen. Das ist was, das haben wir im Stream noch nicht gesehen. Wo ist denn der Okkultisten-Sepp? I cannot do that. Also die Dinge, du kannst das nicht erzwingen, glaube ich. Eines Tages kriegst du einen. Und ich hab meinen ersten eben aus dem Baum gekriegt. Gleich noch, der war's glaube ich sogar dabei im Stream, bin mir nicht sicher. So, okkultiert, dann ist dieser Reiter da oben freigeschaltet. Die haben bei euch noch ausgegraut, wenn ihr noch keine Albtraum-Dungeons habt. Und dann kommen die dissen. Und zwar die denen nicht gefallen. Dissen wir mal ein paar, ist ja wurscht. Was haben wir da? Stufe 13. Ja, den Stufe 13, den müssen wir machen. Oder? Machen wir Stufe 13, schauen wir, was passiert. Den dissen wir natürlich nicht. Was haben wir da? Stufe 12. Stufe 4. Schauen wir mal, Stufe 1. So, genau. Der gefällt mir jetzt nicht, keine Ahnung, mag ich nicht. Weg. Blub. Dann kriege ich 2 sichere Staubs. Was haben wir da noch? Die Stufe 1 Scheiße, die interessiert sowieso keine Sau nicht. Da mit Stufe 1, 2 interessiert auch keine Sau. 3 interessiert auch keine Sau. Keine Ahnung. Weg mit dem Schund, du wirst jetzt so geschissen mit Kies. Ob ich das gefällt. So, passt. So, jetzt haben wir einen Haufen so einen Staub und dann kannst du da hergehen und dann kannst du dir Random Keys erstellen. Und zwar, ja genau, zwischen Stufe 1 und 20 ist für dein Level zwischen 50 und 70 und ab Level 70, also Torment dann, also nächste Weltstufe, haben das dann Ahnen Keys. Und da komme ich noch gar nicht rein. Was haben das? Stufe 21 bis 25? Ja, da haben wir auch schon noch 2 Stunden. Und dann kannst du halt da welche bauen. Und das geht runter bis Stufe 100. Und ich glaube, durchgespielt hast du das, wenn du einen Stufe 100 Key geschafft hast, dann hast du das durchgespielt eigentlich. Ja, und wir sind jetzt momentan da irgendwo. Also ich glaube, dass irgendwo zwischen 10 und 20 ist Schluss. Das werden wir jetzt dann gleich herausfinden. Was weiß ich, craften wir uns halt einmal einen. Der kostet 11 und 8000 Gold. Craften wir uns einen, erstellen, blub. Albtraumsiegel hergestellt, schauen wir, was der kann. Der ist Stufe 15 und funktioniert genau wie die anderen. Du hast 12 Tode maximal drin. Aber da ist jetzt ein Trade mehr drauf. Sechstes, verstärkte Elite-Gegner. Monster haben Blutungsschaden und Trankbrecher kommt noch dazu. 100 wird noch lange nicht das Cap sein, wie wir alle durch Blizzard kennen. Ja, es ist auch nur gut. Ich glaube, dass das fürs Erste ist, dieses Cap. Fürs Erste. Dass das später natürlich weiter aufgeht, das ist ja klar. Das ist auch der Sinn dahinter. Spiel soll sich ja erweitern. Neue Mechaniken, eine Level Caps, neue Endgame-Mechaniken dazu und so weiter. Wird schon. Aber das Fundament ist stabil. I cannot do Rein that. den 15er! Sollen wir den 15er machen, oder was? Kannst du es wieder nicht erwarten? Ja, aber da baue ich mir zuerst, tue ich mir das Trade drauf. Wo tun wir das drauf? Auf unser Offhand. Stellungserzeugung, Willenskraft, maximales Leben, Diener. Sollen wir? Ja, Haus I drauf, cannot ist do wurscht. that here. Kriegen wir nochmal. Kriegen wir mir nochmal. Oh, warte mal, da muss ich zum Okkultisten. Ab zum Okkultisten. So. Affix nicht ersetzen, Siegel wieder verwerten. Das müssen wir machen, das müssen wir machen. Dann ziehen wir mir. Ah, deswegen ist er so hoch. Ah. Deswegen ist es mit 52% so hoch. Wenn du gewisse Trades auf Zweihandwaffen drauf tust, dann kriegst du einen 100% Bonus. Das heißt, das Ding hat natürlich später dann bloß 26. Das ist schlechter wie das, was wir geholt haben. Gut, aber man kann es brauchen zum Austauschen. Okay. Okay. Warum kannst du die Dungeons herstellen? Wie geht das? Ich hab da random eine Quest gekriegt. Ich hab da random. Da, die komische Kreuzquest da, da habe ich Quest gekriegt. Dann gehe ich zu dem Okkultisten und gesagt, und der hat mir dann einfach gesagt, da schau her, so geht Keys herstellen. Keine Ahnung. Ich hab nichts Bestimmtes gemacht, das war einfach da. Nachdem ich meinen 3. oder 4. Albtraum-Key fertig gehabt habe.
Mehr habe ich nicht gemacht. Not while I'm in town. Ab 55 bekommst du die Quest. Das kann's auch sein. Könnte sein, dass ich da gestern gerade 55 geworden bin. Weiß ich nicht mehr auswendig. Auf einmal war es da. So, Steiner eingeschissen. Jetzt muss ich nochmal fragen. Ab wann gibt's die nächsten Steine? Ab Level 60? Kann das sein? Das hat einigermaßen Sinn machen vom Progress. Da gibt's nämlich auch den neuen Heiltrank dann. 90, ja, das der wir zu uns einer. Der mir da nicht passt. Wir können uns momentan nicht verstärken. Wir können natürlich unsere Items einmal ein bisschen ausbauen, aber drauf geschissen. Eine in den 15er. Machen wir so. Wo ist der 15er? Ist das der Stufe 15? Haben wir den überhaupt? Hexenwasser in Habsa. Aktivieren. Wo? Da. Von wo gehen wir da? Wo gehen wir? Da gehen wir. Los. Ich hatte beim Weltboss einen Key und danach war die Quest da. Ja, dann. Also, du brauchst wahrscheinlich mindestens einen Key und ein bestimmtes Level. Dann kommt die Quest zum. Oh, ein Trank. Ein Trank, das ist ein guter Punkt. Sehr guter Punkt. Bei Level 15 rentiert sich das auch. Schauen wir erstmal, was da passiert. Monster-Blutungsschaden. Monster verursachen im Verlauf von 5 Sekunden zusätzlich ihres physischen Schadens als Blutungsschaden. Das heißt, wir haben unser Rüstungstrank alleine. Sonst glaube ich, habe ich sogar dabei. Warte mal. Untotenschlachten, Dämonenschlachten, Tierschlachten, Ressourcen, Akrobatik, Angriff, Kältewiderstand, Schmetterns. Na, dann müssen wir nochmal zum Alchi. Müssen wir nochmal schnell zum Alchi? Gibt's da einen Alchi? Ich glaube schon. Ab zum Alchi machen wir uns einen Rüstungs und Dornen, glaube ich, haben noch mit dabei. Bin mir nicht sicher. Müssen wir schauen. Da müssen wir schauen, wo ist denn der Alchi? Alchi Sepp, wo? Auch unten Not beim while I'm in Okkultisten. town. Ich finde, dass vom Teleport die Dinger manchmal ein bisschen weit weg sind. Das ist da 100 Mal hinlaufen, das nervt echt anders. Ja, geh halt hin dann. So. Da, ab 60 gibt es nämlich auch den nächsten Heiltrank. Elixier! Vor mir wieder schon ein Blitz. Eisenstachel. Was? Rüstung 300? Ich hab doch irgendwo was gehabt mit Rüstung 900. Ausweichchance. Ziegenmenschen. Tierschlachten, Untoten, Eisenstachel, Rüstung 200. Habe ich mir verschaut, waren es 300 anstatt 900. 900 war aber auch ein bisschen krass. Das war dann einfach 30% mehr Rüstung. Das war sauber krass. Okay, nehmen wir das Eisenstachels mit. Da können wir nur 3 craften. Warum haben wir da diese Beißbeere, zermahlene Tierknochen? Oh ja. Come back whenever you like. Pflanzen wir uns ein. Du, den pflanzen wir uns ein. Schönen Urlaub, komm uns gesund wieder zurück. Ja, DJ Bluto oder sowieso. Not while I'm Außer in town. der Hai beißt mir einen Fuß ab, dann mal ein bisschen Pause. Oh, gehen wir schon auf Level 15 Nightmare Dungeons, ja sicher. Haben wir keine Kacknoobs da. Ist eh ganz klar. Wahrscheinlich werden wir einfach nur Dreckert sterben die ganze Zeit. Das werden wir jetzt gleich rausfinden. Die scheiß Viecher sind. Wo haben wir 10, 15, 20, die haben jetzt 67, 68, wir sind wir 10, die haben 12 Level über uns. Das wird jetzt spannend. Wird spannend. Irgendwann ist die Grenze erreicht. Ein bisschen abreiten. Los geht's. So, haben wir gleich da. Zack, Trank nicht vergessen. Aber die Items sind verlockend. Natürlich sind die verlockend. Die XP auch und jetzt gerade so ein bisschen im letzten Stream auch ein bisschen die Herausforderung, wo ist die Grenze, wie weit kämen wir. Das interessiert mich natürlich auch. So, Tränkchen. Rüstung 30 Minuten lang und los geht's. So, wo sind die Mistviecher? Bin natürlich auch ganz stark drauf. Oh. No! Was ist mit dir? Schauen. Dann kann ich leicht nicht tun, wo ich natürlich keinen Schaden. Ja, das waren jetzt nicht direkt Elite, aber die waren auf alle Fälle gestärkt. Da haben wir den ersten Elite. Oh ja, die halten schon gescheit aus.
Meine Skelly Boys ficken sehr gern. Das scheiß Schlangenauge ist aber das letzte. Ja, jetzt wird schon zack, gell? Aber es fühlt sich noch machbar, man muss noch aufpassen. Oh, nicht. Warum kann ich keinen Trank nehmen? Ach, mir oh, meine Skelly Boys sind hier. Okay, jetzt wird's interessant. Ja, ist zu hoch. Ist zu hoch. Aufpassen müssen wir natürlich. Müssen wir natürlich schon ein wenig. Ah, das Augen ist eine Arschloch. Ja, ohne meine Skeletttypen bin ich halt gefickt, gell? So. Haben wir alles? Okay. Nochmal von vorn. Nochmal von vorn muss nichts heißen. Aber jetzt wird's gesagt, das merkst du schon. Merkst schon. So, Gefangene befreien, kriegen wir. Was haben wir da? Artillerieschrein. Den müssen wir natürlich ausnutzen. Wo zur Hölle geht's denn weiter? Da geht's weiter. Oh, 2 Schreine gleich. Gefangene. Gut, mit den Schreinen heißt nix. I need more time. Die wieder da hinten umeinander hauen. Ah, die Laser am Boden sind ziemlich mies. Die machen jetzt auch schon richtig Damage. Jetzt haben wir genau da, wo ich gemeint habe. Müssen wir einfach ein bisschen aufpassen. Das geht schon. Aber Skelly Boys, wenn sterben, haben wir gefickt. Und schlecht. Und die Laserdinger machen auch ziemlich viel Schaden. Ja, wir mal anders spielen jetzt nach 30 Stunden. Wenn die Viecher wirklich mal einen Stress machen. You saved my life. Oh. Da haben wir Skelly Boys. Und jetzt hat es vielleicht sogar wirklich Sinn machen, dass man das straight mit dem Aushalten für die Viecher drauf tut. Dass die nicht so steht. Die kriegen einfach 30% weniger Schaden. Das ist unfassbar viel. Und dann, sobald nämlich die verrecken, ist mein Schaden weg. Es ist dann gingen die restlichen Viecher alle auf mich. Mein Tankiness ist weg. Und so weiter. Natürlich darf man uns von den Fetten da auch nicht erwischen lassen. Das gehört natürlich auch dazu. Aber es geht schon. Wir kommen schon durch. Wir dürfen bloß nicht sterben. Das dauert halt ein bisschen. I need more time. Servus, Bierberg, ich bin auch wieder da. Mr. GP. WB. Oh. I need more time. Press the Shit Button. So, erst den Elite killen. Oh, ja. Ja, die verstehen dann keinen Spaß mehr. Haben wir noch ein paar Leichen irgendwo? Ja. Smaragd nehmen wir natürlich auch mit. Paragon-Punkt. Jetzt können wir in jeden scheiß Punkt bra, das sagt der Ibis ist. Da stehst du in keiner Fläche mehr drin. I'm not ready. Da stehst du in engen Räumen am besten nimmer in irgendeiner Fläche drin. Das ist eine schlechte Idee. Ist das Mistvieh noch da? Oh ja.
Da schau dir das an, was das scheiß Gift Schaden macht. Schau dir das an, was das scheiß Gift Schaden macht. Ich steh noch nicht einmal drin. Ist dann immer ganz schlecht. So, jetzt müssen wir einen Oh Shit-Button wirklich weise wählen. So wie das ist, den müssen wir wirklich weise wählen. Weil man die scheiß Augen! I need more time. Kannst du nix mehr machen, Alter. Schauen wir mal, ob wir durchkommen. Schauen wir mal, ob wir durchkommen. Also, das rendiert sich gar nicht. Sobald du da drin regelmäßig stirbst, kannst du das bleiben lassen. Weil's viel mehr. Ja, Kim nicht widerstehen. Stand in Dive mal. Vor allem, was hat ihn eigentlich wieder umgebracht? Das ist einfach irgendein Viechvierer gesprungen, das überhaupt nicht da war. Ja, das taugt man halt dann auch auf Dauer nicht. Du musst das Viech umeinander kiten und ewig und 3 Tage drauf umeinander prügeln. Das ist halt auch nichts. So fühlt sich dann das Endgame übrigens so. Da muss man dann aufpassen, man Spein, da ist nichts mehr mit Nudeln. Im besten Fall, sagen wir es so. I need more time. Das Augen ist wieder absolut tödlich da in das Windy Stand. Skelette beschwören. Hast du da fast keine Zeit zum Ausweichen mit dem Ding? I need more time. Oh, Shit-Button. Das ist 68, das Viech! Das ist ein... Ah! Mann, ich hab's noch gesehen! Mein Gott, also ohne Scheiß, du darfst aus mit dieser Explodierscheiße! I need Hass! more time. I need more Aber es geht time. schon. Wie viele Tote haben wir da drin? Jetzt 3. Kriegen wir schon. Also ein Ding noch, dann ein Boss noch, der wird wahrscheinlich auch unangenehm. Alter. Meiner Viecher hat natürlich kein Problem, aber die haben ja nie ein I Problem. need more time. Einiges Schicksal. Werden wir hin müssen, auffitzen. Ja? Ja, Viecher, jetzt war's geil, wenn's mit. I'm not ready. Alter, wie viel Damage das die machen, wenn die den harten Schlag machen, Alter. Heiliger Dolch, hoffentlich auf Level 68. Das war halt auch was, wenn die einmal auf dem Level droppen dann. So, eins sein, was brauchen wir noch? Talisman der Augen. Kleiner Shit-Button. Weil ein kleiner Shit-Button, den wir gleich lang umeinander und dann muss alles sterben, bevor es... Oh, da kommt schon wieder Elite-Set. Alles lassen wir jetzt meine 4 mal davon. Golem reindreschen. Jetzt müssen wir wirklich das Schadenspotenzial nutzen.
zusammenziehen, aus Shitbacken. Ja, wenn man sich daran gewohnt hat, dass man ein bisschen vorsichtiger spielt und Obacht gibt und den ganzen Mist, dann geht's schon. Ach mein Gott, du mit deinem behinderten Scheiß, ne? Das Drecksauge, Alter. Jetzt kommt wieder der fette Elite-Sepp. Stunnen wir gleich einmal und dann wuschelt man gleich einmal und dann lassen wir ganz viel explodieren und unsere. Das war knapp. So, explodiert der Hurensohn wieder, weiß ich nicht, pafft unsere Viecher, haben wir es schon. Du, das war auch gegangen ohne zum Sterben. Ich sag das, was es ist. I need more time. Schwierig, aber es war gegangen. So, begibt euch nach Opferhöhle. Haben wir jetzt nur noch einen Boss. Oh, jetzt wird's interessant. Den kenne ich noch nicht einmal. Den kenne ich noch nicht einmal. Das ist wahrscheinlich mit sich ein unfassbares Giftarschloch. Ja, da brauchen wir nicht drin stehen. Ah, nicht noch Shitbutton. Ich wollte nicht noch Shitbutton. Ach, du Fuck. Voll rein. So. Jetzt fährt der Saugsepp da umeinander. Schlechter Zeitpunkt, Saugsepp. Oh, er ist gestaggert. Damage. Jetzt fährt doch mein Stausauger zwischen die Füße umeinander. Oh, ganz schlecht. Nein, wie wir wieder gestunt werden von dem Mistviech. Das ist aber ein schöner Test, ob unsere Skillung für ein Bosskiller ist. Nicht so wirklich, weil wir nicht keinen potenziellen Damage nicht speziell gegen Bosse haben. Aber es geht schon. Oh, mal noch Shitbutton. Und buffen wir unsere Viecher gemütlich. I'm not ready yet. Ach, er ist wieder gestaggert. Gib ihm. Ich hab extra noch einen Heiltraum gesucht oder so. Oh, Shitbutton. Geschafft ist geschafft. Geschafft ist geschafft. Ein ins Vieh ist nicht immer die beste Taktik, wenn ich nice nicht. Natürlich nicht. So, was haben wir jetzt da? Zack. Machen wir so. Was haben wir gekriegt? Zwing DPS. Gut, unser ist schon 4 mehr ausgebaut, trotzdem glaube ich zu wenig DPS. Was ist drauf? Schaden gegen Schatten, Beschaden, Typs Basis, Typs Kenner. Das ist schlechter wird's nicht. Knochenfängnis zerstört wird oder abläuft, versucht es 61 Schaden in seinem Umkreis. Wow, 61 Schaden gleich, das ist krass. Was haben wir da? Wie viele Gegner, die sowohl von Altern als auch Reisende Jungfrau betroffen sind? 34% mehr Schaden zu. Braucht man auch nicht. Ist aber für einen anderen Bild, glaube ich. Ja, sehr schön. Da kriegen wir 32 XP. Wir skillen unseren Golem. Das wird das erste Ding, glaube ich, was wir da eine der Glyphe aufwerten. Jawohl. Da können wir fast, ja, das macht fast 1,5 Level. Ja, easy. Sei froh, dass der nicht explodiert. Geschafft, ist geschafft. Na. Saugsepp! Kannst du bitte aufhören, über meine Zellen zum fahren, du Arschloch? Heim jetzt! Gibt's so eine auf den Plastikarsch. So. Penner! Was, bleibst du jetzt da lang stehen? Also möchte ich aber auch hoffen. So. Ja. 15er Teil haben wir wenigstens irgendwie ein Achievement gekriegt oder so. Nein. Ja, dann ab in den 20er, oder? Nein, das ist was, das bringt's gar nicht. Da brauchen wir sauber zu lang, wir sterben sauber zu oft. Es droppen deswegen auch keine besseren Dinger nicht. Du musst so die Balance finden. Stufen, da wo du locker durchlaufst, da wo du schnell durchkommst, nicht stirbst und da kriegst du viel mehr XP, wie wenn du jetzt da die 68er Viecher umhaust und dann aber doppelt so lang brauchst, aber bloß 50% mehr XP kriegst. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich, was ich da sage. Ja, Gemasse. Stell dir mir vor, der Endboss springt sich kurz vor Schluss. Gib mit Sicherheit vor.
Deiner heißt wenigstens Saugsepp, meiner wurde Wongel getauft. Schau hier, Staubsauger wongelt durch die Wohnung. Ihr Vollidioten, ich flipp noch mehr aus mit euch. Was ist jetzt der? Jetzt machen wir den Dungeon da noch. Wie weit sind wir da auf der, mit der Map-Dingsbums? Ja, werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr fertig kriegen, zumindest nicht im Stream. Oh, da haben wir noch. Bringt Timune die abgenutzte Timune. Achso, ja gut, bitte, diesmal nehmen wir natürlich schon mit. Es sind auch 20 Ansehen pro Nebenquest, glaube ich. So, gib ihm Gas. Immer her mit die XP. Liegt euch jetzt einmal mit einem Viecher-Scheiß da. Muss eine Quest abgehen. Kriegen wir gleich noch eine Nebenquest. Was müssen wir da? Erhalte Timuns Geschenk für die Infizierten. Da haben wir eine Kiste gekriegt. Was gehen wir? Oh ja, ein paar Eisenbreckerl, die können wir brauchen. Erhalte Timuns Geschenk für die Infizierten. Was muss ich da tun? Ach, da hinten draufklicken. Timunis Vorräte. Und wo muss man die hinbringen? Findet Baridan, Duiraya und Raldin. Ach, im Gebiet wieder irgendeine Scheiße so, das ist aber super schön. Super schön. Aber gut. Wie müssen wir den finden? An das Dode oder wo? Hätten wir mal wieder lesen sollen, gell? Hätten wir mal. Oh, da ist ein Live-Event. Aber das will ich jetzt nicht machen. Wenn ich die Typen finden. So. Dann kann man mal raus. Oh, da unten blitzt was. Was blitzt da? Da blitzt was. So. Und kaum haben wir uns ein bisschen an den Level 15er gewohnt. Gehen wir außer und Viecher schmulzen halt wieder instant. Wie kommen wir jetzt da noch? Ist das da Dauerspawn für Elite-Gegner oder was ist das da? Weiß nicht, Bruni. Oh, Saphir, nimm mal mit. Saphir, nimm noch mit. Jetzt. So, ich weiß eigentlich gar nicht so recht, nach was wir mir suchen. Fast schon wieder zu einfach. Ich weiß eigentlich gar nicht. Nach was zur Hölle suchen wir? Na, so weit drin vermute ich. Was ist das da? Die hier. Wann kannst du ins WT4? Wahrscheinlich mit Level 70 rum. Vorher gehst du da nicht rein. Da ficken die 4. Das hast du jetzt gerade gesehen. Wir waren jetzt gerade auf Level 68. Und ich schätze schwer, dass World Tier 4 an die 74. Und ja, ich bin aber guter Dinge, dass wir da gut durchkommen. Jetzt machen wir mal 10 Level. So ist jetzt mein Plan. Das werden wir wahrscheinlich im Stream nicht mehr sehen. Es tut mir auch irgendwo leid. Kurz einmal die Ansage an alle nochmal, die vielleicht in der Zwischenzeit zugeschaltet haben. Ich muss den Stream heute leider abbrechen. Vielleicht hört man es. Meine Stimme ist absolut im Arsch. Es ist auch nur noch unangenehm zum Schmerzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich das jetzt nochmal 3 Tage tue, 30 Stunden lang zu sprechen, dann fahre ich stumm in Urlaub und da habe ich auch keinen Bock dazu. Mir gefällt das zwar gar nicht, es tut mir wirklich außerordentlich leid, ich hoffe, da ist mir niemand böse, aber was soll ich machen, bin auch nur ein Mensch. Fulltime streamen ist nichts für mich, ich werde das auch noch durch die... Was ist mit ihm da? So, irgendein Trottel, da ist der nächste. Und jetzt noch den letzten. Nein, das geschissene Augen in dem Sumpf da herunten. Kim leckt mir am Arsch. Und ja, mit die Items ein bisschen nachziehen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das hier hat. Ist da Liliths Statue, die nehmen wir natürlich mit. Die kommt gerade recht.
Komohebra, seltsames Gift, nehmen wir auch mit. I need more time. Da haben wir noch so einen, müssen wir wahrscheinlich in den Keller rein. Oder? Nö, nicht einmal. Bringt mir das seltsame Gift, das kriegen wir hin. Da stimmt jetzt so sexy wie immer, wenn nicht noch geiler. Was mache ich jetzt mit meinem Ständer? Gutl, das ist eine unfassbar gute Frage. Aber wenn ich nur 3 Tage so weiter tue, dann fault mir mein Ständer ab. What is it now? Dann müssen wir jetzt nochmal was machen. Nö, Quest beendet. Was kriegen wir? Oh, schwaches Elixier. Ja, ein paar Elixiere kommen wir. Warum nicht? Haben wir jetzt sonst noch was da in der Nacken zum Tor? Nicht wirklich. Dann machen wir jetzt da oben. Parten wir uns einmal auf. Dann glaube ich, machen wir noch mal ein Raucherpäuschen. Und dann glaube ich, werden wir langsam aber sicher die letzte Phase einleiten. Weil, weißt du eh, was ist. Der Rob Danson schreibt, guter Tipp ist die, wenn du Qual 1 freischaltest, bekommst 300% mehr EP. Ich glaube 200, oder? 200 ist der... Ja, grüezi. Ja, fang schon. Es ist halt auch dann nicht mehr schön zum Zuhören. Keller lohnen sich nicht mehr. Ich hab ihn schon gesehen, ich war zu faul. Ich sag das, was es ist, ich war einfach zu faul. Ja, das macht es auf alle Fälle nicht besser. So, weißt du, was da ganz gut dagegen hilft? Wir rauchen jetzt erst einmal eine. Für alle, die vielleicht neu da sind, ich mache jede Stunde mal ein Päuschen. Es kann vielleicht bin ich jetzt zu kacken dreist und sage, das ist vielleicht die letzte Pause, die wir machen. Ich gehe kurz an die Raucher, holt euch was zum Trinken, dann leiten wir einen Endspurt ein. Ich glaube, wir haben alles gesehen, was man sehen kann. Das Endgame getestet. Da unterhalten wir uns jetzt dann in der letzten Stunde noch drüber. Und ich gehe jetzt schnell in die Raucher. In 3 Minuten bin ich wieder da. Ich drücke auf Play in unserem Podcast. Viel Spaß damit. Komme gleich wieder. mit Restalkohol in die Arbeit gefahren, vorher noch geraped und dann wundern. Hey, Sie, Herr Polizist, der hat er noch Chloroform. Und dann hat Schlagstück am ins Maul gehalten. Der Rape-Flow has no breaks. Weiß das jemand, ob man mit dem Chloroform hat einen wirklich so schnell umkippt? Ja, Wenn du keine das Ahnung. einmal Ich einschnaufst? Ich glaube, so schnell glaube ich nicht, aber... Also wenn du das einmal... Ja. Also ich glaube, ich muss richtig krass... Also irgendwas habe ich mal gelesen, ich weiß jetzt aber nicht, ob das Chloroform war oder irgendein anderes Mittel, was aber irgendwie direkt Nosen rumdumm, das muss zu sein und du musst ein paar tiefe Richtig. Atemzüge Ja, okay. erwischen. Aber ich weiß nicht, ob das Chloroform war. Interessiert. Probieren wir's Aber aus. ich glaube, dass Wir haben du noch mit generell Sicherheit so- irgendwelche Mediziner in der Community. Ab in die Kommentare. Aber es ist Wie nicht- schnell Oder lang Raper. dauert das? Ich meine, normalerweise, wenn die halt jemand auch von hinten packt mit dem Hodern, dann schnaufst du ein, weil du halt einfach da schriekst und Ja. vielleicht deswegen, was weiß ich, aber natürlich... Du müsstest es jetzt Zählt wissen, eigentlich die Grundregel noch? Na, bei mir zählt diese Grundregel für mich noch. oder? Was ist mit dem? Ja, mein Gott, ich hab so Schwitzearme irgendwie schon wieder. Aber ja, Warum ist das so ekelhaft? Genau. zählt jetzt diese Grundregel eigentlich noch? Unter 30 Sekunden ist es keine Vergewaltigung? Spaß. Was? Es gibt einen Unterschied zwischen Nein, Das ist wie die 3-Sekunden-Regel beim Essen. ist wichtig. Genau, Wichtiger 30 Sekunden am Boden ist kleiner, schmaler Grad zwischen Nein und Nein. Eigentlich bin ich nicht so eine. Jetzt hör halt auf. Nein. 4, pssst, 18. Ja, aber jetzt los mich wieder mal. Nein. Komm halt dein Maul. Und sofort wieder straight in Sexismus. Du willst eine Vergewaltigungsgeschichte erzählen, ich bin ganz Nein, ohr. die war nicht dramatisch, ich war nur... Was Ah, war okay, nicht dann immer richtig Zeuge. Vergewaltigung Ich war in einer dramatisch, Bar, oder wie? Jetzt los noch bitte. ich war in einer Bar und dann ist halt eine so mega flenn zu mir hergekommen und hat gesagt, sie ist gerade vergewaltigt worden. Und Dann dann... hast du so nicht aufgemacht und gesagt, nicht deine Ich habe jetzt Krankheit. nicht gesagt Glückwunsch. Na, und dann... Also, da gibt's Spaß. Da gibt es genau den Witz, da, wo einer aus dem Wildwasser kommt und sagt, ich bin vergewaltigt worden und der Typ sagt dann, macht so nicht auf und sagt, heute ist nicht der Ton. Scheiß doch rein. Okay. Na, und dann ist halt der Bar-Typ, der hat dann mein Namen aufgeschrieben und bla 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 und dann war halt irgendwann nochmal Kriminalpolizei da bei mir. Ist was rausgekommen am Ende des Tages? Die hat er, anscheinend hat die einfach nur so einen Film geschoben. Ah, okay. Also, Das ist mega oft lächerlich. schon krass, wenn eine Damenschaft sowas behauptet. Obwohl es vielleicht nicht wahr ist. Also wenn es nicht wahr ist, ist es natürlich krass. Du kannst die ganz krass oft, du kannst es ja nicht. Was tust du denn, wenn du es nicht beweisen kannst, dass du es nicht da hast?
Dann hast Die du ein großes beendet Problem. dein Leben. Ja. Ja. Aber was dann auch ein Thema ist, wo man auch drüber reden sollte, ist, was, jetzt stell dir mal vor, du sagst, das Mo, du bist vergewaltigt worden. Das musst du also, Sicher muss es Das- noch, aber wie genau. sollst du es machen? ja, Wie sollst du denn das machen? das ist der Punkt. Aber das ist, glaube ich, so, bei Frauen ist, glaube ich, so immer dieses, ja, stimmt, 100 Pro. Glaub Das ich ist sofort. sogar die Rate der häuslichen Gewalttätigkeiten von Männern auf Frauen und unter fast gleich hoch. Die Dunkelziffer auf jeden Irgendwie so. Es gibt eine hohe Dunkelziffer, das ja. Fall. Ja, weil Männer trauen sich halt dann nicht. Was zu sagen. Ja, das ist ähnlich mit. Ja, Das wiederum- Ich ja. dachte mir halt wirklich, schau mal, stell mal vor, der Ja, Verein Ich hab mir alle geschlappt. verprügelt mit den ganzen Tag. Ich sag gar Das nichts, ist dann ja- krieg ich noch mal einen aufs Maul. Heute lieber mal fotzen. Kannst du ja auch nicht wehren, wenn du zurück hast, bist du der Trottel. Ja, Haben wir schon mal gehabt, das Thema. Reflexschein geht immer. Das nicht, ja, haben wir wirklich schon mal gehabt, ja. Aber wenn einer auf mich zugeht und mit der Faust durchzieht, dann sag ich, Alter, halt den Mal. Dropkick! Dropkick. So, grüß Gott beieinander. Dungeon einleiten. Hoppala, falscher I Weg. need more time. No, I need more time heißt's. Haben wir nicht voll? Nein, haben wir nicht voll. Ach, muss man da jetzt wieder 3/4 Stunde lang da oben umeinander geben. So, der haben wir reiten. Los, los, los. Kannst du da umspringen? Nein, natürlich nicht. Was bist du denn wieder für Tschernobyl-Pferdl? Ober damit. Und los geht's. Kurze Zerpümmelung einleiten. So, fertig zerpümmelt. Dungeon erledigen. Dungeon übrigens, haben wir gestern festgestellt. Hashtag Dungeon. Voll rein in das Kehrblech. Findet das Banditenlager. Das brauchen wir nicht. Bringt den Blutstein zurück zum Podest. Das haben wir doch schon mal gemacht heute. Wie geil einfach sie dann die normalen Dungeons anfühlen. Da brauchst du zuerst nichts mehr tun. Da können wir einfach durchlaufen. Drauf geschissen. I need more time. Das wird schon witzig. Bis ich wieder stirb, ja, ja. Da liegt der überragende Schild. Ich glaube nicht, dass der so super überragend ist. Golem, Fass. Oh, die droppen einen Haufen Rohleder. Merkst du das? Merkst du, wie viel Rohleder unser Scheiß da umeinander liegt? Also, wenn es einmal zum Rohleder farmen wird, dann da herin. So, Elite löschen. Das sind aber ziemlich peinliche Elite, muss ich sagen. Ja. Was hau ich da überhaupt auf 2 Viecher umeinander? Da geht's hin. Golem, Fass. Ja. Easy. Easy peasy, wir sind mal sauber stark. I need more Sauber time. stark sind wir. Es ist so geil, wenn der Golem einfach in so einem Batzen kleine Viecher eintrischt. Oh, Shit-Button mit ein bisschen Damage drin. Oh, heiliges Amulett. Das können wir natürlich schon brauchen. Lichtstab, heiliges, Topaz, damit sie der. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen, es tut mir so leid. Oh, Reliktschädel. Ah, das ist kein Schädel. Was haben wir da? Erster Blutstein. Jawohl. Wo müssen wir hin? Wieder komplett da ums Eck. Wo wird dann der zweite sein? Warte, da oben, ha? Ja. Ist schon auf dem Weg. I need more time. Merci fürs GZ. Weiß nicht, was ist. Nein, letzter Atemzug. Oh, schade. Dieser vor in seiner Nase ist abknüppelt. Level 5, Level 57 kriegen wir noch mit. Kommen eigentlich beide Storner gleichzeitig dran? Weiß das jemand? Bevor ich da jetzt zweimal laufe. Weiß man das? Ich gehe mir davon aus nicht, weil den einen haben wir am Bugel. Aber es war einmal zum Ausprobieren. I need more time. Ja, abgeben. Ah! Hat mir irgendwas am Bugel gebissen! Fix! Ah, da müssen wir I lang. need more time. Da müssen wir lang.
Die mal präventiv heilen. Wegen die zwei kleinen offen. Stirb. Artillerie schreien, das ist der Gute. Oh. Du wirst jetzt Korb rein haben, Mr. Elite-Mann. I need more time. Das ist schon witzig. So, Blutstein wo? Blutstein geht. Ja, stinkt noch. Stinkt noch rechts, da ist er. Heilige Tunika, Blutstein. Hier bitte einmal durcheskalieren. So, na, was? Ja, Kruzifix, wo rennst du nochmal an, du Trottel? Ich schau wieder bloß auf Minimap. Minimap. Haben sie übrigens auch gepatcht, dass man mit den Schlüssel am Bugel schneller läuft. Das ist gut, weil man im Prinzip eigentlich nichts anderes tun will, da durch einen leeren Dungeon laufen. Jo, was sprayt denn da so in der Gegend rum? Das ist der Schrein, den wir gerade aufgenommen haben. Das ist ein Artillerieschrein und mit jeder Attacke kommen so Stacheln raus und die machen richtig viel Damage. Und wenn du halt da 25 Viecher hast, dann eskaliert es halt leicht. Was ist schon? Müssen wir einen Hebel machen? Dann ist der Runden, glaube ich, nur ein Hebel. Ne? Ist noch irgendwo? Da ist noch ein Hebel. Die haben auch immer irgendwo im Raum verteilt. Und jetzt begebt euch nach Ratlose Gräber, tötet Vampirfürsten. Ein Stuckerer 2. Ein Stuckerer 2. I'm not ready. Was auch immer das war. Level sind wir 50. Schauen wir mal, was Paragon Board kann. Ja, haben wir bald beim Legendary. Das werden wir ums Arschlecken leider im Stream nicht mehr sehen. I need more Aber time. dann werden die Viecher halt richtig best. Dann machen sie einfach 45% mehr Damage. Das ist halt richtig asozial. Hauen jetzt schon zu, die Magischen. Vor allem der Golem. Den sein Splash Damage, der ist wirklich Wahnsinn. Noch ein Buff. Ich glaube, das war gestern. Patch war, glaube ich, gestern. Leiche wo? Ich brauche eins. Oh, ist das ein Vampirfürst? Ich glaube nicht. Glaube ich nicht. Wo hatten die wieder? Zwei, das ist auseinander. Easy, da ist der erste. Ja, die haben eine Anporterei, die nervt auch fast. Da höre ich mich jetzt sterben, dann will ich lästig. Scheiße, explodieren müsst 4. So, ab zum nächsten. Da ist der I zweite. need more time. Haben wir an der verschlossenen Tür schon? Komm, nerv mich nicht mit deiner scheiß Teleporterei, du Klopfspaten, I'm du. not ready yet. Was ist denn jetzt? Jetzt wird's. Was ist jetzt das da? Wo war jetzt das Deal? Wieder zurück aus. Und das ist ein bisschen schade.
Haben sie einfach immer noch ein paar seine Dungeons drin. Bin ich gespannt, ob sie das ändern, ob es da aktiv was dagegen gehen. Gib ihm auf den Zucker. Du mit deinen Kack-Events da. Scheiß Explosionssepp. Das trifft's auf den Punkt. Das einzige, was uns umbringt. Und der Level 15. Mei, was ist... Muss denn überhaupt hin? So. Endboss zerficken. Wieder der Blutbischof. Nein, nicht schon, den haben wir schon lange gehabt. Da drauf haben Kinder. Brauchen wir Leichen. Mehr Leichen. Das haben wir. Für ich kann auch Blut. Ja, ja, ich auch Blut. I'm not ready yet. Und jetzt stirbst du am dritten drauf. Ozen schon. Droppst was Schönes, wenigstens ein Holy Heim. Und dann haben wir fast voll. Porten wir uns nach Hause. Schauen wir, was wir haben. Was? 30 Ansehen? Oh, so ein Dungeon gibt 30 Ansehen. Das ist für nicht wenig. Das ist für nicht wenig. Ja, das ist für nicht wenig. Wie weit haben wir jetzt da? Ja, 95 noch. Irgendwo gibt es ja noch 2 Stützpunkte, die geben 100 Punkte. Und ich glaube, was ich sage, ich glaube, so ein Stützpunkt ist das Letzte, was wir machen. Was sagt ihr dazu? Das glaube ich ist das Letzte, was wir machen. Dann kriegen wir nämlich noch den Fähigkeitenpunkt. Schauen wir uns einen Talent-Tree nochmal an, wenn das interessiert. Wer das Ding vielleicht nachspulen will, keine Ahnung. Ich finde ihn sehr satisfying, den Bild. Die Explodiererei, die wird einfach nicht langweilig. So, das nächste Inventar wird gedisst. Sortieren, schauen wir mal. So. 3 Stats nur drauf. Essenz, Skelettmagie erhalten 3. Warum sind das Skelett? 4 Stats. Dornen, weniger Schaden durch Gegner, die von Schatten schaden. Gehen wir nicht dran. Widerstand, Kälte, Schadensanrichtung, Rüstung, Schadentyps, Kälte. Nö. Grau sowieso nicht. Gehen wir nicht nehmen. Haut 3 und schöner Urlaub, Bürger. Herr Woinerluk, merci dir. Mikey Boy, ich schick dir eine Hosen reduziert 100% Explosionsschaden. Meine Hosen gibt plus 5 auf alles. Schaden an folgende Gegner betäubt. Ja, ist Dreck. 2 Hand, 2 Hand, 2 Hand. Blau wird sowieso dist. Da haben wir was gefunden. Ihr für Gegner, die sowohl von Altern auf einfach das haben wir schon mal gehabt. Schaut mal, ja. Dreck wird gedisst. Was haben wir da? Wenn ein Segment des Knochengefängnisses zerstört wird. Das ist ein absoluter Schrott. Heiliges Amulett. Ein Rang für die passive Fertigkeit Todesweite. Weiß ich nicht, was das ist. 9 erhaltene Heilung, Schadensfertigkeit Typ Knochen, Bewegungsgeschwindigkeit. Maximum an Skelettkriegern zum 25. Mal. Ich sag das jetzt ganz ehrlich, wir brauchen es nicht mehr öfter. Ich glaube, das haben wir schon 6 oder 7 Mal. Weg damit. Minus 168, 179, 202, 219, 263, 299. Hose, 27 Schäden, wenn ihr Schaden der Gegner in der Nähe, Schadensreduktion, wenn ihr verletzt seid, Geschicklichkeit und ein Sockel. Können wir auch nicht brauchen. Können wir auch nicht brauchen. So, nach 4 Stunden Bierger schauen, werde ich jetzt mal selber zocken. Urlaub ist sowas Schönes. Woinerluk, haben Sie viel Spaß, ganz ehrlich. Da, ich glaube, ich kann bei bestem Gewissen sagen, wer Bock auf dieses Spiel hat, do it. Es ist wirklich gut. Blizzard hat fucking nochmal abgeliefert. Ich sehe, natürlich hat es ein paar Krankheiten, das ist ja klar. Hätte mich aber auch gewundert. Aber ansonsten ist es wirklich ein grundsolides Action-RPG, das man wirklich spielen kann. Und ja, so, jetzt schauen wir mal noch mal kurz auf die Map. Map. Wo sind wir? Wo sind wir da? Wollen wir mal kurz runter da. Wir sind da herunten. Das Obacht. Da ist ein Stützpunkt und direkt im Norden über uns ist ein Stützpunkt. Haben wir die schon? Wie viele Stützpunkte haben wir? 1.
Und direkt im Norden über uns ist einer und da ist auch Lilith. Dann 2 Lilith-Statuen. Die holen wir uns jetzt auch. Das sagt der I, wie es ist. Jetzt pass auf. Und zwar, da ist der Stützpunkt und auf dem Weg nach oben ist die Lilith-Statue. Die holen wir uns noch. Und damit möchte ich das Ende des Marathons, das leider nur ein halber... Es war leider nur ein Halbmarathon, weil ich einen ganzen nicht schaffe. Das Ende einleiten. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Für alle, die vielleicht gerade zugeschaut haben, oh, jetzt haben wir gesagt, du streamst weiter, vielleicht hört man es, meine Stimme ist im Arsch und wenn ich das jetzt noch mit 3 Tagen tue, dann werde ich einfach dreckig sterben. Ich sag das, wie es ist. Birger, ich wünsche dir wunderschöne und erholsame Tage in der Türkei. Wir haben ihn in der Türkei, aber er ist ja vollkommen wurscht. Im Urlaub auf alle Fälle, merci dir. I'm not ready yet. So, jetzt, und zwar in dem Spitzel ist eine Lilith-Statue. Die holen wir uns jetzt. Bist halt alt, fett und langsam und heiser. Woher dies wieder gewusst habt, gell? Sehr schön. Geschick +2. Sehr schön. So, und jetzt seid da auf, da ist ein Stützpunkt. Den schalten wir frei. Dann kriegen wir den letzten Fertigkeitspunkt aus dem Gebiet. Dann haben wir das auf Stufe 3. Und dann bin ich, jetzt tut's Husten schon weh. Das ist einfach nur unangenehm. Ich wünsche einen schönen Urlaub auf Malle! Malle, 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 Malle alle. So, was müssen wir tun? An old Zachariah. Untersucht das Denkmal. Werde ich dann schon verzeihen. Was für Denkmal? Da. Haben wir was? Mistakes of my past will be paid. Du wirst mir nicht sagen, dass das jetzt auf die erste Leiche funktioniert hat, die wir da looten könnten, wenn wir wollten. Let our brothers Bergt den exhumierten Kreuzritterschädel. Haben wir schon. Jetzt. Da kommen wir nicht ab. Wie krebsrot kommst du wieder zurück? Das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich werde ich mir erstmal die ersten 2-3 Tage werde ich mir einen sauberen Sonnenbrand einkassieren. Vor allem, weil das erste, was ich tue, ich werde landen, ich gehe ins Hotel, ich zieh meine Bodosen an, setz meine Dauerbrühen auf und steck mein Wasser ins Schell. So sieht's nämlich aus. Da was müssen wir jetzt mal? Leute, die Kreuzritterschädel in der rituellen Feuerschale. It's locked. Wo kriegen wir jetzt die Kreuzritterschädel her von den Toten da, oder was? Giftige Kiste. Ach, da ist Noah. Da ist Noah Elite, das muss er mir sagen, dann geben wir uns natürlich ein bisschen mehr Mühe da. Elite Pimmelung. Alles wie heißt erst einmal ein Schnaps einschwammen. I'm not ready yet. Da ich ja jetzt dann Urlaub habe und weiß, ich muss gar nichts mehr tun, also auch keine Streams mehr, kann vielleicht schon passieren, dass ich mir so ein wenig was hineingegangen will. Aus Versehen. Who knows? Ja, droppen jetzt da vielleicht einmal irgendwo diese scheiß Schädel, wenn wir schon auf der Suche danach sind. Und ich darf mir... Also, kein einziger Drop da. I'm not ready yet. Okay. Und da, ja, hergottselig, da haben wir mal einen. Gut, den Elite. Muss ich das nacheinander tun oder kann ich die einfach so... Oh, das sind aber schiefe Skelette. Ja, da muss ich leider nicht mehr. Erst zusammenziehen und der Golem trischt dir als Hirn aus dem Schädel, das noch übrig ist. Sehr schön. Da, mehr Leichen looten. Da ist noch einer. Auch keiner drin. I'm not ready yet. I'm not ready yet.
Was wir uns von dem Arschloch eingefrieren. Ich glaube, das ist das Kotzen. Da ist noch was. Ja, sehr schön. Einen brauchen wir noch. Was auch immer da jetzt rauskommt. Warum das da rauskommt, das weiß ich nicht. So, und noch irgendwo eine Leiche. Die liegen eh alle sehr knapp beieinander. Da waren wir schon. Jetzt werden wir mal die anderen da reinwerfen. Holen wir alle 5 gleichzeitig, weil es eh wurscht ist. Jetzt reißt nicht keine nasse Zeitung. So, einen müssen wir noch finden. Das ist aber das Letzte, wenn du noch von irgendwas ein Ding suchen musst. Da waren wir da waren wir. Oh, das ist noch ein Diamant. Das will sich wieder beschwert. Auch nix. Vielleicht da auf halbem Weg. Diablo 4 Map Link. Kann ich da noch mal posten. Hab ich da gepostet. Jetzt ist ein Lesezeichen, Dinge. Zweiter Monitor auf. Haben wir auch schon. Smaragd! Den hab ich jetzt übersehen. Oh, da unten schaut's doch gut aus. Jawohl. Da liegt nichts. Wo ist denn die Leiche? Da ist der Kreuzritter. Oh, da kommt noch mehr einer. Den nehmen wir natürlich mit. Wenn wir schon mit da sind. So, letzter Kreuzritterschädel. Interagieren. Oh, was ist mit dem? Oh, da haben wir jetzt 3 Bosse, oder was? Ich soll jetzt alle 3 gleichzeitig kommen, weil so habe ich keine Angst. Was ist jetzt? Ja, los geht's. Gib mein Golem und haut doch nicht aufs Maul. Yeah! Thank you. Thank you. Ja, und jetzt? Ach, jetzt müssen wir das Denkmal oben. Das war's schon. Okay. Oh. What a trip, meine sehr verehrten Damen und Herren. What a trip. Gibt's jetzt da irgendwas oder? Ja. Gibt's einen Skillpunkt. Wir haben das Ding da herum freigeschaltet. Jetzt muss ich schnell auf die Map schauen. Ist da irgendwo ein Waypoint herum? Nö, nicht ansatzweise. Totaler Katz. Kreuzweh langsam? Na, fällt mir eigentlich. Ich sitze sowieso den ganzen Tag. Das ist Kreuzweh, deswegen bin ich ja so ein quasi Modo-Mongo. Da fällt mir nichts. Aber natürlich muss man sich einmal strecken kurz, ist ja klar. So, jetzt fahren wir heim, schauen wir, ob wir irgendwas gekriegt haben, verteilen wir den Skillpunkt. Und dann, meine sehr verehrte Gemeinschaft des Hineinsuchtens, endet das Hineinsuchten noch nicht. Dann unterhalten wir uns noch kurz. Dann gibt es die letzte Ansage zum 25. Da, das Inventar heute, das verkauft man wieder. Oh, wir haben gar kein Inventar. Okay, dann verkaufen wir den Ring. Yeah, tschüss. Gib it over. Ja, mit Steine ein. Schauen wir uns unsere Transmog-Möglichkeiten noch ein bisschen an. Ein paar so Secondary Sachen. Und dann verpiss ich mich. Ich sag das, was es ist. Dann verpiss ich mich. Verpiss ich mich mein Maul halten. Haben wir? Schauen wir mal, ob wir was gefunden haben. Und einmal ganz ehrlich. Ich finde schon, dass die ziemlich gut ausschaut. Brauche ich da einen Bezahlskin? Weiß nicht, Brudi.
Ja, gibt mehrere so Masken, die ziemlich cool ausschauen eigentlich. Oder ist eigentlich auch ziemlich angefuckt. Das schaut ein bisschen behindert aus. Eigentlich auch ganz geil. Wo hast du denn den Skin her? Das sind einfach die normalen Rüstungsteile, die du findest. Oh, Brustrüstungen. Jetzt mal beim Entzaubern von Gegenständen kriegst du das Ding in... kriegst du die einzelnen Teile in dein Transmog rein. Und mir gefällt das so am besten. Von den Teilen, die ich bis jetzt gefunden habe, sagen wir es so. Gegenstände, was haben wir da? Die komische, unser Offhand. Ich finde das eigentlich alles ziemlich cremig. Und da haben wir Dolche. Schauen wir mal. Ja, der ist türkis, der passt gar nicht. Ja. It is what it is. Das passt schon so, wie es ist. Ich hätte gern an der Pink blinkt und blau leicht. Okay, warte. Mehr geht nicht. Man kann es rot einfahren. Man kann es so erdgolden Farben einfahren. Man kann es gelb einfahren. Oh ja. Sogar lila schaut gut aus. Dann haben wir grau. Schaut auch ganz cool aus. So grünlich. Schaut auch ganz cool aus. Orangelig. Schaut auch ganz cool aus eigentlich. Blau. Ist auch ganz cool. Und das sind Standardfarben. Ich glaube, ich mache mir jetzt blau. Einfach, weil ich es kann. Und weil ich jetzt Urlaub habe. War trotzdem richtig, richtig gut. Der Alpha Wolf war richtig gut. Und man kann doch eher wieder transmoggen, oder? Ja, ich kenne das Wort, steht im Vokabelheft. Ja, das ist das Transmog-System. Jedes Item, das du findest und beim Schmied entzauberst, geht in dein Transmog ein und dann kannst du dein Aussehen ändern. Ich mache mir jetzt blau. Ich früher, jedes Wochenende. Blau ist keine Farbe, blau ist ein Zustand. Vielleicht auch ein bisschen beides. Keine Ahnung. Aussehen, in diesem Reiter wurden Änderungen nicht gespeichert. Oh, jetzt habe ich es verworfen, nicht Trottel. Egal. Ja, da kann man also Aussehen noch ändern. Ich meine, man sieht sich später sowieso nicht mehr. Das ist mir total wurscht, wie das da ausschaut. So, jetzt müssen wir es noch mal blau machen. So, jetzt sind wir blau. Und ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Ah. Also ganz ehrlich, die Nicht-Bezahlrüstung schaut sehr, sehr cool aus. Brauchen wir nicht diskutieren. Und wenn du unbedingt... Warte mal, wie ist der Shop? Da ist der Shop. Wenn du unbedingt... Ja, man muss nicht jedes Mal dieses Gelaber von der alten noch hören. Ich weiß nicht warum. Schauen wir uns mal nochmal die anderen Sachen an, wo man zahlen kann dafür. Vor allem die Premium-Dinger. Gehen wir mal auf den Necromancer. Haben wir da. Ja, natürlich ist das... Da haben so kleine Effekte dran. Natürlich. Da noch ist Gliedering und so. Ist okay. Aber nicht für verschissene 28 €, Blizzard. Nein. Und ich finde, es soll halt eine krass seltene Rüstung oder zwei für jede Klasse geben im Spiel, die krass selten ist, das nur Unix, was weiß ich, aus Unix vielleicht besteht, die man disenchanten muss und dann Glück haben muss, dass man das Transmog kriegt, dass man sich das spielen kann, das auf dem Level mitspielt. Das auch nur ein paar so Glüheffekte hat. Ja, das ist der einzige Unterschied zwischen dem Premium-Skin und dem Ding da. Ja, dass der Kopf sehr markant ausschaut natürlich. Und ansonsten, pass auf, da, glaube ich, brauchen wir mir, das ist vollkommen in Ordnung, ich bin zufrieden damit, wie ich ausschaue, außerdem mit dem Gemetzel sehe ich das sowieso nicht. Der Alpha Wolf schreibt, dein Stream-Marathon war richtig, richtig gut, war von Anfang an dabei, das freut mich sehr. Dankeschön. So, Freunde der Sonne, und jetzt wird der Halbmarathon, wir haben zumindest bis über die Hälfte rausgekommen, das ist okay. Dann habe ich nicht komplett versaugt, sondern nur halb. Und Mr. Andal, mehrer Busen hat es leider nicht gegeben. Die Necromancer-Tussis haben alle keine Tipp, ich weiß nicht. Die, weiß ich nicht. Bei denen ist es wurscht, glaube ich. So. Here we are. Jetzt kämen nochmal 4 Stunden auf den Stream-Marathon drauf. Welches Level bist du denn jetzt? 57. Ich werde jetzt auch weiterspielen. Ich sag das, wie es ist. Ich werde jetzt so ein bisschen mal was trinken, mal gemütlich mal bauen, mir ab, alles rahmen wir ein wenig zusammen. Und dann werde ich mich richtig gemütlich einsandeln und weiterspielen. Wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen in Kontakt bleiben. Ich habe ja bei mir im Discord einen Diablo-Schmerz eingerichtet. Es sind ein Haufen Leute im Clan. Bitte nicht wundern, der Clan ist voll. Ich kriege so viele Anfragen, dass es total lächerlich ist. Ich bin zu alt. Ich sag das, was es ist. Meine Stimme macht es nicht mit.
Es tut mir unfassbar leid. Ich hätte gerne noch weiter gestreamt, sonst hätte ich es nicht angekündigt, aber es geht einfach nicht. Das, wenn ich jetzt nochmal heute auf die Nacht nochmal tue und morgen nochmal und am Mittwoch nochmal, dann kann ich nicht mehr schmatzen. Es ist eh schon unfassbar unangenehm, jetzt schon den ganzen Nachmittag gewesen, bin ich so ehrlich. Und ich freue mich jetzt also ein bisschen, dass ich einfach einmal solo in Ruhe spielen kann, ohne Laberei. Sag ich auch ganz ehrlich. Tu dich nicht runter, es war uns ein Fest. Sehr schön. Stimme hat ja nichts mit dem Alter zu tun, das ist halt auch viel Übung und Training. Das stimmt. Ich hätte eigentlich auch viel Übung, aber halt nicht auf die Dauer. Wir haben ja jetzt, glaube ich, 30 Stunden gestreamt. Auf 3 Tage. Das ist schon... War halt einfach anstrengend, um Gottes Willen. Ja, natürlich ist es Jammern auf hohem Niveau, ich bin Doxis am Computer gespielt. Das war nicht anstrengend, das tue ich ja so auch. Aber gut. Ich bitte um Entschuldigung. Ich hoffe, Sie haben Verständnis. Hoffentlich will ich nicht gebrandmarkt als irgendein Fettsack im Internet, der Sachen ankündigt und dann nicht durchzieht. Jo. Ab jetzt bin ich dann in der Sommerpause. Das heißt, eigentlich haben wir so ein bisschen, es gibt 2 Wochen keine Streams, gell? Das ist was, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Dass es heute auf die Nacht keinen gibt und am Mittwoch auf die Nacht nicht, vor dem Urlaub. Aber gut, it is what it is. Dafür haben wir uns übers Wochenende 30 Stunden gegönnt. Und wie viel streamen wir normal in der Woche? Jetzt pass auf, machen wir 6 Stunden, 12 Stunden. Wir haben in den Wochenenden so viel gestreamt wie normal das ganze Monat. Wenn wir am Montag und Mittwoch 3 Stunden streamen. Das muss klappen. Das muss genug Futter sein. Das muss einfach genug Futter für den Nachschau-Stream sein, während ich weg bin. Frankie is alive, danke für deinen Sechser. Super Marathon mit dir. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Dankeschön. Puh, endlich Story abgeschlossen. Die Lilith hat mich schon gescheit gefickt. Aber zwar, ich habe da keine so Probleme gehabt. Mare, GZ, viel Spaß weiterhin. GG war jede Sekunde dabei, hat Spaß gemacht zum Zuschauen. Herr Wulfeck, ebenfalls merci beim Zuschauen. Vielleicht machen wir am Mittwoch noch einen Blättschmerz, wenn es deine Stimme gut geht. Na. Klar, ich kündige jetzt nicht nochmal irgendwo so, was eventuell nicht stattfindet oder wo ich mich übermorgen dann verflucht, Gott hätt's dein Maul gehalten. Jetzt geht, und ich brauche jetzt mindestens mal am Tag Stimmenpause und dann darf es wieder gehen und sitze mir her und dann machen wir einen Blättschmalz auch noch, da wo ich 2 Stunden nur labert und um einen Anbleiben wie ein Depp, dann ist es wieder im Arsch. Es war mir ein moderatives Fest, Mr. Foxy. Press Octa F für alle Moderatoren, die ganze Zeit da waren. Keiner von euch, ich hab's ein bisschen spät gesagt, hätte da sein müssen. Also was heißt müssen, muss sowieso keiner. Hätte irgendwie da, ich hätte nicht erwartet, dass da irgendjemand da ist, 30 Stunden lang. Das ist haben wir kurz vor einer regulären Arbeitswoche. Was zur Hölle eigentlich. Wer einen Zug hat, kann sich's ja nochmal anschauen. Stimmt? Das ist ja immer dasselbe. Ehrensache, um Gottes Willen. Ich hätte überhaupt keinen Stress nicht gehabt. Überhaupt nicht. Geil, wie viel Bürger Voyeur. Ja, kannst du gleich noch mit den letzten 30 Stunden geben. Geil, wie viel merci dir. So, jetzt ist wirklich Urlaub. Jetzt ist so der Moment, wo es kickt. Jetzt ist es gar. Ich habe alles vorbereitet. Es kommen 2 Podcast-Folgen in meiner Abwesenheit. Kommenden Sonntag und übernächsten Sonntag. Die sind ein bisschen kürzer wie normal, aber es kommen welche. Ich werde mich jetzt in den Urlaub verpissen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich bedanke mich vielmals für die Donations. Ich bedanke mich vielmals fürs Verständnis. Ich werde heute am späten Nachmittag oder abends dann nochmal eine Rundnachricht überall schreiben, dass der Marathon wird zu einem Halbmarathon degradiert. Ich habe halb versagt. Ich kann nicht mehr, Stimme kaputt, bla bla bla. Nicht, dass morgen dann auf einmal mit den Nachrichten, ja, wo ist der Stream oder sonst irgendwas. Tut mir sehr, sehr leid. Und jetzt schleicht euch, ich habe jetzt Urlaub. So sieht's aus. Ich werde mir jetzt einen Tee gönnen, glaube ich. Ein Teegel ins Maul schütten und dann mindestens 24 Stunden so gut wie ich kann mein Maul halten. So sieht's aus. Wir sehen uns heute in 2 Wochen wieder mit dem Stream, wahrscheinlich mit dem Urlaubsblättschmerz und am Mittwoch, also mir obacht, am Mittwoch, dass wir da gleich mal drüber. Mach das zu. Es kommt, ich weiß nicht, ich habe meinen Release leider nicht aufgeschrieben, weil ich ein Vollidiot bin. Am Mittwoch habe ich mir aufgeschrieben, Aliens Dark Descent. Es ist so eine Point-and-Click-Geschichte im Alien-Universum und ich glaube, es ist Rundenstrategie. Hoppala, bin mir aber nicht 100% sicher. Aber da werden wir vielleicht hineinlunzen. Ich glaube, es ist kein Indie-Game. Aber egal. Und dann schauen wir weiter. Dann rutschen wir mal langsam wieder ins reguläre Tagesgeschäft. Über den Sommer wird sowieso nur gestreamt. Vielleicht, ob es ein Video gibt, keine Ahnung. Keine Ahnung. Kanal läuft gut, bin ich sehr zufrieden, vor allem auch mit dem letzten Video. Ja, mit dem Never Touch a Running System. Es wird sich hier nichts ändern. Halt, stopp. Mehr gibt's nicht zum Sagen. Und jetzt verpisst euch. Bis in 2 Wochen. Achtung, ich muss den Moment kurz genießen.
Der Geibiffi muss ihn natürlich kaputt machen. Merci dir. Schluss, aus jetzt. Für gut beieinander. Leute, hauen Sie sich hinein. Haben Sie eine schöne Zeit an alle, die arbeiten müssen. I feel you, Bro. Ich mache jetzt Urlaub. Bis in 2 Wochen. Habe! Dabei bin ich keine Stimme nicht zum Tröten. Und jetzt verpisst euch. Bis in 2 Wochen, 20 Uhr, wenn ich wieder daheim bin. Ich halte euch auch ein bisschen, vielleicht komme ich ab und zu mal ins Discord mit einem Beutel vom Essen oder so. Fällt mir gerade noch ein, während dem Urlaub und so. Muss ich die Leute in der Arbeit ein wenig nerven. Und jetzt verpisst euch. Habe die Ehre! Schluss jetzt! Hashtag Strapse! Tschüss dann!